Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zum diesjährigen Relution Summit. Mein Name ist Lara Fechter und ich habe die große Ehre, euch, unsere Kunden, unsere Partner und unsere Interessenten durch den heutigen Summit zu führen. Und ich habe gleich zu Beginn der Veranstaltung auch ein Zitat für euch dabei, nämlich von Henry Ford: Wer immer das tut, was er schon kann, wird immer das bleiben, was er schon ist. Ich habe das Zitat deshalb ausgewählt, weil das eigentlich ganz gut meiner Meinung nach zu meiner heutigen Situation passt, denn ich habe noch nie durch den Relution Summit geführt, aber natürlich auch zur Relution selber und zum Relution Motto, das da heißt Adaptive Experience. Mit viel Herzblut und Ehrgeiz arbeiten wir daran, Ihnen und euch Relution jeden Tag an die Hand zu stellen, ein innovatives, ein wandlungsfähiges, ein sicheres und tolles Produkt zu liefern, genauso wie dieses Chamäleon hier, das Sie sehen. Bevor ich jetzt gleich die Speaker noch ein bisschen besser vorstelle, ein paar Gesichter kennen Sie vielleicht schon, möchte ich mich erstmal an dieser Stelle für die zahlreichen Anmeldungen heute oder generell jetzt im ganzen Prozess bei Ihnen bedanken. Es ist doch nochmal ein ganz schönes Stückchen mehr als letztes Jahr und wir sind mega happy drüber. Es bestärkt uns einfach darin, dass wir noch härter arbeiten und passende neue Tools und bessere Features an die Hand geben wollen. Dann nochmal einen kleinen Hinweis: Die heutige Veranstaltung wird natürlich aufgezeichnet. Sie sehen ja, der Livestream läuft schon. Wir werden aber dennoch in den nächsten Tagen, wahrscheinlich nächste Woche irgendwann, dieses ganze Konstrukt mit 7 Stunden oder 6,5 Stunden, was es dann heute sein wird, zuschneiden, sodass Sie dann für Ihr jeweiliges Problem oder Ihren jeweiligen Vortrag, den Sie nochmal genauer anhören möchten, dann einfach dediziert genau suchen können, so wie das auch schon letztes Jahr war, dass Sie nicht nochmal alle 7 Stunden anhören müssen. Falls Sie das machen wollen, können Sie das natürlich aber trotzdem tun. Der Livestream wird online bleiben. Dann ist es so, wir arbeiten dieses Jahr ja mit YouTube. Sie können auch dieses Jahr natürlich Fragen stellen. Unser technischer Support sitzt da, wird die Fragen beantworten. Er sieht auch alle, wird auch alle sammeln. Wir müssen aber heute auch den Zeitplan natürlich einhalten. Deshalb bitte ich jetzt schon um Ihr Verständnis, dass wir nicht alle Fragen mündlich beantworten können, sondern eben der Großteil der Fragen schriftlich dann beantworten werden. Wenn aber bei den Speakern noch Zeit besteht, dann werde ich immer wieder reinkommen und werde dann auch 1, 2 Fragen rauspicken, mit dem Speaker direkt besprechen und den Rest sehen Sie dann alles aber auch nochmal schriftlich. Natürlich können Sie uns aber jederzeit, wie gewohnt, auch immer wieder erreichen, sollten noch Fragen offen sein, die nicht geklärt werden können heute. Dann habe ich ja gerade gesagt, dass ich jetzt die Speaker vorstellen wollen würde. Genau, mein Name ist Lara Fechter, ich werde heute die Moderatorin sein und immer wieder durch den Summit eben führen. Nach mir kommt auch gleich der Moritz Mahlmann, den kennen wahrscheinlich die meisten von Ihnen schon, Head of Sales. Gleich im Anschluss kommt ein Teil unseres technischen Supports, nämlich der Hanno Polomski, Tim Dietrich, auch die kennen Sie wahrscheinlich schon, um dann mit Björn Engler, unserem UX-Designer, und Jasin Wachendorfer, unserem Software-Ingenieur für Relution, fortzufahren. Ja, kurz vor der Pause wird dann noch der Florian Link übernehmen. Er ist unser Head of Development. Und nach der Pause geht es dann eben gleich weiter mit dem Sergej Gerlach, unserem neuen Teamlead von Relution und auch PO von Relution. Thomas Beckmann und Judith Hoffmann werden nach dem Sergej dann weiterführen, um von Sven Herrmann, auch unserem Software-Ingenieur, dann über Windows dann weitergeleitet zu werden. Jeffrey Sharping wird Ihnen die Apps vorstellen und dann wird unser Stefan Jauker, unser CTO, Ihnen dann noch die letzten technischen Details mit auf den Weg geben, bevor er eben dann auch den Ausblick gibt. Das ist bestimmt auch interessant für einige, was uns dann das nächste Jahr und die nächsten Monate so beschäftigt. Und ganz am Schluss werde ich noch die Klammer machen und quasi noch alles abschließen.
Ja, die Agenda, viele haben sie auch schon im Internet gesehen. Ein bisschen was hat sich in den letzten Tagen noch verändert. Kleine Anpassungen. Nach meiner Eröffnung wird der Moritz die aktuellen Stories und Erschließung neuer Märkte vorstellen. Dann geht es schon weiter mit dem Relution Hub. Es wird dann weitergehen mit dem Björn Engler, der UX und UI des Portals und das von Relution generell ein bisschen erläutert, um dann vor der ersten Kaffeepause mit dem Hanno Polomski abzuschließen. Der hat ein ganz wichtiges Thema, dort bitte ganz genau zuhören. Es geht nämlich um die statischen und dynamischen Gerätegruppen. Dann kommt eine kleine Kaffeepause, um ein bisschen Kraft zu tanken. Florian Link wird dann das Thema Sicherheit ansprechen und vorstellen, der Jasin Wachendorfer dann die Funktionen der Store-Orga. Florian Link kommt dann nochmal, um die technischen Neuigkeiten und Details vorzustellen. Dann nochmal der Moritz mit den Interactive Whiteboards. Dann geht es kurz in die Mittagspause, Kraft tanken. Dann starten wir mit dem Sven Hermann, der Windows vorstellt. Weiter geht es dann mit Apple, bestimmt auch ein interessantes Thema für viele, aber natürlich auch Android, auch da hat sich einiges getan. Ja, und dann haben wir auch noch Chrome OS, auch das war natürlich ein sehr, sehr großes Thema bei uns dieses Jahr. Da haben wir uns Verstärkung geholt. Judith Hoffmann und der Thomas Beckmann werden Chrome OS vorstellen. Dann kommt der Jeffrey Sharping, der Ihnen unsere Apps näher bringt. Auch da hat sich einiges getan, also sicherlich auch gerade für den Schulbereich sehr interessant. Dann nochmal eine kleine Kaffeepause. Stefan Jauker wird dann mit dem Thema VPN noch die letzten technischen großen Neuerungen verkünden und dann eben mit dem Ausblick und der Roadmap abschließen. Und falls Sie mich nochmal sehen wollen, dann werde ich noch die letzten 2-3 Minuten den Summit abschließen. Und jetzt bedanke ich mich erstmal. Ich wünsche allen Zuhörenden, aber natürlich auch allen Präsentierenden einen schönen Summit. Viel Spaß und jetzt geht es gleich weiter hier mit Moritz Malmann, der Ihnen die Märkte ein bisschen näher bringt. Vielen, vielen Dank. Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Danke auch an Lara für die Einführung soweit. Ich starte heute mit dem Thema aktuelle Stories und Erschließung von neuen Märkten. Vielleicht grundsätzlich einmal vorab, was wir ja in den letzten Jahren hatten. Wir hatten parallel Kundenvorträge. Da haben wir uns dieses Jahr bewusst in der Form dagegen entschieden. Das heißt, Sie haben es ja vorhin schon gesehen, es gibt einen Track, der die ganze Zeit läuft, nichts Paralleles. Wir haben die Kundenstories rausgezogen und zwar wird es jedes Quartal, beginnend im März, hier auch schon mal der erste Vortrag mit der Stadt Offenbach, mit dem Norman Jahn geben, immer mit einem Vertriebler von uns, genau, wo wir dann Kundengeschichten aufgreifen. Diese werden auch nochmal gezielt beworben, also auf unserer Webseite werden Sie die finden, die werden über den Newsletter verschickt, als auch über Social Media werden die kommen. Gut, starten wir mit Kunden. Was ich hier mitgebracht habe, ist einfach mal ein Auszug von einigen Kunden, die wir seit dem letzten Summit für Relution gewonnen haben. Was grundsätzlich, denke ich, ganz wichtig ist zu sagen, dass es viele sind, die wir vom Mitbewerb überzeugt haben. Da sind ein paar Lösungen zu nennen wie Mobile Iron, Airwatch, Jamf School im Schulumfeld, Jamf Normal, Soti, Sophos, das ist wirklich ganz bunt. Da sind wir auch relativ stolz, zeigt uns, dass die Lösung immer bedeutsamer wird, auch in den unterschiedlichen Kategorien.
Deswegen habe ich hier einfach mal 3 rausgegriffen, starten einfach mal bei den Unternehmen. Barmer ist, denke ich, den meisten geläufig, ist ein großer Versicherer. Klostermann ist ein Mittelständler, die sind im Bauumfeld unterwegs. Volksbank kennt jeder, in diesem Fall die Dortmunder Kollegen. Dann die Auktion und Markt, ist wiederum ein kleinerer Mittelständler, die sind Auktionsexperten. Kommen wir zum Thema Krankenhäuser. Das werden Sie auch aus der Presse mitbekommen haben. Es gab ja das Krankenhaus-Zukunftsgesetz, die 4,3 Milliarden für die Digitalisierung des Krankenhauswesens. In diesem Zuge haben sich natürlich viele Krankenhäuser auf den Weg gemacht, zu digitalisieren. Da muss natürlich auch eine Geräteverwaltung zwangsläufig vorhanden sein, aus Datenschutzgründen, aus Absicherungsgründen, Security, ich meine, die Themen kennen Sie. Da sind wir sehr happy. Starten wir mal mit dem ersten, das sind die Barmherzigen Brüder. Das ist eine große Krankenhauseinrichtung, haben über 100 an der Zahl. Genau, aber auch zu nennen das Elisabeth-Krankenhaus in Köln-Hohenlind. Die haben sich relativ früh für uns entschieden. Die BBT-Gruppe, das war noch ein bisschen aktueller. Die St. Vincent Krankenhausgesellschaft haben 2 Krankenhäuser in Hessen oder aber auch das Universitätsklinikum in Rubin, Brandenburg. Ja, dann natürlich, wo wir ja auch sehr stark sind, die öffentliche Hand. Hier zu nennen der Kreis Offenbach. Ich habe ja vorhin auch die Stadt Offenbach als Vortrag gezeigt mit dem Norman Jahn. Also auch der Kreis hat sich für Relution entschieden. Die verwalten aktuell Windows- und iOS-Geräte über Relution. Die Stadt Koblenz hat sich auch für Relution entschieden. Rheinland-Pfalz, Offenbach-Hessen nochmal für die regionale Zuordnung. Dann die Stadt Reutlingen, sind wir natürlich als Baden-Württemberger auch besonders stolz, ist in der Nähe von Stuttgart, haben sich auch für Relution entschieden, oder auch die Stadt Stutensee, auch aus Baden-Württemberg. Gehen wir weiter auf die Partner, was uns natürlich sehr wichtig ist, das Partnernetz, da die letztendlich Relution in den Markt bringen. Hier habe ich mal einen Auszug von 4 mitgebracht. 3 werden Sie direkt sehen, ist ja auch beschrieben, kommunale IT-Dienstleister. Was die Kollegen tun, die bieten Relution an ihre Schulkunden, also Relution Education oder aber auch Relution Public für die Verwaltungen an. Also entweder oder auch beides, beides möglich. Zudem haben wir Computer Center dieses Jahr für uns gewonnen. Die haben Relution grundsätzlich bei sich ins Portfolio aufgenommen, sind auch jüngst Apple Authorized Education Specialist geworden dieses Jahr. Und ja, wir freuen uns da auf eine gute Zusammenarbeit. Auch hier vielleicht schon mal ein Ausblick. Wir sind auch dran, gerade mit Kencom noch eine Vereinbarung zu schließen. Also das ist alles auf einem guten Weg. Ja, weitere Märkte. Wir haben uns im letzten Jahr dazu entschlossen, Relution auch in weitere Länder voranzubringen und haben dann gesagt, wir starten mit Spanien, konnten dann tatsächlich Anfang des Jahres die Region Extremadura für Relution gewinnen. Das ist eine Region, die ist an Portugal dran, und haben dann seit 1.4. die Marta ins Team geholt. Marta sitzt in Madrid, ist für den spanischen Markt zuständig. Wir waren jetzt auch vor 2 Wochen auf der CIMO, das ist sowas wie die Didakta in Deutschland, um entsprechend auch da im Fokus den Schulmarkt anzugehen in erster Linie, aber natürlich auch Unternehmens-, Krankenhauskunden zu bedienen in Spanien. Dann hatten wir ja im letzten Jahr mit der Firma E&W eine strategische Partnerschaft beschlossen. Das hat sich jetzt sehr gut entwickelt. Wir konnten das Bakshir College in Istanbul von Relution überzeugen. Das heißt, die managen in Summe 45.000 Geräte an Schulen. Wir sind auch dabei mit weiteren Gesprächen, öffentlichen Einrichtungen in der Türkei, also auch Verwaltungskunden. Wir sind dabei, Partner onzuboarden, als auch weitere Märkte zusammen mit E&W anzugehen. Gut, das wäre es zum ersten Ausblick. Genau, und damit übergebe ich an den Kollegen Hanno Polomski und Tim Dietrich, und vielen Dank.
Ja, guten Morgen auch von unserer Seite. Mein Name ist Hanno Polomski. Ich bin in Relution im Support tätig und neben mir sitzt der Tim Dietrich. Ich bin seit dem 1.3. mit im Relution-Team, im Support-Team mit dabei. Ja, guten Morgen, Tim. Guten Morgen, Hanno. Ja, wir zeigen heute einen kurzen Einblick in unseren Relution Customer Hub. Unser Customer Hub ist letztlich die zentrale Anlaufstelle für all unsere Kunden und ja, ich sag mal, da wird euch geholfen. Und die Seite oder unser Portal ist erreichbar unter hub.relution.io. Wir sehen einmal oben 3 ja, Köpfe in der Ecke. Das sind wir Kollegen aus dem Relution Support. Ganz links ist der Sergej, der betreut heute unseren Chat und kümmert sich nebenbei auch noch so ein bisschen um unser Service Desk. Und ja, wir gehen einmal eine Folie weiter, denn was ist eigentlich der Customer Hub? Letztlich ist es so, dass unser Relution Support so auf 6 Säulen basiert, möchte ich sagen. Und wir haben einmal unser Handbuch, das haben wir komplett überarbeitet. Wir werfen gleich einen kurzen Blick da rein. Und zusätzlich haben wir noch unsere Insights, Newsletter, Helpdesk und so weiter. Das gehen wir gleich direkt nochmal drauf ein. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Und zwar können wir nämlich mit einer schönen kleinen Geste, so einmal schön in die falsche Richtung, guten Morgen, nämlich auf Hub Relution.io wechseln und sehen dort unseren Customer Hub. Da landet ihr, wenn ihr auf diese Seite geht. Wir haben grundsätzlich, wie gesagt, einmal hier unser Handbuch und dazu werde ich jetzt mal gleich ein paar Worte dazu sagen. Wie vorhin schon erwähnt, bin ich jetzt seit 1.3. mit im Boot bei Relution und mitunter eins meiner ersten Projekte war natürlich der Ausbau oder die Verbesserung des dementsprechenden Handbuches. Wir haben uns hier die Aufgabe gestellt, das Ganze ein bisschen detaillierter für unsere Kunden darzustellen und hier auch nochmal diverse Screenshots und Funktionen dementsprechend zu erläutern. Ich muss natürlich ganz klipp und klar dazu sagen, es ist noch nicht so, wie es momentan steht, in Stein gemeißelt. Logischerweise, die technische Welt entwickelt sich auch immer dementsprechend weiter und wir müssen natürlich auch schauen, dass wir diese Funktionen auch dann in unser Handbuch mit aufnehmen. Danke, Tim. Gerne. Ja, zudem haben wir einmal unsere Insights auf dem Customer Hub noch verlinkt. Die Insights sind letztlich, ja, wie ich immer so gerne sage, in Germany we call it historisch gewachsen. Früher, in Anführungszeichen, als unser Handbuch noch nicht gut ausgebaut war, war es letztlich so, dass unsere Insights eine Art Handbuchersatz waren. Da sind so einzelne Use Cases erklärt, wie mache ich dies, wie mache ich jenes, wie kann ich einzelne Dinge mit Relution tatsächlich effektiv umsetzen. Und wenn wir dann hier einmal zurück wechseln, sehen wir hier die Insights und landen damit direkt auf der Relution-Webseite. Wir können filtern nach einzelnen Plattformen und dann einfach schauen, was uns dann in dem Fall oder was dann tatsächlich wirklich relevant ist und nach den Inhalten gezielt auch suchen. Zudem gibt es den Relution Newsletter. Das ist einmal ja, ein Newsletter. Ich denke, jeder weiß, was ein Newsletter ist. Wir haben an dieser Stelle die Möglichkeit, hier den Newsletter auch direkt zu abonnieren. Da kommen interessante Sachen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwelche Black Friday-Angebote machen oder so und hier kauf 5 Lizenzen und krieg eine gratis oder so. Sowas wird da nicht passieren, sondern es gibt Release-Informationen, es gibt Informationen auch zu Veranstaltungen wie unserem Summit von heute. Zusätzlich ist es einfach so, dass wir ja natürlich auch unsere Kundinnen ermutigen wollen, diesen Newsletter auch zu abonnieren. Wie gesagt, es gibt eigentlich nur Vorteile dadurch und ja, ich würde einfach mal sagen, bevor wir nicht mindestens 150 neue Abonnenten heute haben, steht keiner auf. Und einmal gehen wir wieder zurück auf unsere PowerPoint, denn ich übergebe noch einmal an Tim. Ja, wir haben die nächste Säule, die wir jetzt heute zusammen betrachten. Das ist dann natürlich unser Helpdesk. Die 3 Personen, die vorhin rechts oben in der Ecke angezeigt wurden, sind dann die 3 Kollegen, die das Helpdesk dementsprechend betreuen. Das heißt Hanno, Sergej und meine Wenigkeit. Allerdings ist es natürlich immer wieder so, dass wir bei diversen Problemen auch hier von unserer Entwicklungsabteilung unterstützt werden. Das heißt, sollten wir bis zu einem Punkt irgendwann mal nicht mehr weiterkommen, haben wir natürlich tatkräftige Unterstützung aus unserer Entwicklung.
Wichtig ist natürlich hier, dass ihr uns detaillierte Informationen gebt. Das ist immer ein Anliegen für Supporter, dass uns zum Beispiel nicht einfach nur geschrieben werden, hey Tim, hey Hanno, hey Sergej, wir haben da ein Problem, sondern im besten Fall immer, um was geht's, welche Plattform und wie genau tritt das Problem bei euch dementsprechend auf. Wenn wir diese Informationen von euch bekommen, ist es natürlich ein relativ leichtes, die richtigen Personen oder die richtigen Ansprechpartner zu ermitteln, um die beste Lösung für euer Problem zu gewährleisten. Und aus diesem Grund ist unser Service Desk auch, ich sag mal, dem konventionellen Telefonanruf weit überlegen. Zum einen ist es permanent erreichbar und zum anderen gucken da halt mehr Leute drauf als nur einer oder zwei. Und ja, wir können im Endeffekt die Anfragen direkt zielgerichtet zuordnen, die entsprechenden Kollegen anfragen, Infos holen. Das beschleunigt das Ganze auf jeden Fall in dem Fall schon mal ungemein. Und ja, das wie gesagt einmal zu unserem Helpdesk. Jetzt ist es so, dass wir hier noch zwei weitere Standbeine haben an unserer schönen kleinen Akropolis. Einmal die Feature Requests und des Weiteren unser Community Board. Und jetzt ist es so, dass man natürlich sich logischerweise vielleicht vorstellen kann, wenn ich in so einem Board was schreibe oder so ein Feature Request aufgebe, dann brauche ich da ja einen Account. Und weil ansonsten ist das Ganze nicht zuordnenbar, wir können auf die Tickets logischerweise nicht antworten und so weiter. Und da ist es jetzt so, dass wir ein Single Sign-On für oder in unserem Relution Helpdesk haben. Das heißt, gibt es ein Login im Relution Helpdesk, ist mit dem gleichen Account die Nutzung des Idea Boards möglich und zusätzlich die Nutzung des Relution Community Boards. Und wer noch keinen Login hat, kann sich ganz einfach einen anlegen. Ich möchte das einmal ganz kurz zeigen. Wenn wir unter... Tipp's nicht. Ich tippe nicht, danke. Gerne. Unter Help... Wenn man dann richtig tippen kann, dann klappt das sogar. Helpdesk Relution.io. Ich hätte natürlich auch direkt über das Customer Hub abspringen können, aber das kann jeder. So, hier habe ich die Möglichkeit, einmal als neuer Kunde zu registrieren. Damit baue ich mir einen neuen Account. Zusätzlich ist es so, was man beachten muss. Wenn ich einmal schon mal eine Mail an das Service Desk geschrieben habe, ist grundsätzlich schon ein Account dort vorhanden. Und in diesem Fall, wenn ich kein Kennwort habe, habe ich hier die Möglichkeit, einfach ein Passwort-Reset zu triggern. Dann wird mir ein neues Kennwort zugewiesen und ich kann das Kennwort zurücksetzen. Und an dieser Stelle habe ich dann die Möglichkeit auch, ja, mich dann einzuloggen und die weiteren Features zu nutzen. Und das ist einmal, wie gesagt, unser Idea Board und das ist hier unter den Feature Requests beheimatet. Man kann das direkt ansurfen unter Idea Relution.io und ja, das ist die Sache, wo wir halt letztlich Ideen eintragen können. Relution wächst mit den Ideen natürlich auch unserer Kundinnen und ja, wir können natürlich unsere eigenen Ideen einbringen, das machen wir logischerweise auch, aber nur wenn wir halt Ideen aus dem Feld wirklich von den Menschen bekommen, die produktiv damit arbeiten, können wir wirklich besser werden. Und hier hat man die Möglichkeit, auf der linken Seite einmal danach zu suchen, direkt einzutragen, was man denn als Idee hätte. Man kann hier direkt schauen, was gibt es denn schon für Ideen. Man kann die Geschichten hochvoten mit hier einem Klick auf diese Zahl. Ich habe zusätzlich die Möglichkeit, einzelne Ideen anderer Kundinnen zu kommentieren. Und ja, das ist eigentlich so die ganze Geschichte. Wird ein Feature Request bearbeitet, dann sieht man das hier, dass wir jetzt hier zum Beispiel den Status geplant haben. Es ist natürlich so, das Ding hat ein Vote bekommen. So, das heißt natürlich im Umkehrschluss, die Votes sind jetzt nicht entscheidend für alles, aber geben uns so eine kleine Richtung, wo soll die Reise hingehen. Ich kriege hier schon das Schild, dass ich nur noch 1 Minute habe und wir müssen natürlich noch unser Community Board vorstellen. Das übernimmt Tim. Ich surfe mal gerade kurz rein. An. Das Community Board ist für mich persönlich immer ein relativ starkes Anliegen. Ich komme aus oder beziehungsweise habe früher die Schulen supportet mit iPads in Schulen und natürlich ist es immer so, wenn wir als Supporter angestellt werden, kostet in der Regel der Support meistens auch immer ein kleiner Obolus. Wir wollen aber natürlich nie irgendjemand von der Kante stoßen. Das heißt, wir möchten immer gerne so viel wie möglich Kunden unser Produkt, sage ich jetzt mal, helfen oder auch bei der Inbetriebnahme unseres Produktes helfen. Und dazu gibt es halt nochmal unser sogenanntes Relution Community Hub, dass wir uns auch selbst
auf die Brust geschrieben haben, ab und zu mal als Supporter vielleicht mal eine kleine nützliche Information, sage ich mal, mit reinzustreuen. Sonst lade ich euch natürlich herzlich dazu ein, jederzeit euer Wissen zu teilen. Wie gesagt, auch wir beabsichtigen dies zu tun. Und Hanno hat sogar noch für den Tag heute ein neues Board eingetragen, um Fragen, die während des Summits nicht gestellt werden konnten, im Nachgang abzuarbeiten. Von daher auch hier nochmal eine herzliche Einladung von uns beiden, würde ich doch mal sagen. Bei nicht gestellten oder nicht beantworteten Fragen nicht verzagen, geht bitte aufs Community Board und tragt da eure Fragen dementsprechend nochmal ein. Genau, zusätzlich ist es so, dass wir natürlich, wir sind schon drüber, aber ich heiße nicht Thomas Gottschalk, überziehe trotzdem. Es ist so, dass wir natürlich das Ganze auch so ein bisschen als Wissensdatenbank aufbauen möchten und wir haben hier als Beispiel in der Windows-Kategorie einmal so eine kleine Zusammenstellung begonnen, wie das Ganze aussieht, wie kann ich native Apps tatsächlich konfigurieren mit den Parametern, die da für die Installation mitgegeben werden müssen. Und da gab es schon einen sehr fleißigen Poster, der sich sehr viel Mühe gemacht hat und hier schon einige Dinge mit eingetragen hat. Vielen Dank an dieser Stelle. Und damit schließen wir für das Erste. Ich bin in ungefähr 10 Minuten wieder da, stelle dann eine neue Funktion vor und hier übernimmt jetzt Björn, unser UX-Designer, und erzählt was über Design und UX von Relution. Danke. Ciao, ciao. Guten Morgen miteinander, mein Name ist Björn Engler. Ich stelle heute die Verbesserung zu Interface und Benutzung vor im Bereich UX UI. Deswegen fangen wir gleich an mit unserem ersten Thema heute, dem Setup Guide. Setup Guide, was ist das? Wir haben schon letztes Jahr ein bisschen vorgestellt und eher genauer darauf eingegangen. Wird dieses Jahr in erster Linie geht es darum, zu helfen beim Einstieg in die Benutzung verschiedener Plattformen. Und dadurch haben wir natürlich eine Übersicht. Eine Übersicht über iOS, über Android wie auch Windows. Das sind die 3 Plattformen, die wir bisher unterstützen. Das wichtige Thema da dahinter ist, Einstieg schaffen, zeigen, was ist das Gesamtpaket von Relution, welche Funktionen kann man alles nutzen. Und deswegen klicken wir doch einfach mal auf iOS und schauen uns das Ganze mal im Detail an. Was sehen wir jetzt hier? Wir sehen auf der linken Seite natürlich einzelne Icons. Icons, die auch später wieder helfen sollen, zur Brücke, also die Brücke zu schaffen zu Portal, zur Nutzung selber. Zum Beispiel DEP-Konfiguration oder eben auch VPP-Konfiguration. Es sind 1:1 die Icons aus dem Portal heraus. Heißt, die Wiedererkennung ist da. Wir haben dazu noch, und das ist eher das Wichtige dahinter, wenn wir uns genau im Detail anschauen, ein Handbuch, einen direkten Link zum Handbuch, zu unserem Support, zu unseren Vorsprechern gerade eben.
Denn wenn man etwas nicht weiß, kann man sich da noch einmal schlau machen, kann man noch mal genau nachschauen, okay, was brauche ich denn für die Konfiguration, was muss denn gegeben sein? Und wenn wir jetzt weitergehen im Dialog, sehen wir dann auch auf der rechten Seite, hey, uns fehlt was. Wir haben jetzt in dieser Organisation kein iOS-Gerät eingeschrieben, heißt, es gibt keinen Haken. Wir bekommen Feedback, wie weit sind wir mit unserem Stand in der Konfiguration und inwieweit, was müssen wir noch alles tun. Und jetzt ist der Clou dahinter, wir haben rechts daneben nochmal einen Pfeil und wir können direkt darüber, wenn wir jetzt einfach mal reinklicken, aufs Enrollment von einem neuen iOS-Gerät klicken. Heißt Shortcut, kurze Wege, kurze Zusammenführung und das macht es durchaus sehr, sehr angenehm. Fassen wir es nochmal kurz zusammen. Der Setup Guide, Kennenlernen von Features, vor allem für Einsteiger, aber auch für Personen oder Organisationen, die etwas Neues ausprobieren wollen, um den Einstieg zu erleichtern, aber auch natürlich auch das gesamte Feature-Setup auch zu haben, um Relution vollumfänglich zu verwenden. Dann haben wir den nächsten Punkt natürlich die Übersicht. Wie weit sind wir damit? Wo stehen wir noch nicht so ganz gut da? Da muss man natürlich noch nacharbeiten und das Wichtigste dahinter, Einstiegsfreundlichkeit. Das nächste Thema, was ich heute vorstellen darf, ist die Tabellensortierung. Die Tabellensortierung ist erstmal ein technisches Thema bei uns gewesen, deswegen konnten wir bisher nur die erste Spalte sortieren. Mittlerweile, und das freut wirklich sehr zu hören, weil wir einen technischen Umbau durchgeführt haben, dass wir in erster Linie die Tabellen, jede Spalte im Portal kann nun sortiert werden. Heißt, oben im Reiter, im Header kann man dann über den Pfeil hoch und runter klicken und je nachdem, wie man es braucht, gerade oder die höchste oder der kleinste Wert, kann man sich anzeigen lassen. Sehr praktisch, kleines Feature, aber hat durchaus seine Wirkung. Des Weiteren kommen wir zum nächsten Punkt, der neue Device-Papierkorb. Warum haben wir das ganze Thema eingeführt? Dahinter sieht es so aus, dass uns bisher die Devices alle nicht angezeigt wurden. Heißt, gelöschte Devices waren weiterhin im Inventar, in der Inventory List, aber mittlerweile haben wir gesagt, für bessere Ordnung, für eine bessere Übersicht, wir teilen das Ganze auf. Entsprechend, um die Datenlast zu verringern, in der Inventory List. Und wenn man das Ganze jetzt mal genauer anschaut, dann sieht man auch schnell, was ist denn da passiert? Wieso habe ich es gelöscht? Wer hat es gelöscht? Wir können in die Details reingehen. Wir können auch genau nochmal uns verständigen, hey, welche Gründe haben wir denn damit? Und dazu noch kann man jetzt die Geräte endgültig löschen. Ordnung muss sein, das ist ganz arg wichtig, um auch die Datenlast im Papierkorb weiterhin zu verringern. Das ist ein großer Punkt, dass wir dann einfach sagen, wir werden schlanker, also Hanno hat es gerade eben schon verwendet, historisch gewachsen und dahingehend können wir jetzt bessere Ordnung schaffen und haben eine bessere Übersicht in der Verwaltung der Geräte an sich selbst. Fassen wir noch kurz zusammen, Device-Papierkorb, was gibt es alles? Wir haben die Möglichkeit, Geräte dauerhaft zu löschen. Wir können den Datenlast oder überhaupt die Datenlast verringern in unserem Relution-Portal, aber auch bessere Strukturen. Eine bessere Übersicht, eine bessere Ordnung, das sind doch solche Dinge, die man eben jetzt bei einem UX-UI-Improvement auch hören möchte. Gehen wir weiter zu direkte Mitgliedschaften. Was ist das? Wenn man es mal kurz zusammenfassen würde, ich als Björn bin jetzt ein User in Relution und bin in der Klasse, im Education-Bereich, Klasse 7a. Aber vielleicht bin ich auch in einer Gruppe, Relution Students. Entsprechend, wenn ich jetzt eine Klasse bearbeite und dort zum Beispiel jetzt den Björn einfach mal rausnehme, dann sieht es so aus, dass sich automatisch auch im User-Profil der Björn entfernt wird. Anders auch bei den Gruppen. Heißt, wir haben eine dezentrale Verwaltung von unseren Nutzern, von unseren Usern, was es viel, viel einfacher macht, quasi Nutzer einheitlich zu bearbeiten und zu verwalten und zu managen. Fassen wir auch hier nochmal ganz kurz zusammen. Direkte Mitgliedschaften, was kann das? Ganz einfach, zentrale Verwaltung von User-Zugehörigkeiten. Klassen, Gruppen, Verwaltung, je nachdem, wo man etwas bearbeitet. Es wirkt sich immer aufs User-Profil wieder hinaus. Weniger Klicks und Aufwände. Klicks sind immer ein bisschen nervig und damit schaffen wir es einfach bloß, dass wir kurze, prägnante, einfache Workflows haben. Dazu noch ein verbessertes User-Management. In unserem letzten Part kommen wir zu den neuen Settings. Die neuen Settings sind in erster Linie ganz arg wichtig für Einstieg. Für den Einstieg wieder, warum haben wir das Ganze plakativer gestaltet? Weil ja, uns hat das Feedback erreicht, hey, das ist teilweise zu kleinteilig, ich finde nicht alles.
Ich habe jetzt da Probleme, mich auszukennen, ich habe nicht genug Informationen, entsprechend haben wir das Ganze von den Cards sehr größer gestaltet, haben auch die Strukturierung neu geschaffen, aber auch, und das ist ganz arg wichtig, Sublines dazugegeben. Was erwartet man in den jeweiligen Settings, um Einsteigern Entschuldigung, zu helfen? Denn wir wissen aber auch, dass die Scroll-Time natürlich nicht optimal ist. Deswegen ist das ganze Thema so, dass oben rechts eine Suche eingeblendet ist und in dieser Suche, wenn man jetzt zum Beispiel Samsung Knox Mobile Enrollment eingibt oder KME, nur die Abkürzung, haben wir intelligente Keywords. Diese intelligenten Keywords helfen einem, schnell zu den Punkten zu kommen, wie man im Hintergrund sehen kann. Samsung Knox Mobile Enrollment, es ist jetzt ausgegraut, aber hey, es wird voll und ganz dargestellt. Und so wird es auch weiterhin gepflegt. Wenn die Settings die nächsten 1 bis 2 Jahre weiter wachsen, dann braucht man da vielleicht auch die Hilfe. Oder auch als Profi muss man dann wieder nachschauen oder möchte man eingeben. Wenn man zum Beispiel jetzt Google eingibt, kommen die ganzen Themen zu Android oder Apple, iOS, tvOS oder jetzt Tokens. Das hilft es wirklich insgemein, diese Searchbar zu nutzen und zu verwenden, um einfach bloß auch Scrolltime abzubauen. Im letzten Punkt, und ich hoffe mal, der Chatbereich ist jetzt nicht so aufgeregt wie ich jetzt heute, denn wir haben auch auf das Feedback unserer Profinutzer gehört und haben einen Anzeigemodus mit eingebracht. Der Anzeigemodus ermöglicht es tatsächlich, zurück auf die alte View zu gehen. Warum das Ganze? Weil wir viel Feedback bekommen haben, wenn ich Einsteiger bin, möchte ich es plakativer haben. Wenn ich Profi bin, kenne ich ja alles schon. Heißt, ich möchte schnell drauf zugreifen und möchte direkt drauf klicken. Also sagen wir über den Anzeigemodus ändern durch das Icon oben rechts, dass wir dadurch switchen können, ohne Probleme. Und das Schöne dahinter ist, der Anzeigemodus ist dauerhaft gespeichert. Heißt, nach dem nächsten Logout und man loggt sich wieder ein, ist wieder die View genauso, wie man es eben hinterlassen hat. Fassen wir nochmal kurz zusammen bei den neuen Settings. Die neuen Settings haben eine neue Gliederung der Kategorien, sind dadurch besser strukturiert. Wir haben textliche Unterstützung in dem Einstiegsmodus. Wir haben dazu noch eine Searchbar mit Keywords, die auch im Profi-Modus ohne Probleme funktioniert, wenn man den Anzeigemodus ändert. Und das ist unser Highlight für die Experten. Der Anzeigemodus hält das wieder alles kompakt, weniger Scrolltime, direkte Klicks und somit haben wir alle Personengruppen, Personas eben auch abgedeckt. Soweit von meiner Seite. Gibt es noch Fragen aus dem Chat? Ja, vielen Dank, Björn. Vielen Dank für deine ganzen Erläuterungen, die du uns heute mitgebracht hast. Ich habe tatsächlich noch eine Frage dabei. Ich gerade bei meinem Rechner hierher, weil ich kenne sie nämlich nicht auswendig, aber ich möchte sie dir jetzt gerade mal stellen. Und zwar kam eine Frage zum Thema Setup Guide. Björn, kommen noch weitere Checklistenpunkte hinzu oder gar neue Betriebssysteme? Sorry für meinen kurzen Versprecher, aber ja, die Frage gilt an dich. Kommt da noch was in Zukunft? Ich denke schon, dass wir da weiterhin das ganze Thema pflegen werden, weil vor allem, wenn man eben neue Plattformen einführt, müssen wir natürlich schauen, dass wir dann auch dort auch nachziehen, aber jetzt kann man da noch nichts groß versprechen. Es ist halt natürlich alles ein Flow, eine Entwicklungsphase, peu à peu, aber dennoch denke ich mal, dass es dann eben auch sinnvoll ist. Dennoch wollen wir aber die Last an Einzelpunkten weiterhin minimal halten. Ganz klar nach KISS, Keep It Simple, nicht zu viel, dass man eben die Grundfunktion abhaken kann. Wir wollen auch den Nutzer nicht überladen, dass es einfach bloß einheitlich sauber bleibt. Ja, super, vielen Dank. Bisher haben uns jetzt keine weiteren Fragen erreicht, das ist aber auch gar nicht schlimm. Sie haben ja heute noch den ganzen Chat Zeit, beziehungsweise die ganze Veranstaltung über Zeit, die Fragen im Chat zu platzieren und selbst wenn im Nachgang noch Fragen kommen, dann wissen Sie ja, Sie können uns jederzeit über den Hub erreichen oder auch unser Support-Team. Wenn jetzt nichts mehr kommt, dann sage ich erstmal ganz herzlichen Dank dir. Ich habe zu danken, es war meine Freude. Ja, mir auch. Und jetzt geht es gleich weiter mit dem Hanno Polomski, wie schon vorhin angekündigt. Wir machen nochmal ein paar Sekunden Pause und dann geht es weiter und wir freuen uns schon auf Sie gleich wieder. Und vielen Dank, Björn. Gerne.
Ja, er schon wieder, möchte man sagen. Ja, ein zweites Mal herzlich willkommen auch wieder von meiner Seite. Ich bin immer noch Hanno Polomski und bin immer noch im Relution Support. Ich habe heute was mitgebracht. Und zwar gibt es nämlich bei uns in Relution mit der Version 5.21, wir sind aktuell auf der 5.20, die 5.21 kommt in absehbarer Zeit, ein richtig cooles neues Feature. Nämlich geht es um Gerätegruppen. Es ist so, wir können das eigentlich vergleichen, wir wechseln vom Lochband direkt zur SSD. Wir haben alles dazwischen weggelassen. So, und das ist, so ungefähr können wir diesen Innovationssprung tatsächlich auch bezeichnen. Und um alle wirklich so ein bisschen abzuholen, starte ich wie immer mit einer kleinen PowerPoint. Ihr kennt das, wenn ihr bei uns in den Schulungen seid. Aber an dieser Stelle, ja, ich fange einfach mal an. Was haben wir denn mit unseren Gerätegruppen? Also grundsätzlich ist es so, dass wir, wenn wir von Gerätegruppen sprechen, zwei verschiedene Arten von Gerätegruppen haben. Das eine ist die Art der statischen Gerätegruppen. Das ist eine relativ einfache Geschichte. Wir haben eine Gruppe, da schmeißen wir unsere Geräte rein und dann sind die da drin. Und die zweite Geschichte sind die dynamischen Gerätegruppen mit einer automatischen Zuweisung. Ja, Geräte werden automatisch zugewiesen. Ja, das ist jetzt vielleicht keine Überraschung, wenn man die Überschrift liest. Es ist so, dass diese Zuweisung anhand von bestimmten Attributen passiert. Also zum Beispiel, was für eine Plattform habe ich? Welche Version vom Betriebssystem ist installiert? Haben wir irgendwo vielleicht das Gerät, und jetzt fängt es an interessant zu werden, in einer bestimmten Geozone? Haben wir das Gerät in der Reichweite von einem iBeacon? Solche Sachen kann ich mit Gerätegruppen machen und wie das Ganze aussieht, schauen wir uns gleich mal an. Vorher, dass wir einmal so ein bisschen wissen, wie ist denn der aktuelle Stand, der Ist-Stand, biegen wir ab über die oder in die konventionelle Richtlinienzuweisung. Man sieht das hier, ich habe viele bunte Striche gemalt in meinen Folien. Auf der linken Seite haben wir 4 Tablets, auf der rechten Seite haben wir 3 Richtlinien und man sieht die Richtlinie ganz oben, die allgemeine Richtlinie und die Apps User, da sind die Striche jeweils zu allen 4 Tablets, bedeutet, jedes dieser Tablets bekommt diese Richtlinie. Bei der Richtlinie unten die Admin-Apps, die werden nur dem Tablet 1 und 3 zugeordnet, weil das bestimmten Benutzern gehört oder von bestimmten Benutzern genutzt wird. Und deswegen brauchen die offensichtlich diese 2 Apps und der Rest von unserer Mannschaft nicht. Wie würde das künftig aussehen mit unseren Gerätegruppen? Jetzt ist es so, dass wir nicht mehr die Zuweisung direkt Gerät-Richtlinie machen. Wir spielen quasi über Bande. Wir haben unsere Gerätegruppen in der Mitte und diese Gruppen, wie gesagt, es kann eine statische oder dynamische Gruppe sein, die müssen erstmal angelegt werden und an diese Gerätegruppen klebe ich dann letztlich meine Richtlinien dran. Und in meinem Fall habe ich hier Gruppe 1, ne, allgemeine Apps, Apps User, die beiden Richtlinien kennen wir schon und die sind dann, ob statisch oder dynamisch, egal, all unseren Geräten letztlich zugeordnet worden. Auf der zweiten Gruppe haben wir die Apps für die Admins und die werden dann auch wieder den entsprechenden Gruppen zugeordnet. Also wenn man sich so ein bisschen jetzt vor Augen führt, mag man sagen, naja, so viel hat sich da ja gar nicht geändert. Richtig. Na, also es geht uns natürlich auch darum, dass wir euch als Kundin ja auch nicht irritieren und verwirren wollen und dass ihr dann hinterher sagt, oh, jetzt habe ich verstanden, wie Relution funktioniert und jetzt ist alles anders und Vollkatastrophe. Das soll natürlich nicht das Ziel sein. Das Ziel von uns ist natürlich immer, wenn wir Veränderungen im Produkt machen, das Produkt besser zu machen, die Bedienung intuitiver zu machen und ja letztlich auch den Spaß natürlich mit der Arbeit so ein bisschen zu verbessern. Ich springe einmal eine Folie weiter. Theoretisch können wir das auch gleich mal im Produkt direkt machen, aber ich zeige es kurz auf der Folie, weil ich nämlich nur ein Testgerät in meiner Organisation drin habe. Letztlich ist es so, statische Gruppe, ich packe meine Geräte da rein und auf der anderen Seite, ne, in dem Fall sind das 6 Stück an der Zahl und auf der anderen Seite ist es so, dass ich da meine 4 Richtlinien habe. Und jetzt fällt der aufmerksamen Beobachterin vielleicht auf, Moment, da ist ja iOS und Android Enterprise durcheinander. Richtig. Also das ist jetzt kein Fehler, sondern das soll so, denn Gerätegruppen sind plattformübergreifend.
Das ist der erste wichtige Punkt, den man sich merken muss. Das heißt, ich baue eine Gerätegruppe, schmeiße da alle meine Geräte rein, schmeiße alle Richtlinien rein und dann werden die Richtlinien entsprechend der Geräte dann natürlich auch zugeordnet. Es ist so, dass die Android Enterprise Richtlinie, die wir hier drin haben, logischerweise nicht auf einem iOS-Gerät installiert werden kann. Das ist technisch nicht möglich, das würde auch nicht funktionieren, ergibt auch keinen Sinn. Sondern Relution entscheidet dann, beziehungsweise kann aufgrund der Eigenschaften der Geräte und der Plattform dann die Zuweisung der entsprechenden Richtlinie auch automatisch vornehmen. Ich als Anwenderin muss allerdings nicht mehr darauf achten, irgendwo die Richtlinien dem Gerät halt wirklich richtig zuzuordnen. Das läuft unter der Haube automatisch. Die zweite Geschichte, und jetzt Ohren gespitzt und zugehört, fängt es an, interessant zu werden. Die dynamischen Gerätegruppen sind, wie ich schon anfangs sagte, aufgrund von besonderen Attributen, werden die Geräte da zugeordnet. Wir haben zwei Filtertypen da drin, das ist einmal ein und bzw. ein oder-Filter, and oder or. Wir haben jetzt bewusst auf Filter wie XOR verzichtet. Es würde es sicherlich auch nur unnötig kompliziert machen. Ich habe hier ich muss immer selber gucken, ich kann mir ja nichts merken, in meinem Screenshot einen Filter definiert, der sagt, der Gerätename muss den Wert 100, 200 oder 300 enthalten. Das ist letztlich das, was ich hier oben drin habe. Und dann habe ich zusätzlich einen Oder-Filter verknüpft, der sagt, die Plattform muss Android Enterprise sein oder das Betriebssystem enthält 15, 16 oder 17, also den Wert. Das wäre jetzt zum Beispiel für iOS 15, iOS 16, iOS 17 der Fall. Ja, also der Filterwert Betriebssystem geht auf die Version des Betriebssystems. Der Wert Plattform geht auf die Plattform, Android Enterprise, Windows, macOS, iOS, was auch immer. Das ist, wie gesagt, grundsätzlich die Funktion der dynamischen Gruppen. So läuft das Ganze. Das Feature ist, wie gesagt, relativ neu. Es steht schon zur Verfügung. Ab der Version, ich gehe kurz in mich, 5.19 ist das so, kann man das in den Geräteeigenschaften, in den Settings aktivieren. Ich zeige das gleich kurz. Und aktuell ist es halt noch ein Beta-Feature, deswegen testet das bitte, wenn ihr es testen möchtet. Empfehlen wir natürlich auch immer, dass man sich Neuerungen schon mal anschaut. Testet das einfach in einem Testmandanten. Man kann die Gerätegruppenfunktion jetzt aktuell in den Mandanten spezifisch aktivieren oder organisationsspezifisch, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und zusätzlich ist es so, dass man, was ich anfänglich schon mal gesagt habe, ab der Version 5.21 findet eine sogenannte Automigration statt. Das heißt, ab 5.21 ist sowieso alles auf Gerätegruppen umgestellt. Deswegen spätestens dann kommt jeder in den Genuss dieser Funktion. So, dynamische Gruppen. Ich wechsle ins Portal. Wir haben genug PowerPoint gemacht. Ich habe mir eine Organisation erstellt, extra für unseren Summit. Ich habe hier ein iPad eingeschrieben, das hat aktuell den Status konform. Und bevor wir jetzt in die Gruppenfunktionalität tatsächlich abbiegen, zeige ich einmal drei Geschichten. Punkt 1, in der Geräteverwaltung, also Einstellung, Geräteverwaltung, habe ich hier drin normalerweise den Button zur Migration der Organisation. Bei mir ist es jetzt nicht mehr drin, weil ich habe meine Migration zu den Gerätegruppenfunktionalitäten schon gemacht. Das einmal an dieser Stelle vorweggenommen. Und jetzt ist es so, dass wir hier dynamische Richtlinienzuweisung, diese zwei Felder haben oder diese zwei Funktionalitäten. Das eine sind Geozonen. Bedeutet, befindet sich das Gerät in einer bestimmten Geozone, wird eine Richtlinie angewendet, sofern ich das richtig konfiguriert habe. In meinem Beispiel habe ich eine Geozone vom Bahnhof Bad Cannstatt definiert, also das ist bei uns relativ in der Nähe, aber das Gerät würde sich jetzt da nicht befinden und aus Mangel an Kamerapersonen hier bei uns können wir auch leider keine, ich bleibe bei meinem Thomas Gottschalk, Außenwette machen und einen Kollegen losschicken zum Bahnhof, um zu gucken, ob die Geozone funktioniert. Ich habe es ausprobiert, es funktioniert. Wichtig ist, das Gerät muss natürlich eine Internetverbindung haben, wenn es in eine Zone geht bzw. eine Zone verlässt, sonst passiert gar nichts, logischerweise, ne, weil keine Kommunikation mit unserem Server stattfinden kann. Auf der zweiten Geschichte, die wir haben, sind
die iBeacons hier. Ich habe mir ein iBeacon zusammengebaut. Jetzt habe ich natürlich hier alles bestens vorbereitet und mein virtuell simuliertes iBeacon befindet sich noch in der Hosentasche. Aber das kann ich jetzt gleich aktivieren und dann schauen wir uns nämlich unsere erste Gerätegruppe an. Wie gesagt, ganz normales Beacon. Ich habe auf meinem Smartphone einen iBeacon-Simulator drauf, der letztlich gleich zum Ausrollen einer Richtlinie triggern sollte. Wie konfiguriere ich das? Habe ich die Migration für die Gerätegruppen ausgeführt? Kommt hier die Funktion der Gruppen hinzu. Und hier habe ich meine einzelnen Gerätegruppen schon drin. Ich habe ein bisschen was vorbereitet natürlich. Ich gehe ja hier auch nicht so ganz ohne Hose in so einen Termin. Ich habe das heute Morgen auch nochmal ausprobiert, dass ich auch wirklich was zeigen kann, was gut funktioniert. Hier habe ich meine Beacon Policy bzw. Gruppe zusammengebaut. Hier hängt meine Richtlinie, das sind die Apps für die Admins. Da werden 2 Apps installiert, das ist jetzt eine relativ unspektakuläre Geschichte. Aber hier oben ist mein Filter. Und dieser Filter besagt, Ausführen aller Filter, iBeacons in Reichweite ist in Relution Summit. Und jetzt wechseln wir einmal auf das Gerät. Das ist das hier. Und aktuell sehen wir hier, naja, wir haben hier 2 Gruppen schon mal mit drin, die treffen offensichtlich zu, es sind dynamische Gruppen und in meiner Gruppe selbst, dieser Beacon-Gruppe, leider nicht Bacon, aber die Mittagspause kommt ja in absehbarer Zeit, aktiviere ich jetzt das iBeacon und dann schauen wir mal, was passiert. So, ich drücke auf On und dann dauert es eine kleine Weile. Also es ist natürlich nicht so, dass das instant ausgeliefert wird, die Geräte pollen und dann braucht er hier und da mal eine Minute, vielleicht auch mal 2. Und je öfter man auf Neuladen drückt, umso schneller geht's. Natürlich nicht, aber wir warten kurz. Also wie gesagt, der Relution Server bekommt das dann mit, weil sich das Gerät meldet. Es ist so, dass wir für die iBeacon-Funktionalität wieder den Relution Agent auf dem Gerät brauchen. Der wird ja bei der Einschreibung automatisch mit installiert und der braucht Berechtigung A für Bluetooth, natürlich, sonst gehen die Beacons nicht, und B, so eine Standortberechtigung braucht er zusätzlich auch noch. Das wird im Wizard der App gezeigt. Ist relativ einfach, wenn man das sieht, drückt man weiter, fertigstellen, erlauben und die Sache ist erledigt. So, mein Gerät hat sich immer noch nicht gemeldet, es ist, ja, wir warten einfach kurz. Es geht gleich los, ne? Ich bin da relativ zuversichtlich. Es ist aber schon da. Ich kann ja die Lara einmal bitten, auf den Home-Button zu drücken, vielleicht ist es ausgegangen. Da ist das iPad bitte und dann schauen wir mal. Nee, das andere, das was da vorne liegt. Und dann schauen wir mal, was da los ist. Zusätzlich, damit wir keine Zeit verlieren, denn, danke, einfach liegen lassen, danke dir. Die Zeit ist relativ knapp bemessen heute leider. Wir haben zusätzlich noch so ein paar andere Filter, die ich hier mitgebracht habe und einmal zeigen möchte. Es gibt ja die Funktion Relution Shared Device. Da meldet sich ein User oder Userin an, das kann ein Lehrer sein, das kann ein Mitarbeiter von einem Unternehmen sein. So, und ich sehe, kurzer Break, ja, ich sehe, mein iBeacon hat sich hier mal gemeldet und das Gerät ist jetzt hier automatisch hinzugefügt worden. Wie gesagt, es dauert immer eine Minute oder 2, vielleicht auch 3, wenn man natürlich hier sitzt. Auf dem heißen Stuhl sind 2 Minuten schon mal ein bisschen länger als sonst. Und ich sehe, dass hier 2 Apps aus meiner Richtlinie vor einer Minute automatisch deployed wurden. Ich schalte mein iBeacon wieder aus und in ein paar Minuten verschwindet die Richtlinie auch wieder. Wie gesagt, das ist alles vollautomatisch. Ich brauche mich nicht darum kümmern. Ein Anwendungsfall wäre, eine Gruppe von Schülerinnen geht zum Beispiel in den Bioraum und bekommt die Bio-Richtlinie. Oder die betreten das Schulgelände und bekommen dann besondere Restriktionen. Das wären so typische Anwendungsszenarien für so einen Fall. Wir haben zusätzlich, habe ich noch so ein paar Beispiele mitgebracht, und zwar ist es einmal eine Gerätegruppe für Lehrerinnen bzw. Schülerinnen, und da ist es so, dass wir zuerst unser Relution Shared Device aktivieren müssen. Da habe ich wieder eine dynamische Richtlinie gebaut, die jetzt hier sagt, Plattform ist nicht iOS, weil sonst wäre das permanent aktiv und das wollte ich nicht. Ich sage jetzt einfach, Plattform ist iOS, und dann bekommt meine Richtlinie direkt hier schon das Gerät
zugewiesen über die dynamische Gruppe und damit ist es so, dass dann an dieser Stelle mein Gerät zu einem Relution Shared Device wird. Das brauchen wir nicht zeigen, denke ich, wie ein Shared Device aussieht. Also ihr kennt das höchstwahrscheinlich und wenn ihr ein Shared Device bisher noch nicht gesehen habt, dann habt ihr höchstwahrscheinlich auch keinen Verwendungszweck dafür. Aber was ich zeigen möchte, Shared Device, eine Geschichte. Was ich zeigen möchte, ist, dass wir abhängig vom angemeldeten Benutzer, in diesem Fall Richtlinien zuordnen können. Jetzt mag man sagen, ja, App-Installation oder so, das ging ja vorher schon mit den Auto-Deployments. Richtig. Was allerdings nicht ging, ist eine benutzerbezogene automatische Richtlinienzuweisung mit zum Beispiel Restriktionen. Es gibt immer die gleichen Geräte. Eine Lehrkraft meldet sich an, es werden ein bisschen gelockerte Restriktionen installiert. Schülerin meldet sich an, es werden ein bisschen straffere Restriktionen, Richtlinie installiert auf dem Gerät. Ich habe zwei User mitgebracht mit einem Kennwort, was ich mir auch merken konnte und habe an dieser Stelle einmal für meine Lehrerin die Richtlinie. Ich melde mich eben an, der User heißt dg.teacher, das ist jetzt, ja, wie gesagt, ein kurzer Benutzername und mein Passwort an dieser Stelle dazu und ich drücke auf Login. Jetzt meldet sich das Gerät am Relution-Server und zack, da ist er. Der Benutzer ist zugewiesen, ja, und aufgrund dessen bekommt er dann direkt die Richtlinie. Aktuell ist es so, dass ich das über Benutzer ist in und hier meinen Lehrerinnen-Account direkt zugewiesen habe. Das ist ein typisches Anwendungsszenario, wie gesagt, verschiedene Benutzergruppen bekommen verschiedene Richtlinien oder verschiedene Benutzer bekommen verschiedene Richtlinien. Stand jetzt ist es so, ich muss ja auch möglicherweise mal erzählen, was noch nicht geht, ist es so, dass wir hier an dieser Stelle, wo ich jetzt den Benutzer verknüpft habe, noch keine Benutzergruppen angeben kann. Das kommt, die Entwicklung ist dran, möglicherweise schon mit der Version 5.21, vielleicht auch erst eine Version später. Aber wie gesagt, das läuft. Zudem, ich habe ein paar Beispiele mitgebracht auf meinen Zettelchen hier. Ist es so, dass ich noch eine Geschichte nämlich hier zeigen möchte. Und zwar ist es so, dass Relution ja nicht unterscheidet zwischen iPhones und iPads. Das ist für Relution das iOS-Gerät. Es gibt kleine Unterschiede natürlich zwischen iPhone und iPad. Auf dem iPad ist kein Taschenrechner drauf. Apple Shared iPad funktioniert nicht auf dem iPhone, logischerweise. Sonst würde es ja nicht Shared iPad heißen. Und wie können wir sowas nutzen? Wir haben vielleicht verschiedene Apps, die einfach auf verschiedenen Geräten installiert werden sollen. Eine Richtlinie für das Exchange-Postfach soll nicht auf dem iPad installiert werden, sondern nur auf dem iPhone der Mitarbeitenden. Und jetzt ist es so, dass hier für die iPads ist mein Gerät enthalten, denn mein Filter sieht folgendermaßen aus. Modell enthält iPad. Gut, einfache Geschichte. Man mag jetzt sagen, ja, dann nimmst du irgendwelche einfachen Filter und so. Das Interessante ist, wenn ich das einmal durchkonfiguriert habe, brauche ich mich im Endeffekt darum nicht mehr kümmern, weil neue Geräte werden eingeschrieben. Die Geräte melden sich in Relution mit all ihren Attributen, die dazugehören, und dann weiß Relution aufgrund der Benutzergruppen, ja easy, du bist ein iPad, dann weise ich diese Richtlinie zu. Zu dir gehört dieser Benutzer, dann gehört diese Richtlinie dazu. Das wird alles dynamisch änderbar gemacht. Das heißt, ich ändere nur den Benutzer auf dem Gerät. Die Richtlinien werden automatisch zugewiesen. Richtlinien, die nicht mehr zutreffen, werden entfernt, neue Richtlinien zugewiesen. Jetzt möchte ich natürlich auch so ein bisschen sensibilisieren, denn achtet drauf, sägt nicht den Ast ab, auf dem ihr sitzt. Wenn ich eine Richtlinienkonfiguration habe, wo meine WLAN-Konfiguration drin ist und sage, naja, wenn ich einen Benutzerwechsel mache, dann entferne ich die, ja gut, dann ist das Gerät unter Umständen offline und ja, möglicherweise betrifft das dann nicht nur ein Gerät, sondern vielleicht auch 5000 und dann fängt es halt an, so ein bisschen doof zu werden, weil ich dann von Hand vielleicht wieder WLAN-Konfigurationen hinzufügen muss. Deswegen immer so ein bisschen, ne, ich sage das immer auch in unseren Schulungen, erst denken, dann klicken. Das hilft ganz häufig, um blöde Unfälle zu vermeiden.
Einen habe ich noch und ich glaube, dass unsere Zuschauenden draußen an den Bildschirmgeräten sicherlich Fragen zum Thema haben. Lara nickt schon, aber ich möchte noch ein kurzes Beispiel einbringen. Nämlich, es ist so, dass wir in unserem Relution in den Einstellungen ja konfigurieren können, dass es gibt sogenannte Custom-Felder. Ne? Das sind 5 Felder, Geräteeigenschaften, kann ich Dinge reinschreiben. Und diese Felder, nach denen kann ich zusätzlich auch filtern. Bedeutet, ich drücke hier zum Beispiel hin, ich möchte einen neuen Filter hinzufügen und sage dann hier meine Felder Custom 1 bis 5 und sage zum Beispiel im Feld Custom 1 enthält, weiß nicht, Hanno. Ja? So. Wenn ich das jetzt abspeicher, geht nicht. Gut, dass das jetzt passiert. Ich stolpere immer darüber. Ne? Wenn wir ein Feld haben, wo wir diese zusätzlichen Chips hier hinzufügen können, immer Enter drücken. Und dann darf ich auch speichern. So. Es gibt nun kein Gerät, was in dem Feld Custom 1 Hanno drinstehen hat. Folglich wird hier auch kein Gerät in meiner Liste aufgeführt. Aber ich denke, dass ich an dieser Stelle erstmal mit diesem Thema schließen kann. Ich weiß, dass es eine sehr, sehr, sehr große Umstellung für viele sein wird. Deswegen baut euch eine Organisation, fangt da drin an, ein bisschen damit rumzuspielen und experimentiert ein bisschen rum. Macht es bitte erstmal auf der Testumgebung. Wir haben zwar schon große Umgebungen, mit denen wir quasi live sind, da sind mehrere 10.000 Geräte drin, die Kunden für uns schon quasi live diese Umgebung ausprobieren und das funktioniert sehr gut. Wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht, ansonsten würde die Funktion auch nicht mit der 5.21 kommen, aber wie gesagt, das nur am Rande. Ich gucke nicht zu Alfred Hettmer vom LKA Bayern, sondern zu Lara von Relution, was sie uns denn mitgebracht hat aus dem Telefonstudio. Genau. Was gibt's denn? Vielen Dank erstmal, Hanno. Ich glaube, das ist so ein wichtiges Thema, deshalb habe ich auch 2 sehr wichtige Fragen dabei. Die erste lautet, müssen diese Geräte genutzt werden, um künftig Richtlinien zuzuweisen? Ich habe mich auch versprochen, falsch, nochmal, müssen diese Gruppen genutzt werden, um künftig Richtlinien zuzuweisen? Genau, also das ist so richtig verstanden worden, diese direkte Zuweisung, ich sage mal, wie wir das jetzt aktuell haben, Gerät zu Richtlinie, die wird abgelöst werden von der Gruppenfunktionalität. Ich kann an dieser Stelle mir natürlich das Leben so ein bisschen einfach machen und baue mir, möchte ich einmal ganz kurz darauf eingehen, eine Gruppe. Ich kann dann hier entscheiden, was habe ich denn für eine Gruppenart, statisch, dynamisch, hatte ich vorhin drüber gesprochen und nenne die jetzt mal statisch 1 und dann habe ich hier die Möglichkeit, mein Gerät zuzuweisen, auf der linken Seite und auf der rechten Seite weise ich meine Richtlinien zu. Wie gesagt, die 1:1 Zuordnung über das Gerät direkt mit der Richtlinie wird so künftig nicht mehr möglich sein, weil der Umbau mit den Gerätegruppen das an dieser Stelle so nicht zugelassen hat. So, gibt es noch eine weitere Frage? Ja, ich hoffe, man hört mich jetzt ein bisschen besser. Ich glaube, vorhin war mal kurz die Stimme etwas schwach. Das wollen wir natürlich nicht. Die zweite Frage an dieser Stelle wäre, ist die Zone auch dann dazu nutzbar, dass sich private Spiele von Schüler- und Schülerinnengeräten ausblenden beim Betreten des Schulgeländes? Richtig, es ist gerade dafür auch gedacht worden. Ne? Also die Schülerinnen betreten das Schulgelände, das Gerät befindet sich in einer Geozone, idealerweise befindet sich dann das Gerät logischerweise auch in dem WLAN der Schule, das heißt, es ist online und an meiner Richtlinie habe ich dann hier, also auf der Richtlinienseite, ich bin natürlich dynamisch unterwegs, ich zeige das. Bin jetzt nicht im Bahnhof Bad Cannstatt, sondern in der Grundschule Bahnhofstraße von mir aus und habe dann hier eine Richtlinie, die jetzt nicht Apps für Lehrerinnen heißen würde, sondern vielleicht eine App-Konformität für unsere Schülerinnen und Schüler beinhaltet und da habe ich dann entweder erforderliche Apps oder kann halt meine ganz normale Allow-List, Blocklist anwenden und kann somit dann alles an privaten Apps wegblocken. Bedeutet, ich baue mir eine Richtlinie zusammen mit einer App-Konformität, mit einer Allow-List, sage, diese Apps sind erlaubt, alle anderen nicht und dann sind die ganzen Spiele von den Kindern dann auch ausgeblendet an dieser Stelle. Ja, also vielen Dank. Wie gesagt, es ist ein wichtiges Thema. Wir wissen, dass auch noch viele, viele Fragen kommen werden. Bitte alle stellen, sie werden alle beantwortet. Und wir müssen aber im Zeitplan
Plan bleiben. Der Hanno hat den aber dieses Mal hervorragend eingehalten. Jetzt geht es nämlich hier weiter mit einer kurzen Kaffeepause. Dazu habe ich aber noch die Ehre, kurz was zu verkünden. Also erstmal Kraft tanken, in die Pause starten. Wir haben ein Gewinnspiel, das parallel jetzt zum diesjährigen Summit läuft. Moment. Ich habe noch Fragen. Kennt ihr, haben wir geregelt. Genau. Da geht es zu unserem Gewinnspiel. Ja, jetzt geht es weiter mit unserem Gewinnspiel, genau. Vielleicht hat es der ein oder andere schon im Newsletter gesehen, unseren Instagram-Accounts folgen, kommentieren, Kaffeemaschine gewinnen und jetzt kurz Kraft tanken. Wir sehen uns in 5 Minuten wieder. Wir sind ein paar Minuten um Verzug, aber das ist kein Problem. Ja. Wir wünschen euch jetzt erstmal kurze Pause. Den ersten Teil von 4 habt ihr jetzt quasi geschafft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis gleich. Genau, und einmal ganz kurz noch von meiner Seite, wenn Fragen nicht beantwortet werden sollten im Chat, dann bitte einmal auf unser Community Board wechseln. Es gibt den Sammelthread, da drin einfach posten und wir versuchen da hinterherzukommen. Vielen Dank. Vielen Dank.
So, willkommen zurück nach unserer kurzen Kaffeepause. Mein Mikro wurde jetzt auch mal ausgetauscht. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt noch ein bisschen klarer und besserer. Ja, wie schon vorhin angekündigt, sitzt jetzt der Florian Link neben mir, unser Head of Development. Er wird euch jetzt alles gleich um das Thema Sicherheit näher bringen. Flo, vielen Dank, dass du da bist. Viel Spaß beim Zuhören und ja, Manege, frei für dich. Ja, vielen Dank, Lara, für die Ankündigung. Ich freue mich auch dieses Jahr wieder dabei sein zu können und Ihnen alles rund um das Thema Sicherheit erzählen zu dürfen, was wir so Neues zu bieten haben. Unser ganzer Summit steht ja unter dem Stichwort Adaptive Experience und deswegen möchte ich in meinem Vortrag vor allem ein Augenmerk auf die Funktionen legen, die wir im Bereich Sicherheit haben, mit denen Sie so Ihre Relution-Installation an die Gegebenheiten Ihrer Infrastruktur anpassen können. Da möchte ich auf einige Dinge jetzt mal etwas genauer eingehen, die wir so im letzten Jahr an Funktionen in diesem Bereich hinzugefügt haben. Und starten würde ich mit dem Thema Multi-Factor Authentication. Ich werde gerade darauf hingewiesen, dass ich das Mikro noch näher ranziehen soll. Kleine Pause für die Technik. So, ich hoffe, jetzt ist man zufrieden. Da schaue ich in die Regie. Ist der Ton jetzt gut? Fantastisch. Dann fahre ich fort mit dem Thema Multi-Factor Authentication. Es ist so, dass es seit ungefähr Anfang des Jahres in Relution möglich ist, in den Einstellungen der Organisation einen zweiten Faktor für den Login zu ermöglichen. Da gibt es zwei Wege, die wir unterstützen. Zum einen den Kanal E-Mail, da kann man dann Security Codes über E-Mail empfangen, entweder über die E-Mail-Adresse, die ohnehin dem Benutzer zugeordnet ist, oder über Authenticator-Apps, das kennt man, da gibt es den Microsoft Authenticator oder Google Authenticator oder Authy oder viele andere Authentication-Apps. Die basieren alle auf einem Standard, der heißt TOTP, Time-Based One-Time Password. Das kennt man, dann scannt man einen QR-Code ein, muss dann ein, zwei Codes beim Server eingeben, um die Verbindung auch tatsächlich herzustellen und anschließend kann man sich dann beim nächsten Login mit einem Code aus der App bestätigen. Da ist ganz wichtig, damit das funktioniert, müssen der Server und der Client die gleiche Zeit eingestellt haben. Die Codes sind nur für 30 Sekunden gültig. Wenn man also nicht darauf achtet, dass die Systemzeit beim Server richtig eingestellt ist, läuft man da unter Umständen in Probleme rein. Den Fall hatten wir schon mehrfach, deswegen dachte ich, weise ich da nochmal extra darauf hin. Generell ist es so, dass wenn Sie einmal in den Einstellungen erlaubt haben, dass MFA konfiguriert werden kann, dass sowohl die Nutzerinnen und Nutzer selbst tun können in ihrem Profil, als auch die Administratoren und Administratorinnen in den entsprechenden Views in der User-Bearbeiten-Funktion. Generell ist es außerdem so, dass sich das auch erzwingen lässt. Manchmal möchte man ja, dass bestimmte Berechtigungsgruppen in der Lage sind, sich nur mit MFA anzumelden und deswegen haben wir unseren dynamischen Berechtigungsrollen ein Flag hinzugefügt, mit dem man erzwingen kann, dass die entsprechenden Benutzer, die diese Rolle innehaben, sich dann auch per MFA beim Login extra bestätigen müssen. Die dynamischen Rollen sind für mich ohnehin ein großes Thema. Da haben wir letztes Jahr nach der Einführung weiter sehr intensiv daran gearbeitet, um weitere wichtige Funktionsbausteine zu ergänzen. Das erste, mit dem ich starten möchte, ist ein kleines Feature an der Stelle. Es ist jetzt möglich, die Rollen, die man sich angelegt hat, in ein Austauschformat, ein kleines JSON-File zu exportieren und dieses dann auch wieder zu importieren. Das ist besonders dann spannend, wenn man diese Berechtigungen einmal erstellen und dann auf mehrere Server in mehreren Organisationen verteilen möchte. Da kommen sowohl die Berechtigungen mit, die man konfiguriert hat, als auch das besagte Flag für die MFA-Einstellung. Kann man sich also quasi ein Templating anlegen, mit dem man dann neue Server direkt mit den passenden Rollen, die man sich konfiguriert hat, befüllen kann. Generell ist es natürlich, wie alle Funktionen bei Relution, auch über die API zugänglich. Das heißt, man kann sich da auch eine Automatisierung mitbauen, wenn man neue Server automatisiert anlegt. Ich weiß, den Fall gibt es durchaus bei einigen von Ihnen. Dann kann man dort über einige API-Aufrufe direkt die entsprechenden Rollen hinterlegen und ist dann schon in neuen Organisationen direkt so ausgestattet, wie man sich das für den Use Case vorgestellt hat. Warum nur serverübergreifend? Die Frage steht jetzt vielleicht im Raum. Wir haben zusätzlich auch systemweite Rollen eingeführt. Das heißt, wenn ich jetzt mir die Rollen nur für den einzelnen Server auf alle Organisationen verteilen will, dann kann ich das tun, indem ich in der Store-Organisation systemweite Rollen definiere. Das heißt, ich lege da einmal eine Rolle an, da kann ich zum Beispiel sagen, das ist mein Berechtigungsset, ich habe jetzt einen Benutzer, der kann nur bestimmte Dinge lesen oder bestimmte Dinge ändern. Der Gruppe gebe ich dann einen Namen, dann
kann ich diese Rolle auf öffentlich schalten und dann ist die in allen Organisationen verfügbar und ich kann die dort benutzen wie jede andere Rolle. Das heißt, ich erhalte natürlich die Berechtigungen dann nicht in der Store-Organisation, sondern in der Organisation, in der der Benutzer oder die Gruppe beheimatet sind, der ich die entsprechende Rolle dann zuweise. Das ermöglicht es einem, so eine Rolle natürlich zentral zu verwalten und nur an einer Stelle zu konfigurieren. Und damit ist es natürlich möglich, man muss nicht in jede Organisation rein, sondern man kann das einmal definieren, einmal updaten, einmal global verteilen und dann überall benutzen. Das heißt, es ist dann auch nicht notwendig zu exportieren und zu importieren, sondern man kann da direkt die Rolle so freischalten, dass sie für alle verfügbar ist. Das Feature gefällt uns auch selber ziemlich gut, deswegen haben wir das auch an einer weiteren Stelle für uns selber verwendet. Es gibt nämlich auch vordefinierte Rollen. Sie kennen das alle bisher, wenn Sie eine neue Relution-Organisation anlegen, dann hat die einige Standardgruppen, Administrator, Device Manager, App Store Manager und so weiter, die eine bestimmte Menge von Berechtigungen repräsentieren. Das war natürlich auch schon zuvor so. Die haben in unserem neuen Berechtigungssystem immer eine bestimmte Menge von Berechtigungen bekommen, aber man konnte das bisher nicht einsehen. Daher haben wir das umgestellt. Es gibt jetzt ein Set von vordefinierten Rollen, die wir immer mitliefern. Das sind dann systemweite Rollen und da kann man dann genau nachvollziehen, welche Berechtigungen die einzelnen Gruppen haben. Außerdem kann man die natürlich auch für seine eigenen Rollen verwenden. Man kann zum Beispiel sagen, ich habe jetzt hier eine eigene Gruppe, der weise ich die Berechtigungen für den Device Manager zu und ergänze die noch um einen Teilumfang vom App Store Manager oder irgendwelche Berechtigungen aus anderen Bereichen. Das heißt, damit kann man quasi auch die Standardrollen um entsprechende weitere Berechtigungen erweitern und trotzdem kriegt man automatisch neue Berechtigungen mit, die den Standardrollen hinzugefügt werden. Auf die Art und Weise kann man sich noch einfacher dann auch ein ganz eigenes Berechtigungssystem bauen, wenn die Standardgruppen den Use Case, den man hat, eben nicht abdecken. Damit würde ich zum Schluss kommen zum Block dynamische Rollen und überleiten auf ein anderes Thema. Was wir auch hinzugefügt haben, ein ganz anderer Aspekt, sind Login-Filter. Die sollen einen in die Lage versetzen, auf einige Angriffsszenarien zu reagieren. Es ist so, oft hat man es ja mit Brute Force-Angriffen auf Login-Seiten zu tun und da haben wir jetzt auch zwei neue Möglichkeiten bereitgestellt, zwei Funktionen, mit denen man sich an der Stelle etwas abdichten kann. Zum einen ist es möglich, die Login-Versuche, die hintereinander ein einzelner Benutzer-Account vornehmen kann, zu begrenzen. Das heißt, man kann also sagen, wenn ich mich jetzt 10-mal versucht habe einzuloggen und jedes Mal gescheitert bin, dann wird der User-Account gesperrt und muss zunächst dann wieder entsperrt werden, bevor es überhaupt möglich ist, dass sich der Benutzer wieder erfolgreich anmelden kann. Dann gibt es das Ganze auch noch in der zweiten Geschmacksrichtung. Diese erste Geschmacksrichtung kann man in jeder Organisation selbst konfigurieren. Die zweite ist systemweit. Ich kann das natürlich auch basierend auf IP-Bereichen tun. Oft, wenn man es mit solchen Angriffen zu tun hat, kommen die ja irgendwie aus einem Botnetz. Das kommt aus einem bestimmten IP-Bereich. Und deswegen kann man dort diese Filter auch IP-basiert konfigurieren. Das heißt, man kann sagen, wenn von einer bestimmten IP in einem bestimmten Zeitraum eine bestimmte Menge von fehlgeschlagenen Login-Versuchen stattgefunden hat, dann wird der Login von diesem IP-Bereich heraus generell verhindert. Das heißt, dann kann man sich von dort gar nicht mehr anmelden. Wie gesagt, optional kann man auch noch festlegen, dass es dann zum Beispiel nur für eine Stunde oder für 3 Stunden oder für einen gewissen Zeitraum eben der Fall ist und danach die IP wieder freigegeben wird, um eben zu verhindern, dass einzelne IPs dauerhaft blockiert werden, wenn da jetzt mal einzelne Leute irgendwie beim Login Amok laufen. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch wichtig, dass man bestimmte IP-Bereiche dauerhaft freischalten oder dauerhaft sperren kann. Deswegen haben wir auch diese Möglichkeit eingebaut. Man kann da also hingehen und zum Beispiel die eigene Office- oder Netzwerk-IP dauerhaft freischalten, um sicherzustellen, dass einen jetzt nicht irgendwie der Azubi ärgern will, indem er sich 20 Mal falsch einloggt und dann alle Administratorinnen aussperrt. Das Ganze kann man konfigurieren über die sogenannte CIDR-Notation, die ist vielleicht einigen von Ihnen bekannt. Das ist quasi IP-Adresse mit einem Slash und dann einer Zahl hinten dran. Damit kann man IP-Bereiche festlegen. Das steht für Classless Inter-Domain Routing. Das benutzen wir an der Stelle eben auch, um da so einen Standard zu haben, wie man IP-Bereiche definiert. Und da ich gerade beim Thema IP-Adressen bin, möchte ich noch einen kleinen Rückgriff machen auf das Thema, das der Hanno gerade vorgestellt hat.
Wir haben nämlich noch einen anderen Bereich, bei dem IP-Adressen eine Rolle spielen und im weitesten Sinne ist das auch eine Funktion, die man dem Bereich Security zuordnen kann. Es gibt nämlich auch für die besagten Gerätegruppen einen Filter auf IP-Bereiche. Das heißt, damit lässt sich zum Beispiel festlegen, ich kenne mein Unternehmens- oder Schulnetzwerk, das hat eine bestimmte Exit-IP-Adresse. Das heißt, alle Anfragen, die aus diesem Netz beim Relution-Server ankommen, kommen von einer bestimmten Ursprungsadresse und dann kann ich basierend darauf auch unterschiedliche Richtlinien festlegen und zum Beispiel sagen, wenn jemand aus dem Schulnetzwerk kommt, erhält er andere Richtlinien, als wenn er aus einem unbekannten Netzwerk kommt und was in der Art und Weise. Es ist natürlich dafür immer notwendig, dass Relution die echten Adressen der Geräte kennt, mit denen die beim Relution-Server ankommen. Dafür, und darauf wollte ich hier nochmal hinweisen, ist es wichtig, dass der Proxy entsprechend konfiguriert ist. Da müssen Sie sich also bitte an unserer Vorlage orientieren, denn nur dann bekommt Relution die echten IP-Adressen. Ansonsten bekommen Sie nur die IP-Adresse vom Proxy-Server und das ist natürlich dann relativ witzlos. Dann haben nämlich alle Anfragen dieselbe Ursprungs-IP-Adresse. Da wollte ich in diesem Zusammenhang nochmal gesondert darauf hinweisen. Dann würde ich in einen ganz anderen Bereich springen und ich habe jetzt noch zwei Themen aus dem Bereich User Management und Login im weitesten Sinne mit im Paket. Zum einen möchte ich da gerne auf unsere LDAP-Konfigurations-UI eingehen. Die haben wir Mitte des Jahres eingeführt und da sind wir auch wirklich sehr, sehr stolz drauf auf dieses Feature und freuen uns sehr darüber, dass wir das jetzt über die UI bereitstellen können. Sie kennen das alle noch von früher, um eine LDAP-Verbindung zu konfigurieren. Muss man in der Application YAML relativ viel Text schreiben, dann startet man den Server, schaut, ob die Verbindung so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Falls nicht, muss man den Server wieder runterfahren, die Konfiguration anpassen, den Server wieder hochfahren und so weiter und so fort. Und das ist natürlich relativ umständlich und relativ komplex. Und um das zu unterstützen und es auch gleichzeitig ein bisschen dynamischer zu machen, kann man jetzt in den Organisationseinstellungen stattdessen die LDAP-Verbindung über eine UI einrichten. Die bietet dann auch Testbuttons, kann ich den Server überhaupt erreichen, habe ich das richtige Zertifikat konfiguriert und mit den Filtern, die ich eingestellt habe, bekomme ich da die Menge an Usern oder Gruppen, die ich erwarten würde und so weiter. Das heißt, das erleichtert natürlich die Konfiguration schon mal wesentlich. Und zudem ist es so, wenn man die Verbindung dann eingerichtet hat, sieht man auch, wann wurde die letzte Synchronisierung durchgeführt, wann findet die nächste Synchronisierung statt, wie viele Objekte wurden synchronisiert, sind Objekte auf Fehler gelaufen, beispielsweise ein User konnte nicht importiert werden, weil die E-Mail-Adresse schon vergeben ist und so weiter. Solche Fehler sieht man dann auch direkt in der UI, da muss man nicht mehr ins Logfile gucken, man sieht es direkt dort, wo die Verbindung eingerichtet ist, hat also auch den Kontext dazu und kann es an der Stelle dann eben auch direkt beheben. Es gibt für die LDAP UI dann noch eine Erweiterung in der Store-Organisation. Da mache ich einen kleinen Vorgriff auf den nächsten Vortrag, da werden Sie das Ganze nochmal live sehen und in deutlich mehr Detail vorgestellt bekommen. Es ist nämlich so, wenn Sie in der Store-Organisation eine LDAP-Verbindung einrichten, dann können Sie dort ein Organisationsmapping vornehmen. Das bedeutet, man kann dort sagen, alle Benutzer, Gruppen oder Klassen, die einem bestimmten Filter entsprechen, werden einer bestimmten Organisation zugeordnet. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Server hat, auf dem irgendwie 100 Schulen am selben LDAP hängen, dann muss man nicht 100 Mal dieselbe LDAP-Verbindung einrichten in jeder Organisation, sondern stattdessen macht man das einmal in der Store-Organisation und mappt dann die User oder Gruppen oder Klassen in die ganzen Unterorganisationen. Das bedeutet, man muss es nur einmal konfigurieren, man hat nur eine zentrale Stelle, wo man die Verbindung unter Umständen anpassen muss, wenn sich das Zertifikat ändert oder die IP oder der Port und so weiter. Und es ist natürlich für Relution dann wesentlich leichter, das Ganze performant zu handhaben, weil dann natürlich eine Verbindung einmal sequenziell abgefragt wird, anstatt dass verschiedene Organisationen jeweils parallel aufs gleiche LDAP zugreifen. Damit erreicht man also eine erhebliche Performance-Steigerung, das Ganze geht schneller und spart auch noch Serverressourcen, sowohl bei Speicher als auch bei CPU-Zeit. Ein anderer Aspekt, den wir hinzugefügt haben, der in eine ganz ähnliche Kerbe schlägt, ist die OpenID Connect Configuration. Auch die ermöglicht es ja, ein Relution-System, den Login dort wesentlich besser in eine Umgebung einzubetten, in der man bereits einen Identity-Provider, der einem Single Sign-On via OpenID Connect anbietet. Und das war bisher auch nur möglich, indem man das in der YAML eingetragen hat. Das heißt, auch das bedingt Server-Neustarts, auch das bedingt Testen, eventuell neu starten, wenn man die Konfiguration anpassen muss. Das war auch relativ komplex. Da haben wir aus diesem Grund auch eine entsprechende UI in den Einstellungen bereitgestellt, mit der es jetzt möglich ist, diese OpenID Connect-Verbindungen
auch einzurichten. Genauso hat man dort auch die Möglichkeit, diese Verbindung zu testen bis zu einem gewissen Grad. Kann der Server erreicht werden, kann ich dort die Informationen abfragen, die ich benötige. Generell habe ich trotzdem den vollen Konfigurationsumfang, den man auch zuvor in der YAML-Datei hatte. Das heißt, auf die Art und Weise kann man bequem eine entsprechende Verbindung konfigurieren und einrichten, um sich dann eben entsprechend auch anmelden zu können. Und was man dort auch direkt angezeigt bekommt, so kenne ich das zumindest von allen Identity-Providern, ist die Redirect-URI. Die muss man dann eigentlich immer manuell nochmal freigeben, um eben dem gegenüberliegenden System auch zu sagen, ja, bitte leite die User auch wirklich zu diesem System weiter, wenn sie sich auf dem Kanal melden. Und bisher musste man die sich ein Stück weit selber aus den Daten, die man eingetragen hat, zusammenbauen. Und jetzt bekommt man es, wenn man die Verbindung eingerichtet hat, einfach angezeigt. Das Ganze macht die Konfiguration natürlich auch wesentlich einfacher. Und um das entsprechend natürlich abzurunden, das ist der Teil Konfiguration. Der andere Teil ist, wie funktioniert dann eigentlich der Login mit OpenID Connect? Haben wir auch unserer Login-Seite nochmal eine ordentliche Überarbeitung verpasst. Da ist es so, dass bisher, wenn man OpenID Connect konfiguriert hatte, man natürlich auch schon diverse Möglichkeiten hatte, dann zum Beispiel direkt einen Login-Button, wo man sich mit einem Klick einloggen kann, angezeigt zu bekommen, aber man musste das eben alles über die YAML konfigurieren. Jetzt ist es so, dass die Login-Seite wesentlich schlauer ist. Die hört drauf, konfiguriert, je nachdem fragt sie einen erst nach dem Benutzername oder sie zeigt direkt einen Login-Button an. Wenn man nämlich möchte, dass man einfach nur einen Login-Button sieht, dann besteht die Möglichkeit in der Store-Organisation eine OpenID Connect-Verbindung einzurichten. Die funktioniert dann ähnlich wie bei LDAP wieder systemweit, das heißt, da kann man sich dann in alle Organisationen einloggen oder man kann das auch nur auf Organisationsebene machen, dann kann man sich eben nur in der entsprechenden Organisation anmelden. Und da ist es so, das kriegt man auch in den Einstellungen angezeigt zum Beispiel. Vielleicht kennen das auch nicht alle von Ihnen. Die Login-Seite hat auch einen organisationsspezifischen Modus. Man kann da also mitgeben, in welche Organisation man sich anmelden möchte. Dann bekommt man das Logo der Organisation angezeigt und auch die entsprechenden Provider und hat auch dort unter Umständen nur einen Button, wo man sich mit einem Klick anmelden kann. Das bedeutet, hier hat man also auch die vollen Möglichkeiten, den Login so zu konfigurieren, dass es möglichst bequem ist und man trotzdem auf alle Wege Zugang hat. Es ist immer möglich, auch zum passwortbasierten Login zu navigieren. Das heißt, da kommt man immer mit 1 oder 2 Klicks auf jeden Fall wieder hin. Und auf die Art und Weise passt sich die Seite kontextsensitiv auch dem an, was man eben konfiguriert hat. Und wir versuchen da möglichst das Optimum rauszuholen, die Anzahl der Klicks zu reduzieren und SSO zu bevorzugen, wenn man es denn konfiguriert hat. Das heißt, da in der Regel im Idealfall nur einen Login-Button anzuzeigen, wie man das hier auf dem Screenshot zum Beispiel sehen kann. Da habe ich in Vorbereitung in der entsprechenden Store-Organisation einen Login konfiguriert. Das heißt, ich bekomme dann eben diesen angezeigt und kann mich dann dort mit einem Klick auf den entsprechenden Button direkt anmelden und bin dann eingeloggt, ohne dass ich nochmal extra mein Passwort eingeben muss, ohne dass ich nochmal extra den Usernamen eingeben muss und so weiter. Und das geht jetzt eben, ist dann der Komplementärteil zu den auch sehr viel einfacheren Einstellungen an der Stelle, die natürlich dazu führen, dass man das auch wesentlich öfter benutzen wird, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war, wo die Konfiguration über die YAML noch relativ umständlich war. Damit komme ich zum Ende meines wilden Ritts durch einige Security-Features, mit denen Sie Ihre Relution Experience eben dem anpassen können, was Ihre Infrastruktur so erfordert. Und freue mich jetzt, den Yassin Wachendorfer ankündigen zu dürfen, der Ihnen dann noch ein bisschen mehr im Detail erzählen wird, was es denn Neues in der Store-Organisation gibt.
So, gut, dann geht es mit mir weiter. Ich darf Ihnen heute die Erweiterung der Funktionen für die Store-Organisation vorstellen, die wir im letzten Jahr gemacht haben. Und da gehen wir eben direkt rein mit Themen, die Sie in vorherigen Vorträgen schon kennengelernt haben, nämlich die Gerätegruppen. Die Gerätegruppen sind eben nicht nur in einem Mandanten einzeln anzulegen, sondern Sie können die Gerätegruppen auch serverweit konfigurieren und dann öffentliche Richtlinien verteilen. Logischerweise öffentliche Richtlinien, also über mehrere Mandanten, weil eben diese Richtlinien nur in den Mandanten zur Verfügung stehen. Wenn Sie jetzt Richtlinien haben, die nur in der Store-Organisation verfügbar sind, dann können Sie die nicht weiterverteilen. Für die Store-Organisation haben wir hierbei einen zusätzlichen Filter hinzugefügt, um auf Mandanten einzuschränken. Das werden wir uns auch später in einer Live-Demo nochmal anschauen. Und so können Sie eben ziemlich feingranular mit den anderen Filterattributen einschränken, welche Geräte serverweit eben die Richtlinien bekommen sollen, die in dieser Gruppe stecken. Genau. Damit Sie eben sehen können, welches Gerät denn jetzt welche Richtlinie auf dem Server hat, haben wir das Geräteinventar erweitert und dort Ihnen einen lesenden Zugriff in der Store-Organisation gegeben, wo Sie alle Geräte serverweit sehen können und dort eben den Status ablesen. Das heißt, Sie können auch sehen, wenn Sie eine neue Gruppe anwenden, sehen Sie da den Richtlinienstatus, wo das System genau ist, in welchem Stand die Geräte sind und können dann eben gegebenenfalls eingreifen. Genau. Ein weiteres Thema, wo wir uns im letzten Jahr auch beschäftigt haben, und beim letzten Summit war es eben noch so, dass wir das Berechtigungssystem vorgestellt hatten in einem Mandanten. Ja, in einem Mandanten. Jetzt ist eben noch neu dazu gekommen, dass Sie eben Berechtigungssets zentral vorgeben können für den kompletten Server, quasi ein Template. Und dann, sobald Sie dieses Berechtigungsset freigeschaltet haben, veröffentlicht haben, können Sie es in jedem einzelnen Mandanten verwenden und eben an Gruppen oder Benutzer anhängen und dann gelten dort die Rechte. So. An der Azure AD-Verbindung hat sich auch nochmal ein wenig was getan. Azure AD ist eben ein Security-Provider und dort ist eben noch hinzugekommen, dass man diesen Security-Provider eben als serverweiten Security-Provider konfigurieren kann und dann eben steuern kann in der Store-Organisation durch eine Zuordnungstabelle, welche Benutzer oder Benutzerinnen zu welchem Mandanten sie dann letztendlich eingeloggt werden oder angelegt letztendlich. Dasselbe, nur in etwas ausgeprägterer Form, haben wir auch unsere LDAP UI beigebracht. Und dort können Sie eben durch LDAP Filter Statements steuern, welcher Teilbaum Ihres LDAPs zu welchem Mandanten gemappt werden soll. Das vereinfacht natürlich enorm die LDAP-Konfiguration, da Sie eben nicht mehr für jeden einzelnen Mandanten die LDAP-Verbindung angeben müssen, sondern Sie können jetzt eben eine zentrale LDAP-Verbindung nutzen und dort nur noch über die Steuerung der Teilbäume eben festlegen, wo welcher Benutzer oder Gruppe oder Klasse angelegt werden soll und natürlich dann auch in den Klassen eben die Lehrer- und Schülerbeziehung. So, und das Ganze möchte ich Ihnen auch anhand einer Live-Demo zeigen. Da gehen wir jetzt rein. Nein, genau in die falsche Richtung geswiped. Das ist ein Traum. So, und zwar zum grundlegenden Setup, was ich Ihnen vorbereitet habe und mitgebracht habe,
ist es so, dass wir haben 2 Mandanten, das ist eben die Summit 23 Store 1 und die Summit 23 Store 2. In beiden Mandanten sind jeweils 10 Geräte. Da können wir auch einmal rein umschalten, genau. So, in der Store-Organisation habe ich angelegt 2 Richtlinien. Diese sind veröffentlicht und eben auch schon öffentlich geschaltet. So. Wenn ich jetzt diese beiden Public-Richtlinien verteilen möchte auf die einzelnen Mandanten, dann kann ich dies nun eben über die Gerätegruppen machen und dort habe ich eben 2 Optionen wieder, nämlich eine statische Gerätegruppe und eine dynamische Gerätegruppe. Dadurch, dass die statische Gerätegruppe einfacher ist, schauen wir uns diese zuerst an und räumen hier einmal kurzerhand ab. Und hier sehen Sie eben, es ist ganz normal über den Toggle, so wie Herr Polomski Ihnen das schon gezeigt hat, können Sie eben sagen, diese Gruppe ist eine statische Gruppe. Das steht dann hier oben auch nochmal. Und dann ist hier eben auch wichtig die Information, das ist eine öffentliche Gerätegruppe. Und nun, im Gegensatz zu den Einzelmandanten, ist es so, dass ich, wenn ich jetzt hier auf Hinzufügen klicke und Geräte hinzufügen möchte, dann sehe ich eben alle Geräte über alle Mandanten. Ich habe hier oben auch eine neue Spalte Organisation. Und dort sehe ich eben, woher kommt dieses Gerät und kann dann ganz bequem meine Einzelgeräte, die ich eben statisch mappen möchte, mandantenübergreifend. Ich habe hier ein paar aus dem 1er und wähle jetzt noch ein paar aus dem 2er. Auswählen, hinzufügen und dann verteilt die Gerätegruppe eben die Richtlinien, die ich angehängt habe. In diesem Fall ist es eben die Policy 2. So. Demgegenüber steht die dynamische Gerätegruppe. Wenn wir hier reinschauen, dann haben wir hier einen neuen Filter. Der steht eben nur in der Store-Organisation zur Verfügung. Das ist der Filter Organisation. Und hier haben Sie eben die Möglichkeit, auf einzelne Mandanten einzuschränken. In meinem Fall eben die Summit 23 Store 1 und Summit 23 Store 2. Des Weiteren habe ich mir gedacht, ich möchte den Gerätenamen noch ein bisschen einschränken und sage eben die Geräte, die eine 3, eine 5 oder eine 7 enthalten, sollen in der Gerätegruppe sein. Das heißt, wenn wir aufgepasst haben bei der vorherigen Show, dann kommen wir auf 6 Geräte, weil eben in jedem Mandanten 3 Geräte enthalten sind, die diese Bedingungen erfüllen. Und diese sollten eben hier die Richtlinie Policy 1 bekommen. Wenn ich jetzt ins Inventar schalte, dann hat sich hier auch ein bisschen was getan, denn hier sehe ich eben auch wieder die Organisationsspalte. Ich habe hier oben auch einen Filter, der neu dazugekommen ist. Dort kann ich eben letztendlich auf einzelne Mandanten nochmal filtern, falls ich das möchte. Und wenn ich jetzt meine Geräte eben heraussuche aus den beiden Mandanten, dann kann ich eben hier hinten genau ablesen, in welchem Status ist dieses Gerät und eben sehe dann auch, hier gibt es Geräte, die beide Policies bekommen und eben Geräte, die einzelne Policies bekommen. So. Das ist letztendlich die Key Features in diesem Jahr zum Thema MDM. Gehen wir weiter zu den Berechtigungen. Bei den Berechtigungen können wir einfach mal das Live und in Farbe durchtesten. Und zwar, ich habe hier lediglich die Standardberechtigungen, die Sie von uns bekommen, die Herr Link schon angesprochen hatte. Und wir fügen jetzt einfach mal in der Store-Organisation eine neue hinzu. Die möchten wir eben vorgeben. Nennen wir sie Store-Rolle. Hier sehe ich eben, der Zugriff ist noch privat. Ich kann ja auch die Multifaktor-Authentifizierung
erzwingen natürlich. Und jetzt wählen wir einfach mal hier so ein paar. Sind wir heute ein bisschen lustiger unterwegs, soll ja auch was können. Und diese Rolle speichere ich jetzt. Und wenn ich zufrieden bin mit der Rolle und ihrer Beschreibung, dann kommt eben, beziehungsweise wir machen es vorher, das ist wichtig, wir schauen einmal in den Mandanten rein, auf seine Berechtigung. Und hier sehen Sie eben, es sind nur die Standardberechtigungen. Meine Rolle, die ich jetzt gleich verteilen möchte, ist noch nicht vorhanden. Jetzt gehe ich einmal in der Store-Organisation auf die Rolle und sage, ich möchte sie öffentlich verfügbar machen. Und wenn ich nun in die Einzelmandanten wechsle, ist dort eben die Rolle aufgetaucht und kann eben jetzt in den einzelnen Benutzern auch verwendet werden oder an die Gruppen gehangen werden. Das können wir uns auch einmal theoretisch und auch praktisch anschauen, dass wenn ich hier auf Berechtigungen verwalten klicke, dann ist hier eben die Store-Rolle, die ich angelegt habe. Und die kann ich nun auswählen und das heißt, alle Benutzer, die Teil dieser Gruppe sind, bekommen diese Store-Rolle. Der Vorteil hier ist, und zwar im Mandanten, also nicht, Sie haben diese Rolle nur in diesem Mandanten. Wichtig, allerdings die Rolle ist in allen Mandanten verfügbar. Und wenn ich jetzt in die Store-Organisation zurückwechsle und sage, okay, an der Rolle hat sich ein bisschen was getan, ich muss neue Rechte vergeben oder Rechte entziehen, dann kann ich das eben einfach hier drin machen, kann Rechte entziehen. Machen wir das einfach mal so und kann ihm auch ein neues Recht geben. Dann kann ich das speichern und in dem Moment ist es auch schon in allen Mandanten verfügbar und alle Benutzer und Gruppen, die eben diese Rolle haben, haben jetzt auch die neuen Berechtigungen. Und das eben mit letztendlich 2 Klicks. Das ist dann ganz gut. So. Das letzte Feature, was ich Ihnen heute zeigen möchte, ist einmal die LDAP-Synchronisation und zwar dort letztendlich vor allem das Store-Feature. Das heißt, ich habe hier eine LDAP-Verbindung angelegt. Keine Sorge, Sie sollten niemals diesen Status haben, dass Sie den LDAP-Server nicht erreichen können. Ich habe den abgeknipst aus gutem Grund. Und ganz unten bei der LDAP-Verbindung, wenn Sie in der Store-Organisation sind, dann gibt es hier einen neuen Block. Dort können Sie eben Objekte zur Organisation zuordnen. Der steht eben nur in der Store-Organisation zur Verfügung, in allen anderen Mandanten natürlich nicht, weil nur die Store-Organisation hat diesen übergreifenden Zugriff auf andere Mandanten. Und hier können Sie eben dann Mandanten auswählen. Und dann im zweiten Schritt können Sie Filter anlegen. Und dieses Filter-Mapping dann eben mit einem Testknopf auch direkt prüfen. Ich habe hier schon mal was ein bisschen vorbereitet. Und zwar war ich bei meinen Entwicklerkollegen unterwegs und habe mir einzelne Personen rausgesucht, die ich in meine Mandanten mappen möchte, in dem Fall der Benno und dann noch das Polaris-Entwicklungsteam. Die beiden, das eine ist ein Benutzer und dann noch seine Gruppe, die möchte ich eben in den Mandanten Summit 23 Store 2 mappen und für die Summit 23 Store 1, das ist eben der andere Testmandant, den ich angelegt habe, da habe ich gesagt, gut, ich wähle mir 3 Personen aus, nämlich die Lisa, den Fabian und mich und eben ihre Entwicklungsabteilung, das ist Crystal und sage aber auch gleichzeitig, die Entwicklungsabteilung ist auch gleichzeitig eine Klasse und hier habe ich mir eben ausgesucht, dass die Lisa die Lehrerin ist und der Fabi und ich, wir müssen noch ein bisschen was lernen, deswegen sind wir die Schüler. Und
Damit ist das Mapping im Prinzip beschrieben. Ich habe es letztendlich gespeichert und habe es über den LDAP-Sync dann mir synken lassen. Wir können einmal hier in der Store-Organisation in die Klassen reinschauen, die sind leer. Und wenn ich jetzt eben in die Summit 23 Store 1, in den Summit 23 Store 1 Mandanten reinschaue, dann wird mir eben eine Klasse angezeigt. Sie kommt vom LDAP, obwohl diese Organisation kein LDAP hat. Und wenn alles geklappt hat, dann sollte dort die Lisa als Lehrerin sein und der Fabi und ich als Schüler. Schauen wir rein. Ja, sind sie. Und damit wäre eben Education auch voll einsatzfähig und zwar über die LDAP-Store-Verbindung und nicht über ein explizites LDAP in diesem Mandanten. Und dadurch habe ich eben genauso wie bei den Berechtigungen die Möglichkeit, zentral an einer einzigen Stelle die LDAP-Verbindung zu konfigurieren. Das heißt, wenn ich Anpassungen machen muss, dann mache ich das eben in der Store-Organisation und nicht mehr wie früher, wenn ich jetzt beispielsweise 80 Mandanten habe, die alle auf dasselbe LDAP zugreifen, dann müsste ich eine Änderung 80 Mal machen. So mache ich sie ein einziges Mal und dann ist gut. Genau. So, jetzt kommt der Moment wieder zurück. Ja, genau, ich habe Ihnen letztendlich noch ein Feature mitgebracht, was momentan in Arbeit ist. Das wird eben dann letztendlich in naher Zukunft released werden. Und zwar ist es ja momentan so, dass wir zwei Mandanten haben, die eine Sonderrolle im Relution haben. Das eine ist eben die Systemorganisation. Hier liegt die Mandantenverwaltung, also dass man neue Organisationen anlegen kann, bestehende updaten oder löschen. Dann auch die mandantenübergreifende Benutzerverwaltung liegt in der Systemorganisation, genauso wie das Monitoring, also letztendlich die Health-Endpunkte und wie sie ansprechbar sind, das liegt auch in der Systemorganisation oder ist über die Systemorganisation letztendlich voll verfügbar. Demgegenüber haben wir die Store-Organisation, die wir mittlerweile deutlich ausgebaut haben vom Feature-Set. Als ich hier bei Relution angefangen habe, gab es eben nur die App-Verwaltung. Mittlerweile gibt es dort eben noch Public VPP, die Geräteverwaltung, die wir gerade gesehen haben, über die Gerätegruppen und das Geräteinventar, DEP, Autopilot, KME als serverweite Features sind dort auch beheimatet. Die Richtlinienverwaltung haben wir auch ebenfalls gesehen mit den öffentlichen Richtlinien. Dann haben wir eben die Security Provider bzw. auch LDAP, der im weitesten Sinne auch ein Security Provider ist, die eben auch letztendlich serverweite Features haben, die sie in der Store-Organisation einstellen und dann eben das Rechtemanagement und so einige andere Features, die eben in der Store-Organisation noch weitere Optionen anbieten zu den Standardoptionen, die Sie in jedem Mandanten haben. Und wie Sie sehen, ist es so ein leichtes Ungleichgewicht an dieser Stelle auch schon zu erkennen. Und letztendlich sind wir mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir haben zwei Mandanten mit einer Sonderrolle. Es wäre eigentlich schöner, wenn wir aus zwei Mandanten einen Mandanten machen und eben das Feature-Set der Store-Organisation und das Feature-Set der Systemorganisation zusammenziehen. Letztendlich ist es so, dass ich dann die einzelnen Berechtigungen, wer was darf, in diesem Mandanten steuern lassen über das Rechtemanagement. Allerdings entfällt dann an dieser Stelle das, was wir in der Realität
normalerweise immer sehen, dass es eben die Benutzer in der Systemorganisation auch immer Zugang haben zu der Store-Organisation, weil es effektiv immer dieselben Personen sind, da sie ja die Zentralverwaltung machen. Und so sparen wir uns einfach das Hin- und Hergewechsel zwischen den Mandanten, die letztendlich zusammen die Zentralverwaltung abbilden. Das ist eben der kleine Ausblick, was wir vorhaben mit der Store-Organisation in naher Zukunft. In der fernen Zukunft haben wir noch deutlich größere Pläne. Und da komme ich nun an das Ende von meinem Vortrag und sag mal, Zeit für Fragen. Ja, hier bin auch ich wieder. Vielen Dank erstmal, Yassin. Du hast es super gemacht. Du hast es sogar so gut erklärt, dass bisher alle Fragen beantwortet sind, die eingegangen sind. Und ja, deshalb würde ich jetzt sagen, ich entlasse dich jetzt erstmal. Der Florian Link kommt gleich nochmal. Wir brauchen nochmal ein paar Sekunden, um umzubauen. Und deshalb, da kommt noch eine Frage. Ich hoffe, das ja, ist jetzt nicht zu spät. Du sitzt ja noch da. Was ist die Store-Orga genau? Welchen Zweck erfüllt sie im Vergleich zur zentralen Admin-Verwaltung? Kann man das jetzt noch schnell beantworten? Ja. Oder? Okay, gut. Yassin kann das. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass mit der zentralen Admin-Verwaltung die Systemorganisation gemeint ist, wo Sie eben, wenn Sie in die Einstellungen gehen, sehen Sie dort eben nur die Option, dass Sie da neue Organisationen anlegen, sowie vereinzelte noch einzelne Einstellungspunkte, aber eben im Vergleich zu einem normalen Mandanten haben Sie dort deutlich weniger Einstellungen. Demgegenüber ist die Store-Organisation, die können Sie momentan über die Application YAML konfigurieren und dort eben sagen, diese Organisation, also die Organisation muss schon existieren oder Sie können sie neu anlegen. Da können Sie dann eben hingehen und sagen, diese eine Organisation, die ich hier ausgewählt habe, die soll die Store-Organisation sein und in dem Moment, wo Sie das getan haben, stehen Ihnen eben diese ganzen Zentral-Features zur Verfügung. Das heißt eben, Sie können Richtlinien zentral vorgeben, Sie können Gerätegruppen zentral vorgeben. So wie jetzt gezeigt, das LDAP ist auch so eine Funktion. Sie können aber auch in der App-Verwaltung gibt es dann eben auch neue Optionen, dass Sie eben sagen können, diese App möchte ich für alle meine Mandanten freigeben und dann müssen Sie eben nicht mehr in jeden einzelnen Mandanten gehen, die App hochladen, sondern das passiert dann eben in der Store-Organisation und Sie verteilen sie einfach. Letztendlich ist die Store-Organisation gedacht als eine zentrale IT, wenn Sie so möchten, und von dort geben Sie eben dem kompletten Server vor, was denn jetzt genau passieren soll. Super, vielen Dank, Yassin. Dann wiederhole ich mich nochmal. Also vielen Dank für deine Erklärung. Wir machen ein paar Sekunden Pause, dann kommt der Florian Link nochmal. Und genau, alle Fragen, die jetzt gerade noch reintrudeln, die werden schriftlich beantwortet. Also technischer Support ist ja bereit. Ja, Flo kommt gleich und jetzt würde ich sagen, bis gleich und vielen Dank dir, Yassin. Gerne.
Ja, hallo zurück. Ich freue mich, hier nochmal sein zu dürfen und an Yassins Vortrag anschließen zu dürfen mit einigen technischen Neuigkeiten. Da möchte ich das Augenmerk auf ein paar Themen lenken, die vielleicht sonst nicht so stark im Fokus stehen, die man auch in den Featurelisten nicht unbedingt findet, die mir als Techniker aber natürlich trotzdem sehr am Herzen liegen und an denen wir auch wirklich sehr intensiv arbeiten, und da greife ich auf das Motto der heutigen Veranstaltung zurück, eben auch zu gewährleisten, dass sich Relution möglichst gut an die Gegebenheiten in verschiedenen technischen Umgebungen anpasst und insbesondere wir auch zum Beispiel mit Instanzen umgehen können, die wesentlich mehr Geräte auf einmal verwalten, als das früher der Fall war. Starten möchte ich an der Stelle mit meinem ersten Thema, das ist das Thema System Performance. Da haben wir das ganze Jahr sehr, sehr intensiv dran gearbeitet und generell ist das für uns natürlich immer ein wichtiger Aspekt. Immer wenn wir neue Funktionen bauen oder gegebene Funktionen anpassen, wollen wir prüfen, wie können wir das auf eine Art und Weise tun, dass wir möglichst nicht die Performance des Systems negativ beeinflussen, beziehungsweise im Idealfall sie sogar durch die Änderungen, die wir ohnehin vornehmen müssen, verbessern können. Da möchte ich auf einige Aspekte eingehen, in denen wir in letzter Zeit in diesem Jahr besonders aktiv waren. Zum einen haben wir uns da die Geräteliste vorgenommen. Die ist ja doch ein recht zentraler Teil von Relution, da ist man oft unterwegs. An den Geräten hängen sehr viele Informationen und um gewährleisten zu können, dass man die auch in einer langen Liste betrachten kann, haben wir diese auf eine neue technische Basis gestellt. Das bedeutet, dass zur Abfrage von Geräten wesentlich weniger Ressourcen belegt werden, als das bisher der Fall war und dadurch diese Abfrage wesentlich schneller ist. Und zudem hat es auch noch einige weitere Vorteile, wie dass man nach allen Spalten sortieren kann, was bisher nicht unbedingt gegeben war und auf die Art und Weise auch die Ressourcen der Datenbank und des Servers schont, wenn man diese Liste abfragt. Eine andere Stelle, an der wir sehr, sehr aktiv waren, gerade jetzt in den letzten paar Wochen, ist unsere Aktionsliste. Gerade bei Instanzen mit sehr vielen Geräten kann die sehr schnell sehr groß werden, denn Aktionen sind nun mal das, was die Geräte und der Server untereinander austauschen. Der Server muss wissen, was soll ich denn auf dem Gerät alles machen. Dafür gibt es die Aktionsliste, die ist natürlich unter anderem deswegen sehr wichtig, um den Geräten zu sagen, wenn sie ankommen und Aktionen abfragen, was sie denn zu tun haben. Aber wir haben da bisher auch relativ lang noch die Historie der Aktionen aufgehoben. Bisher wurde die nach 2 Jahren im Hintergrund abgeräumt. Das haben wir jetzt erheblich angepasst. Es ist so, dass abgeschlossene Aktionen, also welche, die entweder fehlgeschlagen oder erfolgreich waren oder abgebrochen wurden, schon nach 90 Tagen aufgeräumt werden. Und dass wir je nach Aktionstyp, zum Beispiel für so interne Aktionen wie eine Geräteinformation aktualisieren, auch nur eine bestimmte Menge überhaupt aufheben pro Gerät. Und auf die Art und Weise und dadurch, dass dieses Aufräumen nicht nur dann passiert, wenn ein periodischer Task durchläuft, sondern immer dann, wenn sich Geräte melden, sind wir in der Lage, jetzt mit der letzten Version 5.20.8 bzw. der dann folgenden 5.21 diese Tabelle auf den Zustand einzudampfen, den wir uns an der Stelle vorstellen und auf die Art und Weise sowohl den Zugriff der Geräte wesentlich schneller zu machen, wenn die wissen wollen, welche Aktion sie als nächstes abarbeiten, als auch die Ressourcen der Datenbank sowohl was Plattenplatz als auch was CPU-Zeit bedingt erheblich zu reduzieren. Was Ähnliches, wenn auch mit etwas geringerem Umfang, haben wir bei der DEP-Synchronisierung gemacht. Die war bisher, so wie sie gelaufen ist, nicht auf Tokens eingestellt, die jetzt eine sehr große Anzahl von Geräten enthalten. Ich rede so von 10.000 und mehr. Und da haben wir eine erhebliche Menge von Optimierungen vorgenommen, was dazu führt, dass zum Beispiel mit Tokens, wir haben getestet mit so 30.000 Geräten, die Synchronisationszeit von ungefähr 20 Minuten sinkt auf deutlich unter 5. Da ist man eher dann bei 2 oder 3 Minuten. Das bedeutet also, dass man gerade, wenn man dann manuell synken will und jetzt Geräte gerade hinzugefügt hat, die auch wesentlich schneller wieder in Relution sehen kann und man natürlich auch nicht 20 Minuten lang einen Hintergrundtask belegt, der dann auch wieder Ressourcen bedingt. Ähnlich haben wir auch die VPP-Lizenzzuweisung optimiert. Da brauchen wir weniger Anfragen an Apple, müssen weniger oft Dinge bei uns in der Datenbank aktualisieren. Auch das ist natürlich eine Stelle von Relution, die sehr oft benutzt wird. VPP wird sehr oft angefragt zur Installation von Apps, werden Lizenzen zugewiesen und so weiter. Und dementsprechend wirkt sich das auch relativ deutlich aus, wenn man dieses Feature denn benutzt. Und beides läuft so ein bisschen zusammen in der Apple MDM API. Alle Apple-Geräte melden sich dort, um anzufragen, Server, was hast du denn für mich zu tun? Das ist also wirklich eine sehr zentrale Stelle. Da ist auch wirklich richtig was los auf einem Relution-Server, auf dem Apple-Geräte unter Verwaltung stehen. Und da haben wir auch sehr stark daran gearbeitet, die Performance dort zu
verbessern, sodass der wirklich so antwortet und man sich immer darauf verlassen kann, dass die Geräte schnell mitgeteilt bekommen, was sie denn eigentlich zu tun haben. Eine kleine Honorable Mention möchte ich auch noch dem Secure Mail Gateway geben. Auch da haben wir die ganze Implementierung erheblich optimiert. Da können mehr Anfragen gleichzeitig und schneller beantwortet werden und belegen gleichzeitig weniger Systemressourcen. Ein zweiter Aspekt, an dem wir sehr stark gearbeitet haben und gerade auch sehr intensiv am Arbeiten sind, das ist der Memory Footprint, den Relution hinterlässt. Wir sind immer bemüht, den Speicherbedarf, den der Relution hat, zu reduzieren, spart man sich Ressourcen und gleichzeitig ist der Speicher natürlich dann unter Umständen auch für andere Dinge verfügbar. Und da möchte ich auf einige Aspekte eingehen, die wir bereits angefasst haben. Da sind wir aber gerade sehr aktiv dran, weiter intensiv zu arbeiten und den Speicherbedarf weiter zu reduzieren. Eine Sache, die wir bereits veröffentlicht haben, ist eine deutliche Reduktion des LDAP-Speicherbedarfs. Wir behalten da gerade bei Servern mit großen Schemata viel weniger dauerhaft im Speicher, als das bisher der Fall war. Und dadurch lässt sich der Speicherbedarf für LDAP je nach Server und Konfiguration so zwischen 50% und 80% reduzieren. Das hat also bereits dieses Jahr stattgefunden und da, wo LDAP ein Speicherproblem ist, schon zu einer erheblichen Verbesserung geführt. Ein anderer Punkt, wo wir bisher sehr hohen Speicherbedarf hatten, sind dynamische Wallpaper, also Hintergrundbilder, auf die Text generiert wird. Da musste bisher das Bild ausgepackt werden. Dann wurde es bearbeitet in einer unkomprimierten Form, was relativ viel Speicher braucht, und wieder zusammengepackt. Das sind wir gerade dabei, auf eine andere Lösung umzustellen und haben auch im Vorhinein schon einige Optimierungen vorgenommen, sodass auch hier der Speicherbedarf deutlich reduziert wird. Wir haben uns außerdem unseren Education Cache vorgenommen. Der ist dafür zuständig, zu verwalten, welche Informationen bei einem Update der Education Configuration an Apple-Geräte verteilt werden. Da hatten wir bisher immer relativ viel im Speicher gehalten, weil die Berechnung relativ teuer war. Wir haben diese Berechnungen optimiert und dadurch den Speicherbedarf auch dort erheblich reduziert. Eine andere Ecke, wo wir auch gerade aktiv sind, ist die Hintergrundtasks, die dauerhaft im Speicher hängen, zu reduzieren und auch auf die Art und Weise durch ein optimiertes Processing an der Stelle zu erzielen, dass Relution weniger Speicher dauerhaft belegt. Einen ganz besonderen Spezialfall hatten wir bisher bei der Shared Device Status Berechnung. Die hat sehr, sehr viel mehr Daten benötigt, als das tatsächlich der Fall gewesen wäre. Und da haben wir auch erheblich reduziert, was da aus der Datenbank geladen wird und auf die Art und Weise den Speicherbedarf da auch stark reduziert. Aber wie gesagt, wir arbeiten sehr intensiv gerade an diesem Thema. Das heißt, da können Sie sich auch noch auf mehr Neuigkeiten in den nächsten Versionen einstellen. Dann möchte ich kurz das Augenmerk auf das Thema Logging legen. Da kommt man ja vor allem mit in Berührung, wenn man es mit unserem Support zu tun hat. Da fragen wir gerne nach dem Logfile. Und um basierend auf dem Logfile auch möglichst gut in der Lage zu sein, Ihnen weiterzuhelfen, haben wir unsere Log-Level Anfang des Jahres nochmal klarer definiert und dann auch unsere ganzen Log-Ausgaben dem angepasst. Wir unterscheiden da 5 Level. Das sind Error, das sind Fehlerzustände, die der Server nicht selber handeln kann, die also in dem Sinne nicht erwartbar sind. Die Datenbankverbindung steht nicht zur Verfügung, der Speicherplatz auf dem Server selbst ist komplett voll, Dinge in der Art und Weise, die erzeugen einen Error-Log, das ist also in der Regel was, um das man sich kümmern muss. Dann gibt es das Warn-Level, das sind erwartete Fehlerzustände. Ein VPP-Token ist abgelaufen, deswegen können keine Lizenzen zugeordnet werden. DEP-Account ist nicht mehr gültig. Das Google Enterprise ist nicht mehr korrekt verknüpft. Dinge auf die Art und Weise, die zwar grundsätzlich einen Fehlerzustand darstellen, mit denen der Server aber an sich umgehen kann. Klar, der VPP für den Token funktioniert da nicht, aber alles andere funktioniert trotzdem weiter. Dann gibt es das Infolog, das ist so allgemein, um zu sehen, was ist auf dem Server los. Aber das kann auch zum Audit dienen. Dort werden nämlich auch alle schreibenden Operationen durch Benutzer immer mit einer Logmeldung quittiert. Das heißt, darüber lässt sich das nachvollziehen. Und dann haben wir noch 2 technische Debug-Level und Trace-Level. Die werden vor allem dann interessant, wenn sie es mit dem Support zu tun haben. Und um uns an der Stelle das Leben zu erleichtern, wenn wir Ihnen weiterhelfen wollen, haben wir auch noch eine Logging-Konfigurations-API eingeführt. Bisher war es ja notwendig, um das Logging-Level für bestimmte Teile von Relution anzupassen, entweder die Application YAML zu editieren und den Server neu zu starten oder zumindest das Systemportal zu aktivieren, was auch bedingt, dass man den Server neu starten muss. Das ist jetzt nicht mehr notwendig. Es gibt eine API, die hängt an einer speziellen Berechtigung, die nur der Systemadministrator hat, beziehungsweise die man auch eine eigene Rolle geben kann. Man kann also einen Support-Account anlegen, der nur diese Berechtigung hat. Damit lässt sich über die API das Logging konfigurieren. Das pflanzt sich, wenn man einen Cluster hat, auch auf alle Knoten gleichzeitig fort und muss also dort auch nicht mehr mehrfach tun.
Und es gibt die Möglichkeit, da das ein normaler API-Endpunkt ist, das auch direkt über die Web-API-Ansicht zu tun. Da werden Sie dann auch eine Anleitung zu bekommen, wenn wir Sie darum bitten. Und auf die Art und Weise besteht für uns die Möglichkeit, direkt bei Ihnen das richtige Log-Level einzustellen oder Sie dabei zu unterstützen, das selber zu tun. Da kann ich auch schon einen kleinen Ausblick geben, an was wir gerade noch arbeiten. Wir wollen es auch ermöglichen, dass wir das Logging nur für einzelne Geräte einschalten. Also man kann dann sagen, für dieses Gerät möchte ich alle Debug-Ausgaben bekommen. Die kann man sich dann auf einmal runterladen, muss nicht im großen Log danach suchen. Das hilft auch sehr dabei, wenn man jetzt bei einzelnen Geräten nachvollziehen will, in was für einem Zustand die sich gerade befinden. Ein anderer Aspekt, an dem wir sehr intensiv unterwegs waren, ist das Thema Monitoring. Relution stellt seit einer Weile einen sogenannten Prometheus-Metriken-Endpunkt bereit für ein System namens Prometheus. Das mag dem einen oder anderen bereits bekannt sein. Das ist letztlich ein Datenhaltungssystem, um Metriken zeitbasiert zu erfassen. Und meistens setzt man darauf auf mit einem anderen System namens Grafana. Das sieht man auch hier auf den Screenshots, mit dem man sich dann aus diesen Prometheus-Metriken so schöne Graphen zusammenbauen kann. Da kann man sich also dann eben so Dinge angucken, wie lange läuft der Server, wie ist die CPU-Usage über Zeit, wie viele Datenbankverbindungen sind offen, gibt es Slow Requests und so weiter und so fort. Da sind wir gerade dabei, dieses Dashboard auch im Grafana Marketplace zu veröffentlichen. Das wird aber noch ein bisschen dauern, da müssen wir noch entsprechende Dokumentation mit drumherum stricken. Wenn Sie da vorher schon Interesse haben, einfach uns Bescheid geben. Wir können da auch schon eine vorläufige Version von bereitstellen. Wir haben das auch selber sehr intensiv im Einsatz für unseren Kubernetes-Cluster. Den haben wir letztes Jahr auch schon angekündigt und da sind wir jetzt dieses Jahr tatsächlich drauf umgestiegen. Wir laufen jetzt mit unserem Cloud-Angebot bei Jonas, deutscher Anbieter. Wir verwenden nur deutsche Server, das heißt, auf die Art und Weise sind wir auch da auf jeden Fall abgesichert hinsichtlich aller Anforderungen, die wir beim Thema Betrieb vor allem aus der DSGVO bekommen. Das basiert auf einem Kubernetes-Cluster, der ist mit einem Helm-Chart aufgebaut. Auch dieses wollen wir öffentlich bereitstellen. Im Moment, wer weiß, was suchen muss, findet das auch schon, aber auch da haben wir noch keine Dokumentation drumherum gestrickt. Das planen wir auch zu veröffentlichen. Wir betreiben da inzwischen in diesem Cluster 150 Instanzen mit einer PostgreSQL-Datenbank und einem S3-kompatiblen Object Storage. Und da haben wir wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht und sind auch wirklich sehr glücklich damit, wie sich der Cluster inzwischen verhält und wie sich der administrieren lässt. Zum Schluss möchte ich mich aber auch noch von einigen Dingen verabschieden. Wir wollen uns weiter fokussieren und Relution an vielen Stellen weiter optimieren und das bedingt, dass wir uns leider von einigen älteren Technologien verabschieden müssen. Als Vorbemerkung möchte ich dazu aber schon sagen, wir werden natürlich zu jedem dieser Themen, die ich gleich nochmal nennen werde, Ihnen Unterstützung zukommen lassen. Wir werden entweder Migrationsanleitungen bereitstellen oder bei spezielleren Fällen, die wir schon kennen, werden wir natürlich auch direkt auf Sie zukommen und Sie nochmal darauf hinweisen, was da zu tun ist. Wir werden uns verabschieden von MySQL als Datenbank. Das wird bereits mit der Relution-Version 5.22 erfolgen. Da steht dann eine Umstellung auf MariaDB an. Da müssten wir aber bereits alle, die davon betroffen sind, erfasst haben und gegebenenfalls kontaktiert haben oder wir werden es in naher Zukunft tun. Nächstes Jahr wollen wir uns zudem vom Microsoft SQL Server verabschieden und damit dann die unterstützten Datenbanken auf MariaDB und PostgreSQL reduzieren, sodass wir dort dann auch noch weiter optimieren können, als das bisher der Fall war. Bei MariaDB wollte ich schon mal darauf hinweisen, gerade in diesem Zusammenhang bitte auf Version 10.11 abzudaten. Das ist die aktuelle LTS-Version. Die vorige wird auch nicht mehr so lange in Support sein. Davon werden wir uns auch nächstes Jahr irgendwann verabschieden. Was die meisten von Ihnen schon gesehen haben sollten, wir verabschieden uns zudem von Java kleiner Version 17. Da kriegt man auch schon eine entsprechende Notification, wenn man nativ installiert hat und eine ältere Version drin hat. Bei Docker passiert das automatisch. Und apropos Docker, auf Windows wollen wir unseren Betrieb umstellen. Die native Installation auf Windows findet man auch schon in der Installationsanleitung. Wollen wir nicht länger unterstützen und stattdessen auch dort auf einen Docker-basierten Betrieb umstellen, dass es sich eben genauso verhält wie unter Linux. Und als letzten kleinen Punkt, da sind nämlich nicht sehr viele von betroffen, wir wollen uns zudem verabschieden von MongoDB und auch dort umsteigen auf S3-kompatiblen Storage, was wir bereits über unsere Installationsanleitung empfehlen. Damit komme ich zum Abschluss meines kleinen wilden Ritts durch die Technik und darf jetzt schon mal den Moritz Malmann ankündigen, der Ihnen als nächstes ein bisschen was über das Thema Interactive Whiteboards erzählen wird. Vielen Dank.
So, hallo nochmal. Ich darf ja jetzt was erzählen zum Thema interaktive Whiteboards. Also grundsätzlich ist es ja so, dass unser Anliegen ist, möglichst alle Geräte, die Sie bei sich in der Infrastruktur haben, dass die über Relution verwaltet werden können. Und da war es gerade bei den Schulkunden ein großes Anliegen, die interaktiven Whiteboards, also Promethean, Smart, Wende, Heineken, wie sie alle heißen, dass man die auch in Relution verwalten kann. Grundsätzlich nochmal zur Geschichte allgemein, die haben ja einen Android 8, die neueren Android 11, können aber nicht mit den Standardschnittstellen, die wir ja haben, verwaltet werden, weil sie nicht von Google zertifiziert werden. Das heißt für uns, wir müssen mit den einzelnen Herstellern Integrationsprojekte machen. Und da hatten wir auf dem letzten Summit auch schon berichtet von ProWise als auch von Promethean. Wende und Heineken haben wir ja schon lange integriert. Genau, das tun wir auch, bringt mich auch zu den ersten beiden. Also wie gesagt, Promethean und ProWise sind mittlerweile integriert. Bei ProWise ist es auch so, dass die Relution-App im ProWise Store zur Verfügung steht. Das heißt, Sie können dann auch die Verknüpfung machen mit den Geräten. Bei Promethean, wenn Sie das Ganze tun wollen, die Kollegen halten sich immer noch vor, das zu begleiten, sprich, die stellen dann die APK entsprechend bei Ihnen auf der One Promethean World frei auf Ihrer Instanz. Wir müssen auch einmal von unserer Seite Ihnen noch den Feature-Toggle geben, entsprechend, dass die dann auch zur Verfügung stehen und dann kann es auch schon losgehen. Bei Wende Interaktiv und bei Heineken Media haben wir das Thema eShare integriert. eShare ist eine Bildübertragungssoftware. Da kann man beispielsweise Dinge tun, dass man auch das Tafelbild zurückprojizieren kann an die mobilen Endgeräte. Genau, sonst bei allen Plattformen grundsätzlich, wenn die Integration mal da ist, heißt es nicht, es endet, sondern es geht auch immer sukzessive weiter. So, das heißt, diese 4, die wir hier sehen, die sind Ihnen auch schon bekannt. Was ist denn neu hinzugekommen oder was passiert aktuell? Die ersten 4, die Sie sehen, Clevertouch, VS, Smart als auch ViewSonic, sind wir gerade dabei zu integrieren. Die haben unterschiedliche Stati, da zeige ich gleich auch ein bisschen was Funktionen angeht, zeige es auch einmal live. Wir sprechen natürlich mit weiteren, weil wie anfänglich gesagt, ist es unser Anliegen, möglichst alle Anbieter zu integrieren. Wichtig auch, dass Sie es verstehen, es ist immer notwendig, dass die Hersteller auch mitmachen an der Seite. Deswegen hier auch der Appell immer an die Kunden. Wenn man das wünscht, gehen Sie auf die Hersteller zu. Die Bereitschaft von uns generell ist gegeben, um die Integration der verschiedenen Hersteller vorzunehmen. Gut, deswegen habe ich auch schon mal 2 zum Ausblick mitgebracht. C-Touch i3, das wird, denke ich, auch kommen in naher Zukunft. Wie gesagt, an den anderen 4 sind wir dran. Auf die fokussieren wir uns jetzt einmal. Das heißt, was kommen für Funktionen bei denen? Generell die ich jetzt hier zeige, die kommen bei allen 4. Was sind es? Wir sehen es ganz schön. Apps installieren, deinstallieren, deaktivieren, Systemupdates, was ja wichtig ist, das Gerät mal neu starten, einen Alarm auf dem Gerät setzen, Nachrichten senden oder auch das Gerät auf Werkszustand zurücksetzen. Jetzt picke ich mir 2 raus, die schon in der Integration weiter sind. Das sind einmal Clevertouch und VS, das heißt Smart und ViewSonic ein bisschen hinten dran. Was kommen hier für Funktionen? Thema Bootquellen definieren, Sperrbildschirm aktivieren, Ein- und Ausschaltzeiten, dass man sowas definieren kann, ausgewählte Apps sperren, Lautstärke stumm schalten, zeige ich aber jetzt auch einmal. Genau, wie sieht das Ganze aus? Gehen wir mal wieder hier in unsere Testumgebung, die wir aufgebaut haben. Ich habe hier einfach mal einen Mandant erstellt für die interaktiven Whiteboards. Wie Sie es dann kennen, Richtlinien erstellen wie immer, aber eine Besonderheit, Sie müssen aufpassen am Anfang, welches Android Sie auswählen. Also wichtig bei den Boards, weil die ja nicht zertifiziert sind, das Android hier nehmen, nicht das Android Enterprise. Dann wie immer der Richtlinie einen Namen geben, ich mache es jetzt einfach mal für Demo-Zwecken Test. Und dann bekommen wir über Hinzufügen, Sie sehen es jetzt auch schon, für die verschiedenen Hersteller Einzelkonfigurer angezeigt. Grundsätzlich
Man kann auch das Thema App-Konformität bei den Herstellern machen, wenn man Apps verteilen will. Es gibt aber auch zusätzlich immer noch spezifische Einstellungen. Ich mache jetzt mal das Beispiel hier an Clevertouch. Ich gehe das auf. Das sind jetzt die Dinge, die ich vorhin in der Slide hatte. Also Bootquellen, aktuelle Quellen, sowas definieren, Touch-Eingabe sperren, auch zeitlich, dann die Töne, Lautstärke, Sicherheitsdinge, also wenn man einen Sperrbildschirm, einen PIN belegen will, Systemsprache, Updates, dann die Zeiten, Einschaltzeiten, Auszeitzeiten, solche Themen. Genau, ich zeige Ihnen jetzt auch mal die von Promethean, weil die ein bisschen unterschiedlich ist, damit Sie da mal einen Einblick kriegen. Bei Promethean haben wir noch das Thema Wake on LAN. Wir haben auch hier wieder die Quellen, auch das Thema Kontrast, also ein bisschen tiefer sogar noch Lautstärke. Das ist immer abhängig von den Schnittstellen, was wir dann tatsächlich bekommen. Grundsätzlich die Schnittstellen ändern sich auch bei den Herstellern. Das heißt, die arbeiten natürlich auch weiter und wollen auch weitere Funktionen bereitstellen. Auch hier der Appell, gehen Sie auf Ihren Hersteller zu, sagen Sie, welche Funktionen Sie gerne hätten, damit die dann auch in die Umsetzung kommen. Genau, gehen wir ein bisschen weiter durch. App-Einstellungen anzeigen, Netzwerkeinstellungen anzeigen, dass man sowas sperrt, Google Play Services aktivieren oder auch die verschiedenen Aktivierungen der Netzwerkkennung, dass man sowas ansteuern kann. Dann last und auch least das Thema eShare, was ich ja gezeigt hatte, da gibt es eine eigene Konfiguration für, kann man dann entsprechend hier konfigurieren und dann auf den Wende als auch Galileo Wende-Interaktivboards steuern. Gut, da wir schon ein bisschen hinten dran sind, würde ich sagen, das reicht für den Einblick in die Boards. Jetzt gerne Fragen. Genau, da gucke ich doch mal auf meine liebe Kollegin, die Lara. So, erstmal die Frage, ich hoffe, man hört mich jetzt. Ich habe vorhin schon noch mal einen kleinen Hinweis bekommen von den lieben Kollegen, dass ich nicht so gut zu hören war. Es kamen tatsächlich einige Fragen, vor allem zum Beispiel, wie können wir dann unsere Clevertouch Displays integrieren? Gibt es dann eine Anleitung? Also die Integration ist eigentlich relativ simpel. Clevertouch wird die Relution App, die für Clevertouch entwickelt ist, bereitstellen auf den Boards und dann können Sie in Relution einen Einschreibelink erstellen. Das kann ich auch gerade noch mal zeigen, dass Sie es sehen. Das heißt, Sie gehen hier auf Einschreibung, gehen dann auf hier hinzufügen, sagen wieder Android, einmal die Eigentümerschaft, ich mache es mal ein bisschen schnell, man kann auch mehrfach Einschreibung machen, geht dann auf Speichern und dann bekommen Sie hier diesen Einschreibecode angezeigt. Und in der Relution-App auf dem Board, die fragt dann A nach der Server-URL, das wäre in unserem Fall jetzt die Demo Relution.io und nach dem Code. Und dann sind die beiden Geräte verknüpft. Wir wissen, dass das ein sehr manueller Schritt ist, deswegen sind wir auch gerade dran, das Thema Einschreibung der Boards weiter zu automatisieren. Hierzu wird es im Q1, denke ich, dann eine neue Funktionalität geben, um das nochmal zu vereinfachen und so wie man das aus der Apple oder auch Android- oder Windows-Welt kennt, so ein bisschen mehr out of the box. Ja, vielen Dank, Moritz. Im Hinblick auf unser Zeitmanagement, aber wahrscheinlich auch auf die knurrenden Mägen, ist es jetzt soweit, dass ich sagen würde, alle Fragen, die jetzt noch einkommen, bitte einfach runterschreiben. Wir beantworten sie schriftlich. Jetzt haben Sie sich und wir uns, aber auch ihr euch, die Mittagspause verdient. Ich weise da nochmal auf das Gewinnspiel drauf hin. Ja, wir wünschen jetzt erstmal einen guten Hunger, Mahlzeit, lasst es euch schmecken. Wir freuen uns dann um 12:45 Uhr wieder in die große Zahl begrüßen zu dürfen. Und jetzt erstmal kurze Erholung für alle und dann geht es nachher weiter. Vielen Dank. Danke.
So, hier sind wir wieder. Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Mittagspause, konntet was Gutes essen, vielleicht auch ein bisschen frische Luft tanken, Gedanken ein bisschen fliegen lassen und seid jetzt wieder gut zurück zu unserem Nachmittagsprogramm vom diesjährigen Revolution Summit gekommen. Neben mir sitzt jetzt schon der Sven Herrmann, der hat euch die Neuerungen für Windows dabei und da würde ich auch sagen, ich quatsch jetzt nicht mehr lang um den heißen Brei rum. Sven, cool, dass du da bist und ich freue mich, was du uns jetzt gleich berichtest. Was ich schon vorhin gesagt habe, gilt natürlich jetzt auch. Fragen jederzeit stellen, immer im Chat. Und wenn da noch Zeit sein sollte, dann können wir mit dem Sven natürlich auch ein paar Fragen dann noch live beantworten. So, und jetzt sage ich mal, Nesche, frei für dich und go! Ja, danke dir, Lara. Ja, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Ich bin Sven. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren bei Relution dabei als Entwickler und bin da auch hauptsächlich im Windows-Bereich tätig und darf euch deswegen auch die Neuerungen für Windows, die wir in letzter Zeit implementiert haben, einmal hier präsentieren. Das sind zum einen Features, die bereits in Produktion sind, das heißt, die ihr alle vielleicht schon fleißig nutzt. Und es sind aber auch Features, die aktuell gerade noch in der Entwicklung und im Testing sind, die ich euch einmal schon mal vorab präsentieren möchte. So, mit den Skripten haben wir ein Feature, das bereits weiterentwickelt wurde. Wir haben vor einiger Zeit die Skripte für Windows ermöglicht und haben uns dann gedacht, okay, wir wollen das Ganze für euch noch viel benutzerfreundlicher umsetzen. Und haben uns deswegen dazu entschieden, ein paar Erweiterungen zu machen, die jetzt auch inzwischen schon genutzt werden können. Zum einen ist das eine Skriptverwaltung, das heißt, wir können Skripte in Relution anlegen, wir können die Skripte dann ändern, wenn es nötig ist, wir können danach in der Tabelle suchen, wir können Skripte löschen, ausführen und Ähnliches. Wir haben dann noch zusätzlich eine Historie hinzugefügt, das heißt, wir können sehen, was ist auf dem Windows-Gerät denn eigentlich ausgeführt worden von dem Skript, was ist da sozusagen in PowerShell als Ergebnis zurückgekommen oder eben auch als Fehler und zeigen die dementsprechend auch in zwei Tabellen an. Und als letztes Goodie haben wir eine Skriptkonfiguration hinzugefügt, das heißt, wir wollten euch ermöglichen, Skripte automatisiert auf den Windows-Rechnern auszuführen, ohne dass ihr das manuell machen müsst, sondern nach einem Zeitplan oder Geräteereignissen. Die Skriptverwaltung sieht aus, wie jetzt auf dem linken Screenshot zu sehen ist. Das heißt, man hat erstmal eine Übersichtsseite. Wir können da suchen, wie ich bereits erwähnt habe, und eben die Skripte dementsprechend anlegen. Wenn man auf ein Skript drauf geht, also es auswählt, dann sieht man auf der Detailseite sozusagen, was habe ich denn mit diesem Skript überhaupt konfiguriert. Das heißt, was ist denn der Inhalt, was wird dabei ausgeführt. Ich kann eine Ausführungsparameter sehen, eine maximale Verarbeitungszeit, die dieses Skript auf dem Gerät hat. Die Historie erreicht man dann, wenn man letztendlich bei der Skriptverwaltung den Tab wechselt auf den Skript-Historien-Tab und sieht dann zunächst einmal die letzte Skriptausführung für ein einzelnes Skript auf allen Geräten, wo dieses Skript ausgeführt worden ist. Das heißt, wir kriegen dadurch einen schnellen Überblick, welche Ergebnisse von einem und demselben Skript auf den unterschiedlichen Geräten im Start hat. Und man kann sich aber auch zusätzlich noch die gesamte Historie von diesem Skript anschauen. Und zwar, wenn man auf dieses weiterklickt von der Skripthistorie und dort sieht man dann eben alle Ausführungen von einem Skript auf einem Gerät. So kann man zum Beispiel einen guten Verlauf nachvollziehen, was ist denn passiert für dieses Skript. Hat es mal fehlgeschlagen oder ist es immer gut gegangen? Die Skriptkonfiguration, wie bereits erwähnt, ist die automatische Ausführung eines Skripts. Diese kann zeitbasiert geschehen. Wir haben hier einen wöchentlichen Zeitplan implementiert. Das heißt, man wählt den Tag aus, Montag, Dienstag, Mittwoch und eine Uhrzeit, zu der dieses Ereignis stattfinden soll oder das Ereignis getriggert wird und das Skript dann letztendlich auch ausgeführt wird. Man kann zusätzlich oder alternativ das Ganze ereignisbasiert ausführen. Das heißt, wir können
verschiedene Ereignisse, die auf dem Gerät eintreten, wie zum Beispiel ein Benutzer meldet sich an, ein Benutzer meldet sich ab oder ein Gerät wird gestartet, für die Ausführung nutzen. Und als letzte Möglichkeit haben wir noch die Einschränkung für diese Skriptausführung. Das heißt, wir können verschiedene Parameter setzen, um die Skriptausführung unterschiedlich ausführen zu lassen oder bestimmte Skripte dann eben in bestimmten Gerätezuständen nicht auszuführen. Damit komme ich jetzt auch zu einer kleinen Live-Demonstration. Und zwar habe ich hier auf unserer Instanz etwas vorbereitet. Ich habe hier schon mal ein Gerät eingeschrieben und ich habe ein paar Skripte auf diesem Gerät auch angelegt. 2 Stück. Das erste, das auf jeden Fall fehlschlägt, und ein zweites, welches einfach erfolgreich ausgeführt werden kann. Wir sind hier in der Skriptverwaltung. Ich habe gesagt, man kann danach suchen. Man kann zum Beispiel suchen nach der Beschreibung oder auch nach dem Namen, den man hier festgelegt hat, und so die Skripte eben filtern und auch schneller finden. Man kann hier oben über den Button hinzufügen, ein neues Skript hinzufügen. Man muss einen Namen vergeben. Man kann eine Beschreibung vergeben. Ich würde das mal empfehlen, weil man dadurch eben auch suchen kann und eben auch weiß, was mit diesem Skript genau umgesetzt werden soll. Und dann muss man eigentlich den Inhalt von diesem Skript noch festlegen. Das heißt, wir haben hier eine kleine Warnung, ein kleines Achtung hingeschrieben, weil die Skripte werden natürlich nicht von uns implementiert, sondern die werden von euch implementiert, oder man hat sich irgendwelche Vorlagen aus dem Internet geholt, die man dann dementsprechend anpassen kann. Und wir wollen hier einfach nur sicherstellen, dass ihr wisst, ich muss dieses Skript auch einmal definitiv testen und gucken, dass es das tut, was ich möchte, bevor ich das wirklich dann produktiv auf viele Geräte ausrolle. Für das Skript kann man zum Beispiel eine Skriptdatei auswählen, dann kann man vom Rechner etwas hochladen und es wird einem der Inhalt angezeigt, oder ich kann ganz einfach in das Textfeld reinschreiben, was ich möchte. Wir haben hier sogar, wenn man sich nicht gerade verschreibt, ein Text-Highlighting hinzugefügt, sodass wir auch schön sehen, dass die Befehle eben richtig sind und dass man eben auch feststellen kann, ob man sich irgendwo verschrieben hat. Genau. Als letzten Punkt sind die Ausführungsparameter, die man mitgeben kann. Das heißt, die maximale Zeitüberschreitung. Das heißt, wenn es länger dauert wie 5 Minuten, dieses Skript, dann wird es abgebrochen von unserer Seite aus und mit einem Fehler dementsprechend zurückgeliefert. Und ich könnte auch noch Argumente zusätzlich zu diesem Skript hinzufügen oder aber auch einfach Platzhalter letztendlich verwenden für die Skriptausführung. Genau. Ansonsten kann ich hier in dieser Ansicht noch über das 3-Punkte-Menü das Skript eben löschen oder auch auf einem Gerät ausführen. Das heißt, man muss nicht extra in das jeweilige Gerät hinein navigieren, sondern man kann hier Geräte auswählen und kann hier eben auch mehrere Geräte auswählen und ein Skript schnell auf viele Geräte ausführen. Die Skripthistorie, oder besser gesagt, bevor wir zu der Skripthistorie kommen, kommen wir erst zu den Details. Das heißt, wir können hier einmal auf die Detailseite wechseln und sehen dann nochmal die groben Parameter von dem Skript und können dann hier oben über diesen Skript bearbeiten Icon auch das Skript anpassen, wie wir es benötigen. Über den Tab können wir dann auf die Skripthistorie wechseln. Wie gesagt, zunächst sehen wir die letzten Skriptausführungen von einem Skript auf allen Geräten. Hier ist jetzt natürlich nur ein Gerät eingeschrieben aktuell, deswegen sehe ich nur einen Eintrag, aber ich sehe die letzte Ausführung. Dieses ist das fehlschlagende Skript, deswegen habe ich hier einmal den Ausführungsstatus, den letzten, dass es eben ein Fehler passiert ist, in schön rot, damit man es schnell sehen kann. Und ich sehe eben auch, es hat eine Zeit lang funktioniert und dann eben irgendwann nicht mehr. Und deswegen habe ich ein Ergebnis und einen Fehler. Und ich kann dann eben schauen, was ist das Problem gewesen. In dem Fall ganz einfach, ich habe einen Prozess, den es auf dem Rechner nicht gibt. Und deswegen kann er mir dafür auch keine Details zurückgeben. Auch hier ist eine Suche möglich, um die Ergebnisse zu filtern oder nach dem Gerät zu filtern, welches ich sehen möchte. Und ich kann über das 3-Punkte-Menü auch hier auf dem jeweiligen Gerät ausführen. Das Skript, wenn ich es nochmal ausführen will, ich habe zum Beispiel etwas geändert, kann ich es dann hier auch schnell ausführen. Oder ich kann über die 3-Punkte-Menü auch mir die einzelnen Fehler anzeigen oder eben auch die gesamte Historie anzeigen lassen.
Das mache ich jetzt einmal und sehe jetzt sozusagen die gesamte Historie für ein Skript und ein Gerät und sehe, okay, das ist meistens fehlgeschlagen mit irgendwelchen Fehlern, ist aber auch schon mal gut erfolgreich ausgeführt worden. Das habe ich dementsprechend einfach produziert, indem ich das Skript geändert habe. Ansonsten kann man hier eben schnell nachvollziehen, was passiert ist. Was ich noch zeigen möchte hier ist, wenn man auf die Ergebnisvorschau geht, sieht man hier eben das Ergebnis, was wir haben. Es ist eine Vorschau, weil es sein kann, je nachdem wie viel Daten zurückkommen, dass hier in dieser Vorschau nicht alles angezeigt wird. Dann werden hier unten 3 kleine Punkte, die einem indizieren, dass eben noch mehr Daten vorhanden wären und dafür könnt ihr dann letztendlich den Download-Button benutzen und dann eben den gesamten Inhalt herunterladen und euch separat in einem Textprogramm eurer Wahl anschauen. Der letzte Punkt sind die Skriptkonfigurationen, den ich hier zeigen möchte. Dazu muss ich einmal auf die Richtlinien wechseln und ich habe hier schon mal eine Skriptrichtlinie angelegt mit 2 Skriptkonfigurationen für jeweils ein Skript. Wir gehen einmal rein, wir haben wieder unsere kleine Warnung, dass man eben aufpassen muss, welches Skript man hier verwendet. Man kann ein Skript auswählen, das heißt ein verwaltetes Skript, das ich vorhin irgendwann mal angelegt habe, kann ich hier jetzt auswählen und zwar auch nur ein einziges. Und kann dann eben hier die ereignisbasierte Ausführung definieren. Ich kann sie disablen, das heißt, es wird jetzt nicht ausgeführt, wenn ein Ereignis eintritt, oder ich kann es eben ausführen, wenn ein Ereignis eintritt. Ich habe hier die Möglichkeit, 3 Ereignisse auszuwählen, nämlich den Gerätestart, der Benutzer hat sich angemeldet oder Benutzer hat sich abgemeldet. Beim Benutzer hat sich abgemeldet, muss man dazu sagen, wir blockieren hier natürlich nicht die Abmeldung. Das heißt, das Skript kann nicht ewig lang dauern, ansonsten wird es einfach nicht komplett ausgeführt und man kriegt eventuell die Ergebnisse etc. nicht zurück. Das heißt, hier würde sich nur etwas anbieten, was wirklich auch schnell ausgeführt wird auf dem Rechner. Für den Benutzer hat sich angemeldet, gibt es noch ein zusätzliches Feld, nämlich dieses hier. Und hier kann man die Benutzeranmeldung auf einen Benutzer limitieren, indem man ein bestimmtes Format, das hier in diesem Textfeld angezeigt wird, angeben und eben darauf einschränken. Das heißt, nur wenn sich dieser Benutzer anmeldet, wird das Skript auch ausgeführt. Die zeitbasierte Ausführung kann hier definiert werden. Und zwar, wie gesagt, kann ich hier die Tage selektieren, hier in diesem Fall Dienstag, Mittwoch, eine Startzeit, zu welchem Zeitpunkt es ausgeführt werden soll, das ist 8 Uhr. Und ich kann noch zusätzlich eine Zeitzone definieren, wenn das Gerät jetzt jeweils nicht in Deutschland oder irgendwo anders auf dem Kontinent wäre oder ich einfach eine andere Zeitzone haben möchte. Hier unten sind die Einschränkungen, die man für die Skriptausführung einrichten kann. Und zwar hätten wir hier einmal die Ausführung im Akkubetrieb nicht zulassen. Das heißt, wenn das Gerät nicht am Strom hängt, wird das Skript auch nicht ausgeführt, zumindest wenn ich den Toggle dementsprechend setze. So würde es auch ausgeführt werden, wenn es im Akkubetrieb ist. Man kann es auch die Ausführung, wenn es gerade ausgeführt ist, stoppen, wenn es eben der Stecker gezogen wird, damit eben lang andauernde oder intensive Skriptausführungen nicht unnötig Batterie ziehen vom Gerät. Man kann das Gerät während der Skriptausführung aufwecken, also aus einem bestimmten Standby-Modus, oder man kann hier noch 2 andere Sachen machen, nämlich den Task zur Skriptausführung auf dem Gerät ausblenden oder auch die Skriptausführung bei Bedarf starten. Das heißt, wenn man dann auf dem Windows-Gerät ist, könnte man es auch manuell einmal triggern, diesen Start. Wie gesagt, ich habe diese 2 Skripte bereits angewendet über die Skriptkonfiguration und das hat man, wenn man in die Historie reingeht, auch gesehen. Nämlich hier sieht man einmal, die letzte Ausführung war vor 5 Stunden, das heißt genau um 8 Uhr. Und ich sehe, den Ausführungstyp ist eben eine Konfiguration gewesen, so kann ich das Ganze nachvollziehen und weiß, okay, mein Zeittrigger hat funktioniert und es wurde ausgeführt. Wenn das Gerät natürlich zu diesem Zeitpunkt nicht online wäre oder nicht angeschaltet ist, sage ich mal so, dann funktioniert das natürlich nicht. Wenn es nicht online ist, wird die Skriptausführung trotzdem stattfinden, nur dieses Ergebnis wird dann erst zurückgemeldet an Relution, sobald es natürlich wieder online ist. Aber das funktioniert auch. Und dann sehe ich eben in der Historie, wann es immer ausgeführt worden ist.
als letzten Punkt, den ich hier noch zeigen möchte, und zwar, wenn ich eine Skriptkonfiguration angewendet habe auf einem Gerät oder veröffentlicht habe und jetzt nachträglich das Skript verändern möchte, weil es soll etwas anderes tun oder es ist fehlerhaft, wie hier mit diesem Invalid Process, der hier abgefragt wird, kann ich das natürlich tun und das Ganze speichern. Und wenn ich jetzt zu dem Gerät einmal schaue, sollte ich zumindest unter den versteckten Aktionen das Ganze sehen. Das heißt, man kann hier einmal die versteckten Aktionen anzeigen. Kann ich sehen, dass wir hier noch eine weitere Aktion ausführen, und zwar einmal, dass dieses Skript sich geändert hat. Das heißt, wir aktualisieren dieses Skript auf den jeweiligen Rechnern, wo es eben auch angewendet worden ist, über diese Aktion, sobald sie dann ausgeführt worden ist. So, dann komme ich zu meinem nächsten Punkt, und zwar der Shared-PC-Richtlinie. Diese ist ebenfalls bereits live, das heißt, ihr könnt diese nutzen und sie ist dafür geeignet, um eben den PC für mehrere Nutzer gemeinsam verfügbar zu machen. Das heißt, ihr könnt ein Active Directory konfigurieren, in dem der PC hinzugefügt wird und eure Nutzer hinzugefügt werden. Das kann ein Azure Active Directory sein oder ein anderes, und könnt dann über diese Richtlinie das Gerät so konfigurieren, dass sich die Nutzer mit ihrem Active Directory Account und Credentials anmelden können oder eben auch ein Gastnutzer auf diesem Gerät zur Verfügung steht, der eben ohne Passwort auch nutzbar ist. Ein großer Vorteil davon ist, man kann das automatische Löschen von diesen Nutzerprofilen konfigurieren und es passiert dementsprechend dann auch auf dem Gerät. Das heißt, ich konfiguriere zum Beispiel, dass sich bei einem bestimmten Speicherplatz der Nutzeraccount gelöscht werden soll, der sich eben gerade abmeldet oder der lange inaktiv war. Dadurch werden die Daten von dem Gerät genommen und liegen da nicht unnötig herum, sage ich jetzt mal. Und Sie können es dementsprechend konfigurieren. Ich möchte das auch einmal kurz zeigen in der Relution Instance. Das heißt, ich habe hier eine Richtlinie, und zwar hier diese Shared-PC-Richtlinie. Die sieht folgendermaßen aus, dass wir hier oben einmal einen kleinen Toggle haben, der uns eben diese Shared-PC-Richtlinie erstmal ermöglicht. Das heißt, ich muss den hier auf aktiviert stellen, damit auch wirklich die Shared-PC-Richtlinie dementsprechend angewendet wird. Ich kann dann hier auswählen, möchte ich einen Gastaccount haben oder sollen nur die Nutzer meiner Domäne auf dem Gerät sich einloggen können. Mit diesem Toggle kann ich dann eben die Konfiguration machen für das automatische Löschen von den Konten, wenn sich ein Nutzer abmeldet oder das Wartungsintervall auf dem Gerät stattfindet. Das Wartungsintervall wiederum kann ich ganz unten einmal definieren, das heißt, ich kann hier unten angeben, zu welcher Tageszeit denn diese Wartung beginnen soll, bei dem dann auch das automatische Löschen von inaktiven Accounts stattfindet. In dem Fall wäre es 12 Uhr mittags, das würde ich natürlich so nicht empfehlen, weil um 12 Uhr mittags eventuell noch der ein oder andere am PC hockt und dann der Rechner anfängt, irgendwelche Sachen, alte Konten herunterzunehmen. Wenn ich das Ganze konfiguriere, kann ich hier eben angeben, wann soll denn das Ganze passieren. Also soll es passieren, wenn der Speicherplatz knapp wird oder eben eine Inaktivitätsschwelle, die ich setzen kann, eintritt, oder soll es nur beim Speicherplatz ausgeführt werden oder soll es einfach sofort passieren. Also sobald sich der Nutzer abmeldet von dem Gerät, sollte sofort seine Accountdaten gelöscht werden. Wenn ich jetzt Speicherplatzschwelle angegeben habe, kann ich diese zwei Felder konfigurieren. Das heißt, das obere gibt an, wann mit dem Löschen begonnen werden soll, wenn der freie Speicherplatz zu gering ist. Das heißt, landet er unter 25% oder bei 25% vom Speicherplatz, werden die Accounts dementsprechend aufgeräumt, und zwar die am längsten inaktiv sind zuerst etc. Hier unten kann man angeben, wann das Löschen wieder aufhören soll. Es macht keinen Sinn, das hier so niedrig zu konfigurieren, sondern die macht man ein bisschen höher, zum Beispiel bei 40%. Das heißt, er beginnt zu löschen bei 25% und sobald er 40% erreicht hat, hört er wieder auf mit dem Löschen von den User-Accounts.
auf dem Gerät. Das letzte Feld kann man nur konfigurieren, wenn man den obersten anhat, nämlich die Inaktivitätsschwelle. Das heißt, wie viele Tage inaktiv dürfen die Accounts sein, damit die Löschung von dem Account stattfindet. Hat sich ein Nutzer 30 Tage lang nicht mehr angemeldet, dann wird es auf diesem Gerät seine Daten gelöscht. Es gibt noch weitere Felder, die man machen kann. Man kann den Zugriff nur auf den lokalen Speicher beschränken, also nicht aufs Netzwerk. Man kann die Bildungsumgebung aktivieren. Das sind von Microsoft verschiedene Richtlinien, die Microsoft da hinterlegt hat, die automatisch dann angewendet werden, wenn man das aktiviert. Da gibt es auch in der Microsoft-Doku noch Infos, was genau das alles tut. Ich kann konfigurieren, dass man sofort sich anmelden muss, wenn man in den Standby-Modus gekommen ist, dass der Nutzer sich neu anmelden muss, und man kann konfigurieren, dass nach einer bestimmten Zeit in den Schlafmodus gewechselt werden muss. Das heißt, hier gebe ich die Anzahl der Sekunden an, bis dann in den Schlafmodus gewechselt wird, wenn der PC eben gerade nicht genutzt wird. Das letzte Feld mit der Tageszeit habe ich hier bereits einmal erwähnt. So, dann kommen wir zu zwei weiteren Funktionalitäten für Windows, und zwar einmal auf der linken Seite eine Aktion, die wir schon veröffentlicht haben. Das ist die Lokalisierung, das heißt, man kann jetzt auch die Windows-Geräte sich den Standort abfragen und eben auch anzeigen lassen in einer Ansicht, wie es hier auf dem Screenshot zu sehen ist. Und die rechte Seite, den BitLocker-Key, das ist eine Funktionalität, die erst noch kommen wird. Also das ist ein bisschen eine Vorausschau auf das, was in nächster Zeit kommt. Und zwar kann man hier in den Gerätedetails von meinem Gerät sich den BitLocker-Wiederherstellungsschlüssel anzeigen lassen. Man benötigt dafür aber ein paar Voraussetzungen, damit es auch wirklich angezeigt werden kann. Das würde ich jetzt auch einmal zeigen. Und zwar, wenn ich jetzt hier in mein Gerät reingehe, in die Gerätedetails, haben wir jetzt hier unten, oder haben wir dann in Zukunft unten, dieses Feld für die BitLocker Information. Wir haben, dass der Wiederherstellungskey natürlich nicht jedem gleich sichtbar sein sollte, gibt es noch einen zweiten Klick, den man machen muss, nämlich hier auf Anzeigen, was man machen kann, und dann wird einem die BitLocker-Information angezeigt, wenn man denn etwas konfiguriert hat. Wenn man es nicht konfiguriert hat, wird hier auch angezeigt, dass eben nichts vorhanden ist. So, was muss man jetzt tun, damit diese BitLocker-Information einem angezeigt werden kann? Es sind mehrere Schritte dafür notwendig. Und zwar, ich muss zum einen eine Richtlinie konfigurieren. Das heißt, hier eine BitLocker-Richtlinie zum Beispiel einmal konfigurieren und die Konfiguration dafür anwenden. Das heißt, ich konfiguriere mir hier meine BitLocker-Verschlüsselung, wie auch immer die genau aussehen soll, wende die auf dem Gerät an. Auf dem Gerät selber muss die dann natürlich von dem jeweiligen Nutzer in der Regel auch einmal aktiviert werden. Der Nutzer muss angeben, dass er diesen Wiederherstellungsschlüssel eben benötigt und dass er diesen eben auf dem Gerät auch abspeichert. Zusätzlich ist es notwendig, dass, sobald dieser Wiederherstellungsschlüssel existiert und das Gerät sozusagen verschlüsselt worden ist, muss der Nutzer einmal diese Verschlüsselung entschlüsseln, damit wir diese Information überhaupt bekommen können. Wenn der Nutzer sie nicht entschlüsselt hat, können wir auch die Daten nicht von dem Windows-Gerät auslesen. Das heißt, der Nutzer muss einmal BitLocker anwenden, aktivieren, verschlüsseln, muss sich anmelden, also das Ganze entschlüsseln, und dann benötigen wir eine Refresh oder eine Geräteinformation aktualisieren Aktion, die einmal ausgeführt werden muss, wenn das Gerät entschlüsselt ist. Denn nur dann kommen wir auch von dem Gerät die entsprechenden Details über den BitLocker Wiederherstellungsschlüssel zurück. Und sobald wir den einmal haben, zeigen wir den dann eben in diesem Feld an. Man braucht sich keine Sorgen machen, wenn eine Refresh- oder Geräteinformation aktualisieren Aktion ausgeführt wird und das Gerät wäre noch verschlüsselt, wird es natürlich nicht wieder überschrieben, dass dann die Daten plötzlich wieder verschwunden wären oder ähnliches. Sobald wir die einmal hatten, speichern wir die und aktualisieren die dann nur noch, wenn wirklich wieder was Neues vorhanden ist. Aber das sind die Voraussetzungen für diese BitLocker-Key.
In den Aktionen, wie gesagt, ist der zweite Teil, und zwar kann man hier Gerät orten auswählen und kann dann die Aktion auf das jeweilige Gerät anwenden. Wenn ich das einmal mache, sehen wir hier Folgendes, und zwar die Aktion wird ausgeführt, war erfolgreich in diesem Fall und liefert uns hier grobe Daten, die mehr oder weniger interessant sind für einen, nämlich die Genauigkeit von 275 Metern und wann dieser Standort ermittelt worden ist zuletzt. Das heißt, wenn wir dieses Gerät orten ausführen, triggern wir nicht automatisch, dass es jetzt in diesem Moment geortet wird, sondern wir fragen den Standort wirklich nur ab, wann die letzte Ortung stattgefunden hat. Wichtig, damit es überhaupt funktioniert und hier ein Successful erscheinen kann, muss auf dem Gerät die Geräteortung aktiviert sein. Wenn die ausgeschaltet ist, dann wird diese Aktion fehlschlagen und eine Permission Denied Nachricht hier drin stehen. Oben über Standort kann man dann eben den jeweiligen Standort sich anschauen und wir sehen, das Gerät ist ziemlich genau dort hier im Büro von uns und die Genauigkeit wird durch diesen Kreis dementsprechend beschrieben. So, damit komme ich jetzt zu dem letzten Feature, was ich euch vorstellen möchte. Und zwar sind das die Office 365 Apps, die wir auf den Geräten nun installieren können. Und zwar entweder einmalig per Aktion oder eben wiederkehrend per Konfiguration. Das heißt, wir haben beides ermöglicht und je nachdem, was man hier benötigt, kann die eine oder die andere Variante gewählt werden. Was benötigen wir da dazu? Einmal natürlich die Aktion oder Konfiguration muss ausgeführt werden und die kann nur ausgeführt werden, wenn man in dem Office-Anpassungstool, das ich gleich noch ganz kurz zeigen werde, eine Konfiguration macht, sich eine XML-Datei exportiert, die in Relution in der Aktion oder Konfiguration hochlädt und dann eben auf dem Gerät ausrollt. Und das möchte ich jetzt einmal ganz kurz zeigen. Und zwar habe ich das hier schon einmal grob vorbereitet, nämlich diese Office 365 Konfiguration. Die sieht folgendermaßen aus. Sie ist nicht überall ermöglicht, das heißt auf Windows Home geht es nicht, aber Education Enterprise ist alles ermöglicht. Wir haben hier einen Link zu dem Admin Center oder zu dem Office Anpassungstool, bei dem man es konfigurieren kann und man kann hier eben diese exportierte XML-Datei auswählen und einmal hochladen. Sie wird einem dann dementsprechend angezeigt und man sieht hier, was alles nicht installiert werden soll. Etwas komisch, aber ist halt so gewählt von Microsoft. Und noch weitere Properties, die eben für die Installation verwendet werden. Das Ganze wende ich jetzt einmal auf dem Gerät, was ich eingeschrieben habe, an. War bisher noch nicht drauf. Und dann würde ich einmal kurz zu dem Microsoft Office Anpassungstool wechseln. Wir landen jetzt hier auf dem Link für das Microsoft 365 Apps Admin Center und können hier unten bei Konfiguration, neue Konfiguration erstellen, auf Erstellen klicken und landen dann im Office Anpassungstool. Es gibt zahlreiche Dokumentationen von Microsoft dazu. Wirklich kann man sich gut einlesen, was dieses Tool alles kann. Es kann relativ viel. Für uns sind nur ein paar wenige Schritte notwendig, zumindest zum Testen. Wir müssen einmal auswählen, welche Architektur habe ich denn. Habe ich ein 64-Bit-System oder 32? Ich kann hier zusätzliche Apps und Produkte bereitstellen, beziehungsweise ich muss erstmal eine Suite auswählen. Also je nachdem, welche Lizenzmodell ich hier gewählt habe und was ich installieren möchte, kann ich hier zum Beispiel Microsoft 365 für Unternehmen auswählen. Ich kann Visio oder anderes noch definieren. Ich kann einen Update-Kanal definieren, das heißt, soll es halbjährlich gemacht werden oder aktuell. Da muss man sich einfach mit auseinandersetzen, was man hier haben möchte. Und man kann hier jetzt die Apps auswählen, die damit installiert werden sollen. Das heißt, ich möchte jetzt zum Beispiel nur Word und Excel haben, dann würde ich es jetzt dementsprechend konfigurieren. Ich möchte keinen Hintergrunddienst für Bing haben, dann konfiguriere ich das so. Ich muss auf jeden Fall noch eine Sprache festlegen, zum Beispiel Deutsch. Und kann noch einiges weiteres definieren, muss aber nicht mehr alles machen. Das heißt, hier einfach in die jeweiligen Konfigurationen
hineingehen, sich durchlesen, was man denn eigentlich braucht oder was man möchte und was es alles tut. Und dementsprechend konfiguriert man sich das Ganze zusammen. Auf der rechten Seite sieht man eine Zusammenfassung und hier oben kann man dann einmal exportieren drücken, muss dann einmal noch eine weitere Konfiguration auswählen, nämlich das Standard-Dateiformat. Da kann man zum Beispiel aktuelle Einstellungen behalten, wie es aktuell gehandhabt wird, soll es bleiben, oder anderes machen. Bestätigt das Ganze, muss dann noch einmal den Lizenzbedingungen zustimmen, den Dateinamen festlegen und kann dann auf Exportieren klicken und kriegt dann eben diese XML-Datei. Diese wird, wie gesagt, zum Beispiel in unserer Konfiguration einmal hochgeladen und dann auf dem Gerät angewendet. Jetzt schauen wir einmal in das Gerät hinein, in die Aktionen, und wir sehen, wir haben Richtlinie ändern gehabt. Die Microsoft 365 wurde angewendet. Wir haben mehrere Unteraktionen, die ausgeführt worden sind. Was jetzt passiert ist, wir schicken die Installationsanweisung hin, dieses XML, und Microsoft selber oder das auf dem Gerät selber fängt jetzt an, die Installation durchzuführen. Das kann auch ein paar Minuten dauern. Und wir kriegen hier nicht die Information, dass jetzt zum Beispiel Microsoft Word direkt installiert ist, zurück, aber wir sehen es gleich auf dem Gerät. Das heißt, ich würde hier jetzt einmal kurz in das Gerät hinein wechseln, über den Microsoft Remote Desktop, mit dem ich mit diesem Gerät verbunden bin. Und wir können jetzt sehen in den Apps und Features, ich habe übrigens mit der Konfiguration nur Word installiert. Wenn ich jetzt nach Word suche, finde ich es nicht in den Apps und Features. Ich finde aber jetzt neu diese Datei oder diese App, Microsoft 365 Apps for Enterprise, die installiert worden ist. Wenn ich jetzt über einen Start suche, sehe ich zum Beispiel, okay, Word und PowerPoint habe ich installiert. Das war der Teil, den ich mit der Konfiguration installiert habe. Das Ganze kann ich dementsprechend dann auch ab diesem Zeitpunkt nutzen. So. Wenn ich die Richtlinie wieder entferne, von dem Gerät, passiert etwas Neues für Windows-Geräte. Aus Apple kennt man es eventuell schon ein bisschen, und zwar wird ein Status Not Now gesetzt, also nicht jetzt. Das heißt, wir schicken hier mehrere die Deinstallation auf das Gerät, und das Gerät sagt uns jetzt, ich mache das Ganze, ich fange jetzt an zu deinstallieren, und wir von Relution sagen dann, okay, wir setzen es jetzt auf Not Now, sodass wir die Richtlinie auch wirklich komplett entfernen können. Das Problem hierbei ist, es muss in mehreren Schritten passieren, und es darf nicht passieren, dass man die Anweisung zu schnell hintereinander rausschickt. Deswegen wird es von unserer Seite auf den Status Not Now gesetzt. Das heißt, wir haben hier mehrere kleine Subaktionen, die ausgeführt worden sind, und die letzte ist eben noch nicht ausgeführt. Da warten wir sozusagen, bis wir vom Gerät die Informationen bekommen, die App wurde dementsprechend deinstalliert und die Richtlinie hat wirklich vollständig funktioniert. Wie kommt man an diese Information oder wie kommt man in diesen Status rein oder wieder raus aus diesem Status? Das funktioniert, indem ich hier eine Geräteinformation aktualisieren Aktion ausführe. Bei dieser fragen wir den Status von der jeweiligen Deinstallation ab, und wenn der Status sich geändert hat, dann setzen wir die Aktion oder die Richtlinien ändern von Not Now auf ausgeführt. Das hat funktioniert und sind dann im letztendlichen Zustand, den wir auch erreicht haben wollen. Wenn ich jetzt wieder auf das Gerät zurückgehe, sehe ich eben auch, okay, die App 365 für Microsoft Apps ist deinstalliert worden, und wir sehen eben auch, dass ich eben hier kein PowerPoint oder ähnliches mehr finden kann. Das heißt, die Apps sind wieder runter von dem ganzen Gerät. Die Aktion sieht letztendlich sehr ähnlich aus zu der Konfiguration. Und zwar kann man hier auch letztendlich über den Link auf dieses Office-Anpassungstool hinüberwechseln und muss ebenfalls hier diese Konfiguration hochladen, die man anwenden möchte, und sobald man das gemacht hat, kann man die Konfiguration auf dem Gerät anwenden und so eben einmalig das Ganze installieren. Als letztes möchte ich noch eins erwähnen, und zwar es ist ein besonderer
also bei dieser Office Suite sollte man sich natürlich genau Gedanken machen, was man möchte, welches Lizenzmodell man braucht und welches man haben möchte. Ein Wechsel zwischen den Modellen funktioniert, ist aber auch eine besonderer Zustand. Das heißt, da würde das Gerät dann auch in Not Now gehen, weil man das auch mit mehreren Schritten dementsprechend entfernen muss. Und damit komme ich eigentlich zu meinem letzten Punkt, und zwar dem Ausblick. Wir haben noch weitere Windows-Funktionalitäten natürlich in der Pipeline. Das heißt, wir werden bald den Windows ARM64-Support ermöglichen können. Das heißt, Plattformen mit der Architektur ARM können auch supported werden. Und wir werden die Relution Teacher App und die Relution Agent App auch auf Windows ermöglichen, was wir bisher für Android und iOS haben. Damit danke ich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. So, Sven, vielen Dank. Es Gerne. gab einige Fragen zu Windows. Das war eigentlich auch fast klar, weil ja auch viel bewegt wurde in dem letzten Jahr. Eine, die ich dir jetzt mitgebracht habe, ist es durch Änderungen der XML-Datei auch möglich, die Pro Plus bzw. die LTSC-Version zu installieren? Da muss man sich ein bisschen mit dem Microsoft Office Anpassungstool ein bisschen auseinandersetzen, ob man die Konfigurationsmöglichkeiten dementsprechend zur Verfügung stellt. Wir haben nicht jede einzelne ausgetestet in dem Fall, deswegen kann ich es nicht hundertprozentig sagen. Einfach da ein bisschen nachlesen und dann einmal ausprobieren. Okay, vielen, vielen Dank. Ja, die Zeit sagt, dass du alles eingehalten hast, super im Zeitplan bist. Top. Wir machen eine mini kurze Pause. Der Tim kommt gleich, der macht sich hier schon bereit. Und ich sage dir danke, Sven, dass du dabei warst. Und bei Fragen zu Windows bitte alle runterschreiben. Sie werden gesammelt und auch dann schriftlich beantwortet. Bis gleich. Danke, tschüss. Ja, herzlich willkommen zu meinem zweiten Teil, den ich heute Nachmittag mit euch oder Mittag mit euch beginnen darf. Ich decke heute den Teil Neuerungen für Apple-Bereich ab unter unserem System Relution. Ich habe heute diverse Funktionen mit dabei, die für einige interessant sein können und ein natürlich absolutes Highlight von meiner Seite, das ich mir für den Schluss aufgehoben habe, um euch das Ganze näher zu bringen. Gut, ich würde einfach mal sagen, wir fangen mal direkt mit an, mit einem ganz, ganz großen Thema, was uns auch für die nächsten Jahre täglich, wöchentlich, monatlich oder auch jährlich in der Entwicklung und für euch als Kunden natürlich begleiten wird, das sogenannte Thema Apple DDM.
Jeder, der mich schon kennt, ich bin in der Regel immer so eingestellt, dass wenn ich Abkürzungen bringe, dass ich die Abkürzung auch in der Regel immer erkläre. Jeder, für den DDM noch ein absolutes Neuland ist, DDM heißt Declarative Device Management und ist eine zusätzliche Ergänzung in dem Protokoll, das Apple verwendet, um die dementsprechenden Endgeräte zu verwalten. Wir haben momentan 2 Parts von dem Thema DDM bei uns mit eingeführt. Das eine ist das sogenannte Status-Update. Das betrifft sowohl Betriebssystem-Updates als auch die Installation von Apps. Was hat es genau auf sich oder wie funktioniert DDM im Hintergrund? Im Hintergrund ist es so, dass mittlerweile wir als MDM-System dem Gerät eine Liste mitgeben und ihm zum Beispiel sagen, hör mal zu, bei dem Thema Updates, du sollst das von uns bekommen. Das heißt, dieses Betriebssystem, diesen Bild und zum Beispiel in diesem Zeitraum muss es installiert werden. Unter der Rubrik Updates bei dem Thema DDM wird es dann im Endeffekt so ablaufen, dass der Benutzer dann auch keine Option mehr hat, dieses Update zu umgehen, zu überspringen oder abzulehnen. Bei dem Thema Apps ist das Ganze folgendermaßen aufgestellt. Wir versenden eine Liste an erforderlichen Apps an das Endgerät und diese Liste wird von dem Gerät proaktiv mit abgearbeitet. Im Gegensatz zu vorher war das Ganze so, dass wir immer gesagt haben, hol dir die App, sag uns bitte, ob die App installiert ist, hol dir die nächste App, sag uns, ob die App auch installiert ist und so weiter und so fort. Unter dem neuen Punkt DDM wird somit diese Interaktion mit den Geräten einfach wesentlich beschleunigt. Zu dem Thema kann ich euch leider heute nicht viel im Live-Betrieb zeigen, da das alles relativ stark unter der Haube agiert. Kommen wir zum nächsten Punkt. Für mich persönlich immer ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Ich habe angefangen als Service Provider zu arbeiten und mitunter eins der größten Probleme, mit der wir immer in Kontakt gekommen ist, hey, ich habe ein Gerät gefunden oder andersrum, wir haben ein Gerät einem Mitarbeiter zur Verfügung gestellt und der Benutzer hat seine Apple-ID nicht mit abgemeldet. Für jeden, der ein bisschen schon länger an der Apple-Welt daheim ist, es gibt eine Funktion, die das Zurücksetzen des Gerätes oder die Wiederinbetriebnahme des Gerätes unvermeidlich erschwert. Die Funktion, die hinten dran steht, ist die sogenannte Activation Lock oder Aktivierungssperre. Viele Kunden kennen es als Funktion Wo ist oder Find My unter den Einstellungen der iCloud. So, wir haben mit der Version 5.18 ein neues Feature implementiert. Und zwar können wir mit der Version 5.18 bei iPadOS oder iOS-Geräten die sogenannte Activation Lock auslesen, beziehungsweise den Bypass-Code für die Activation Lock. Bypass-Code steht eigentlich vom Prinzip her einfach nur für den Umgehungscode für das dementsprechende Gerät oder für die Aktivierungssperre. Funktioniert vom Prinzip her folgendermaßen. Wir können im System diesen dementsprechenden Code auslesen, der wird auch im Inventar mit angezeigt, das zeige ich euch gleich einfach mal kurz. Und dieser Code wird dann bei Apple ID und Passwort auf dem Gerät eingegeben. Dadurch können wir die dementsprechende Activation Lock aufheben und ihr könnt die Geräte wieder in Betrieb nehmen. In den meisten Fällen tritt das Problem dann in der Regel immer dann auf, wenn Schüler die Schule spontan verlassen oder ich sag mal von der Schule geschmissen werden und gegebenenfalls keine Restriktion auf dem Gerät hinterlegt ist oder natürlich, wenn Mitarbeiter unfreiwillig die Firma verlassen, / Kündigung. Wir sind jetzt momentan in Volution selbst auf meinem eingeschriebenen iPad. Und wenn wir jetzt auf den Informationen ein bisschen weiter runter scrollen, sehen wir unter dem Abschnitt System einen Punkt, der da heißt Code zur Umgehungssperre aktivieren. So, wenn ich jetzt hier auf das Auge drücke, habe ich einen dementsprechenden Code, den ich auf dem Endgerät eingeben kann, um diese, wie gesagt, angesprochene Aktivierungssperre aufzuheben. Ich muss jetzt natürlich dazu sagen, da ich jetzt ein klein wenig nervös bin, werde ich diesen Part nicht im Live-Betrieb zeigen, weil meine Finger ehrlich gesagt ein bisschen schneller agieren als mein Kopf. Wer das gerne mal austesten möchte, bitte ein Gerät im schlimmsten Fall nochmal neu einschreiben. Da wir diese Funktion erst mit 5.18 eingeführt haben und rückwirkend nur 30 Tage den Code auslesen können, könnt ihr im besten Fall das Ganze nochmal sauber testen, indem ihr ein neues Gerät einschreibt. Gehen wir weiter. Eine Funktion, die ich euch gerne mit zeigen würde, ist eine neue Funktion, um Medien auf den Geräten zu installieren. Hier ist ganz wichtig hervorzuheben, dass es um den Punkt PDFs und
EPUBs geht. EPUBs sind vom Prinzip her bearbeitbare Bücher. Jeder, der aus der Schulwelt kommt, kennt den Book Creator. Da gibt es einen Export per EPUB. Das wäre zum Beispiel ein sogenanntes Dokument. Oder natürlich auch, wie gesagt, die PDFs zu installieren. Zu der Funktion muss ich natürlich nochmal 2, 3 Sachen dazu sagen. Und zwar Punkt 1, ihr müsst als allererstes diese Medien in Volution hochladen. Dazu habt ihr ab der Version 5.20 unter der Rubrik Apps einen neuen Punkt, der nennt sich Medien. Und wie wir jetzt hier sehen, habe ich schon 2 Medien mit hochgeladen. Viele Leute hätten jetzt früher zu mir gesagt, du Tim, fahrlässig, du zeigst mir jetzt irgendwas mit Apple und dann lädst du hier PDFs vom Android-Bereich hoch. Leider ja, ich habe nur leider keine anderen PDFs in der Vorbereitung zur Verfügung gehabt. So, nachdem die dementsprechenden Medien mit hochgeladen wurden, können wir Richtlinien anlegen, um diesen Richtlinien Gerätegruppen zuzuweisen, die wir dieser Richtlinie assoziieren. Hier habe ich jetzt schon folgende Medien hinterlegt, habe aber logischerweise noch keine Geräte mit dieser Richtlinie angelegt, beziehungsweise diese Gerätegruppe keinem Gerät zugewiesen. Und wenn ich jetzt in der Richtlinie selbst, beziehungsweise auf dem Gerät selbst draufgehe, ihm diese Gruppe hinzufüge, wird auch das Medium dementsprechend auf dem Gerät installiert. Ich persönlich nutze dafür in der Regel immer die iBooks-App. Jetzt kann das einen kleinen Moment dauern, bis die Aktion dementsprechend durch ist. Dann schicken wir einfach nochmal einen kleinen Befehl hinterher, schießen uns nochmal die iBooks-App einmal ab. Not now. Library all. Und schon sehen wir unsere Bücher. In der Regel, je nachdem, wie schnell die Internetverbindung natürlich ist und je nachdem, wie ruhig eure Finger sind, geht dieser Befehl natürlich schneller durch oder langsamer. So viel erstmal zu dem Thema PDFs. Das Wichtige ist, wie gesagt, ihr benötigt eine App auf dem Gerät, die PDFs sowohl EPUBs dementsprechend verwalten oder damit umgehen kann. Schauen wir uns den nächsten Punkt an, den ich heute mitgebracht habe. Eine neue Funktion, die wir bei den Shared iPads mit eingefügt haben, ist der Punkt, die Abmeldung bzw. das Löschen von angemeldeten Accounts auf den dementsprechenden Shared iPads. Es geht hier explizit um die geteilte oder Shared iPad-Funktion von Apple direkt und erstmal nicht um die Thematik Volution Shared Device. Warum haben wir die Funktion mit eingeführt? Mit iPadOS 17 gab es teilweise Probleme bei Shared iPads, wenn Accounts auf dem Gerät angemeldet waren. Um dem entgegenzuwirken bzw. um Probleme aus der Welt zu schaffen, die durch dieses Update entstanden sein könnten oder entstanden werden, haben wir diese Funktion mittlerweile mit eingebaut und diese Funktion wird ab der Volution-Version 5.20 mit unterstützt. Auch hier muss ich jetzt natürlich ganz klipp und klar dazu sagen, ist jetzt kein Feature, das ich euch jetzt heute direkt im Live-Betrieb leider zeigen kann, da ich A, mein Gerät aus dem normalen iPad zu einem Shared iPad umwandeln müsste und B, natürlich hier eine Apple-ID angeben müsste. So, biegen wir zu der Rubrik macOS ab. Wir haben ja vorhin schon angesprochen, ich habe vorhin schon angesprochen, dass unter dem Thema DDM neue Funktionen mit dazukommen. Das eine betrifft natürlich Systemupdates für das macOS-Betriebssystem. Auf der anderen Seite haben wir jetzt natürlich nochmal zusätzlich diverse weitere Endpunkte für die Konfiguration oder auch für die Interaktion mit den dementsprechenden macOS-Geräten hinzugefügt. Mit den Volution-Versionen haben wir zum Beispiel unter dem Punkt Richtlinien eine Möglichkeit gewährleistet, euch die Konfigurationsmöglichkeiten für die LAN-Ports der Netzwerkschnittstelle 802.1x hinzuzufügen und auch zum Beispiel die Auto-Update für B2B-Funktionen bzw. B2B-Apps. Zusätzlich dazu kommen wir mit der 5.18 auch nochmal mit neuen Aktionen für macOS-Geräte um die Ecke. Sollten es Fragen zu den macOS-Themen geben, muss ich natürlich ganz klipp und klar dazu sagen, dass ich in der macOS-Thematik nicht so ganz bewandert bin. Dafür haben wir meine Kollegen im Hintergrund in eurer Fragerunde bereitstehen und ihr könnt die Fragen gerne im Chat dazu äußern. Und abschließend für mich ein ganz wichtiges Feature. Ich bin ja in der Regel gerne eine Person, die diverse Geschichten erzählt. Die Anfänge von mir waren, dass ich natürlich an viele Schulen fahren musste, um die Geräte in Betrieb zu nehmen. Mit der Funktion Return to Service
die wir unter der Revolution-Version 5.20 hinzugefügt haben und ab iPad-Version iPadOS 17 verfügbar ist, müsst ihr den Geräten nur noch einmal Starthilfe geben. Jetzt fragen sich vielleicht viele, die das Thema nicht kennen, was heißt Starthilfe geben? Starthilfe geben heißt, wir hatten früher oder mussten früher macOS-Geräte mit in die Schulen nehmen und den Geräten über ein sogenanntes WLAN-Profil mittels Apple-Konfigurator neue Informationen bzw. die Informationen für den MDM-Server per WLAN mitgeben. Mit der neuen Version Return to Service habt ihr die Option, nachdem Geräte eingeschrieben wurden, über diese Aktion die Geräte zu wipen, allerdings nicht die MDM-Einbindung, ich sage jetzt mal, wegzuschmeißen oder zu löschen. Damit wir das Feature euch einmal heute zeigen können, habe ich jetzt hier mein dementsprechendes iPad auf der Seite liegen, habe auf einer Testinstanz schon diverse Sachen vorbereitet und wir gehen jetzt heute Schritt zu Schritt einmal durch, wie diese Funktion umgesetzt werden kann. Dazu wechseln wir einmal wieder hier unter dem Punkt Geräte und auf den Punkt Inventar, wählen uns unser eingeschriebenes Gerät aus und gehen auf den Punkt Aktion. Unter dem Punkt Aktion anwenden haben wir jetzt, wie gesagt, ab der Version 5.20 eine neue Aktion mit hinzugefügt, die da heißt Return to Service. Einmal ausgelöst, verlangt jetzt hier Revolution von euch eine Richtlinie, die dementsprechende WLAN-Zugangsdaten enthält. Das ist ein Key-Feature von der Aktion Return to Service. Das heißt, ich muss dem Gerät natürlich logischerweise sagen, hör mal zu, wenn du dich das nächste Mal bei uns meldest, ist das dein WLAN-Netzwerk und darüber kommst du deine Internetverbindung. Bitte berücksichtigt hier, dass wir auch da wieder, wie bei allen anderen Richtlinien, Groß- und Kleinschreibung berücksichtigen müssen. Das Netzwerk muss vorhanden sein an dem Ort, wo ich dieses Feature dementsprechend durchführe. Sonst kann es durchaus sein, dass die Aktion fehlerhaft, gar nicht ausgelöst wird oder das Gerät in einen State fällt, was eine Wiederherstellung nach sich ziehen würde. Ich habe jetzt hier das Wi-Fi-Guest schon von uns hinterlegt, bestätige das Ganze mit weiter und drücke hier einmal auf Anwenden. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, wie mein Gerät einmal aussieht. Im schlimmsten Fall halte ich es kurz in die Kamera. Allerdings hat gestern der Probelauf schon gezeigt, dass mein QuickTime-Player auch die Return-to-Service-Funktion unterstützt. Schauen wir mal nach. Ich habe extra das Shared iPad ausgeblendet. Dementsprechend sollte eigentlich die Funktion relativ schnell wieder da sein. Schauen wir mal kurz hier. Mein iPad ist schon gestartet. Es ist allerdings noch schwarz. Schauen wir mal, wie lange er kurz noch dauert. Gut Ding will Weile haben. Das Betriebssystem startet. Dauert noch einen kurzen Moment, dann müsste es wieder da sein. So, QuickTime Player geht schon wieder auf. Ich muss es nicht hochhalten. Und sobald es wieder da ist, sehen wir gleich, wie die Aktion im Live-Betrieb funktioniert. Beziehungsweise zurückgesetzt ist es ja schon. Das Wichtige ist natürlich, dass es jetzt wieder automatisch im MDM-System drin landet. Und das sollte allerdings mit ein bisschen Zeit von meiner Seite auch noch gezeigt werden können. Geben wir dem Gerät noch einen kleinen Moment, bis es durchgestartet ist. Ich genehmige mir kurz einen Schluck Wasser. Was wir vielleicht machen könnten in der Zwischenzeit, bis mein iPad in voller Gänze da ist. Gibt es denn noch Fragen, Lara? Ja, Tim. Ich gehe mal stark davon aus. Lass mich mal schauen. Ja, bisher haben wir eigentlich super viel positives Feedback zum Return to Service bekommen. Und jetzt nehme ich das Wort schon in den Mund und schon geht das iPad wieder an. Ja, mein Problem ist leider Gottes, QuickTime Player greift doch nicht. Da wurde ich gestern leider Gottes ein bisschen getäuscht. Ich muss mein Gerät einmal neu verbinden oder im schlimmsten Fall halte ich es einfach mal ganz kurz in die Kamera. Wir sehen jetzt aktuell natürlich ein bisschen unscharf. Welche Kamera ist es? Die da? Nein, ich springe da wieder um. So, wir sind jetzt momentan direkt bei dem Step
Retrieving Configuration. Das Ganze steht in Englisch da, weil mein System mittlerweile in Englisch eingestellt ist. Aber ohne weiteres Zutun ist mein Gerät jetzt direkt mit im System hinterlegt. Wie gesagt, jeder, der das Ganze schon mal selbst machen musste, ich glaube, ich hätte mir einige Kilometer sparen können, wenn es diese Funktion vorher schon gegeben hätte. Und man hätte auch nicht so viele Macs in die Schulen liefern müssen. Weil das Einzige, für was wir eigentlich den Konfigurator bis jetzt gebraucht haben, war einerseits das Aktivieren des Gerätes und auf der anderen Seite das DEP-Buch. So, kommen wir jetzt gerade noch mal ganz kurz zu dem Thema Fragen. Wir haben jetzt hier, ich sehe es zumindest, dass der Kollege noch nicht darauf geantwortet hat, von Matthias eine Frage mit: Wo ist der Unterschied zwischen Return to Service und das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen? Matthias, ist genau das, was ich jetzt gerade vom Prinzip her erklärt habe. Bei einem Return to Service Gerät ist das Gerät nach der Aktion genauso konfiguriert, wie es vorher in Relution hinterlegt war. Wenn ich ein Gerät hingegen wipe oder auf den Werkszustand zurücksetze, muss ich dem Gerät danach, ich habe jetzt leider hier keinen Konfigurator mit drauf, über den Apple-Konfigurator entweder ein WLAN per Profil verteilen oder, das war in den Schulen, die ich früher in der Regel immer stark betreut habe, es wurde ein Tag im Monat, im Jahr, in der Woche ausgesucht, an dem sich alle FSJler aus der Schule versammelt haben und händisch bei 300 Geräten das Passwort eingegeben haben. Mit der neuen Version oder beziehungsweise mit der neuen Aktion Return to Service sollte es solche Ereignisse in der Regel nicht mehr geben. Gut, gibt es denn noch weitere Fragen, die ich vielleicht beantworten kann? Ich habe noch 12 Minuten auf dem Tacho, wenn nicht, habe ich jetzt einiges gut gemacht. Also erstmal schon mal danke, Tim. Gerne. Ich glaube, du hast nochmal einige neue Features von Apple gut und übersichtlich erklärt. Ja, jetzt würde auch ich sagen, jetzt ist Zeit für Fragen. Also wenn irgendwas auf dem Herzen liegt bezüglich Apple natürlich, dann gerne jetzt auf die Tasten hauen oder in die Tasten hauen und dem Tim stellen. Jetzt habt ihr ihn quasi hier live. Wann ist das nächste Mal? Wahrscheinlich erst wieder am nächsten Relution Summit. Oder in den iOS-Trainings. Oder in den iOS-Trainings, aber da ist es natürlich so, dass man das davor natürlich auch buchen muss. Jetzt selbstverständlich. Steht der Tim eben hier und ja, jetzt könnt ihr loslegen. Warten wir noch 1 bis 2 Minuten und wenn da nichts mehr kommt, dann würde ich sagen, dann hast du es einfach so gut erklärt, dass einfach gerade alle wunschlos glücklich sind. Ich gehe mal stark davon aus. Alternativ sollten jetzt heute irgendwelche Fragen nicht im Kopf sein, die ihr zu einem späteren Zeitpunkt gerne stellen wollen würdet. Wie Hanno und ich vorhin schon präsentiert haben, wir springen mal ganz kurz nochmal in unser Community Hub rein. Ihr könnt natürlich selbstverständlich auch hier nochmal mit uns in Kontakt treten und diverse Fragen nochmal nachträglich stellen, die ihr gegebenenfalls noch auf der Seele brennt. So, wird der Umgehungscode der Aktivierungssperre auch bei DEP-Geräten benötigt? Also, die Aktivierungssperre oder der Umgehungscode ist nur dann wichtig, wenn die Apple-ID und Find My, also wo ist, dementsprechend konfiguriert ist. Wir nehmen jetzt mal das Beispiel, ihr gebt den Dingern eine Richtlinie mit und ihr verbietet, dass die Geräte sich mit einer Apple-ID anmelden können, dann habt ihr diese Problematik nicht. Wenn ihr jetzt allerdings zum Beispiel Geräte habt, wie es bei mir in den ehemaligen Kunden öfters mal war, die Richtlinien waren nicht gescheit konfiguriert und ein Schüler hat sich angemeldet an dem Gerät oder, wie gesagt, hatte ich auch schon mal ein Gerät der Firma, war der Tim Dietrich beispielsweise angemeldet und der Tim Dietrich musste die Firma verlassen, Gott sei Dank nicht. Dann ist es natürlich so, dass meine Apple-ID auf dem Gerät hinterlegt ist und ich den Teufel tun werde, meiner ehemaligen Firma das Passwort zu verraten. Das ist eigentlich vom Prinzip her hauptsächlich der Hintergrund, für was der Umgehungscode in dem Fall benutzt wird. Ganz klipp und klar, kann natürlich sein, dass ihr das bis jetzt nie wieder benutzen werdet oder es ein crucial Feature für euch werden wird. Genau, es gibt nochmal einen kleinen Hinweis zu meinem Ton schon wieder, aber natürlich auch noch eine weitere Frage. Und zwar ist mit der Funktion Return to Service demnach kein Wechsel zu einer anderen Richtlinie oder Orga möglich. Zum aktuellen Zeitpunkt ist das, glaube ich, nicht möglich und ich bin mir auch nicht zu 100% sicher, ob es dementsprechend langfristig gesehen möglich sein wird. Was ich schon in meiner Schulung als Erfahrung gemacht habe, ist, ich kann zum Beispiel ein Gerät, was vorher ein stinknormales iPad war, mit einer Return to Service danach zu einem Shared iPad machen. Das einzige Problem, was wir momentan haben, ich habe da vorhin mit der Entwicklung nochmal Rücksprache gehalten, ist, alle Punkte im Setup-Assistenten, Ortungsdienste, Apple-ID, Backup und wie sie auch immer alle heißen, werden bei der Return-to-Service-Funktion komplett übersprungen. Das heißt, die einzige Option, wie wir momentan einen Orga-Wechsel
hinbekommen würden, wäre eine Benutzerauthentifizierung bei DEP-Deployment. Das heißt, wir haben eine Anmeldung im DEP-Deployment vom Tim Dietrich, der an Organisation A sitzt, dann wird das Gerät dorthin verschoben. Oder wir haben eine Benutzerauthentifizierung vom Max Mustermann an der Organisation B. Wenn der sich an dem Gerät anmeldet, wird natürlich auch das Gerät auf den anderen Standort verschoben. Allerdings, wie schon vorhin bereits erwähnt, werden diese Punkte momentan über die Return-to-Service-Funktion noch nicht unterstützt. Es kann natürlich sein, dass das mit den nächsten Jahren oder mit den nächsten Monaten nochmal angepasst wird. Zum aktuellen Zeitpunkt allerdings leider nicht. Dann haben wir noch was? Nochmal eine Frage, genau. Und zwar eine Frage zum Thema EPUBs und Booking-App. Das PDF-Medien bringe ich per Richtlinien mit verwaltete Medien konfigurieren auf die iPads? Fragezeichen. Genau. Ich springe noch mal ganz kurz in meine Testinstanz, dann kann ich das vielleicht noch mal ganz kurz demonstrieren. Ich habe unter dem Punkt, also Schritt 1, ich gehe auf den Punkt Apps, ich gehe auf den Punkt Medien, habe hier die 3 Punkte und kann hier PDFs und EPUBs hinzufügen. Das ist der allererste Step. Ich muss natürlich erstmal meinem System sagen, welche PDFs will ich denn zur Verfügung stellen. Und der nächste Punkt ist, dass ihr über den Punkt Richtlinien Medien auswählen könnt und über den Punkt verwaltete Medien, wie gesagt, die Bücher mit hinterlegen könnt. Ja. Haben wir noch was? Ich habe vorhin was gesehen von wegen inaktive Geräte. Ich habe noch 7 Minuten, das darf ich doch ganz kurz vielleicht ausschlachten, oder? Ja, gerne. Wunderbar. Noch diese eine Thematik. Die eine Frage würde ich gerne mir noch zum Herzen nehmen, weil es einfach ein ganz wichtiges Thema ist. Sehr gerne. Ich hatte früher, oder beziehungsweise ich bin bei einem anderen MDM-System groß geworden und hatten auch immer wieder die Problematik, dass wir einzelne oder mehrere Geräte haben, die von Zeit zu Zeit inaktiv geworden sind. Es gibt mehrere Aspekte oder beziehungsweise mehrere Hintergründe, warum dieser State passieren kann. Eine Sache habe ich jetzt mittlerweile bei Relution mit dazu gelernt. Es gibt ein sogenanntes Identitätszertifikat, was auf den Geräten bei Installation installiert wird. Dieses Zertifikat hat eine Gültigkeitsdauer von 1 Jahr und sollte niemals ablaufen. Wenn dieses Zertifikat abgelaufen ist, verweigern wir als Relution die dementsprechende Kommunikation mit dem Endgerät. Und das ist bei anderen MDM-Herstellern natürlich auch dementsprechend der Fall. Was ihr also schauen könnt, ist, unter den Einstellungen, wir gucken mal kurz, ob ich euch das einmal demonstrieren kann. Dafür habe ich mein iPad ja hier. Ja, 6 Minuten habe ich noch, das kriege ich hin. Achtung. So. Wer wissen will, wie lange dieses Identitätszertifikat läuft, kann auf dem Gerät selbst auf den Punkt Allgemein unter den Einstellungen gehen, dann auf den Punkt VPN und Geräteverwaltung, was bei mir jetzt VPN und Device Management heißt, und hier steht das dementsprechende MDM-Profil mit hinterlegt. Unter dem Punkt Mehr Details geht es jetzt genau um dieses hier. Das heißt, wir sehen zum Beispiel, dass ich mein Gerät gestern zum ersten Mal in Betrieb genommen habe und das Zertifikat bzw. dieses Identitätszertifikat noch bis zum 28. November 2024 verfügbar ist. Ich hoffe, ich konnte damit zumindest nochmal einen kleinen Lichtblick ins Dunkel bringen. Wie gesagt, die Thematik mit der Inaktivität der Geräte ist natürlich immer so ein Problem, was bei Administration von vielen Geräten äußerst nervig ist. Aber somit können wir vielleicht die Anzahl um ein Wesentliches reduzieren. Lara, haben wir ja noch was? Genau. Oder soll ich mich verabschieden? Nur ein bisschen schlanker machen, Dankeschön. Das kriegen wir hin. Nee, also nochmal von meiner Seite, der Tim hat jetzt Apple soweit, die Neuerungen soweit erklärt. Wir starten gleich weiter mit dem Sergei Gerlach, der die Neuerungen zu Android vorstellen wird. Tim, herzlichen Dank. Gerne. Jetzt haben dich endlich auch mal alle mal gesehen und nicht nur gehört. Wenn Fragen sind, das gleiche wie vorhin, bitte einfach alles runterschreiben, auch in den kommenden Tagen. Wir sammeln alles und dann geben wir euch Hilfestellung, schriftliche Hilfestellung. Wir hoffen, wir konnten jetzt noch ein paar mündliche Fragen auch beantworten. Und ja, wir sind in ein paar Sekunden wieder da. Danke, Tim. Gerne. Und noch einen wunderschönen Summit. Genau, bis gleich. Bis gleich. Später, wie auch immer.
So, hier sind wir wieder. Neben mir ist der Sergej Gerlach, unser neuer Teamlead und PO Relution. Und er wird Ihnen und euch jetzt heute das Thema Android und Neuerungen bei Android mitgeben. Schön, dass du da bist und jetzt viel Spaß, Sergej. Vielen Dank. Genau, ich habe die ehrenvolle Aufgabe, euch ein bisschen in die Android-Welt hineinzuführen und euch zu zeigen, was wir in dem letzten Jahr alles gemacht haben auf der Android-Plattform. Es sind 3 Hauptpunkte, die ich jetzt mitgebracht habe. Zum einen sind wir an Google herangetreten und haben uns zertifizieren lassen. Das heißt, wir sind hingegangen, haben einmal unsere Plattform screenen lassen von Google. Wir haben unsere Relevanz, das heißt die Anzahl der Devices, die wir in unserer Plattform haben, offengelegt und genauso gut haben wir auch unsere Mitarbeiter geschult und uns dann mit der Plattform vertraut gemacht. Dieses ganze Bemühen wurde von Google mit einem sogenannten Silver Badge belohnt. Das heißt, wir sind jetzt offizieller Silber-Partner. Es gibt noch weitere Etappenziele, die wir auch in der Zukunft anstreben, aber der allererste Badge ist jetzt da. Das heißt, hier haben wir eine Zertifizierung bei Google erlangt. Dann springe ich gleich auf den dritten Punkt. Wir haben für die Android-Plattform jetzt auch unser beliebtes Secure Mail Gateway vorbereitet. Das heißt, über die Android Enterprise Plattform kann ich jetzt auch einen Exchange-Server anbinden und kann so meine E-Mails über die neue Plattform anbinden. Und dann die größte Neuerung ist unser Relution Companion. Wir haben den für die Android-Plattform zur Verfügung gestellt. Jetzt haben wir die Möglichkeit, darüber zum Beispiel die Lokalisierung zu ermöglichen. Wir können das Handy sperren, wir können Zertifikate auf das Gerät aufbringen, wir können VPNs verwalten, aber dazu wird unser lieber Stefan später mehr erzählen. Hier einmal noch kurz die Auflistung für den Companion, aber PowerPoint ist sehr geduldig, deswegen zeige ich das einfach am direkten Device. Ich wechsle einmal in meine Organisation, in der ich mein Gerät drin habe und kann jetzt einmal dieses Gerät, das liegt jetzt auch wirklich hier, und ich kann jetzt hier drüber zum Beispiel mein Gerät einmal orten und herausfinden, wo befindet sich dieses Gerät. Das läuft alles über die Companion-App. Ich muss dieser App natürlich einmal die Berechtigung geben für die Ortung. Ich muss dieser App, dem Handy natürlich die Möglichkeit geben, online zu sein. Und dann kann ich jetzt herausfinden, wo ich jetzt aktuell bin. Aktuell behauptet meine Standortinformation, dass ich in Freiburg bin. Das stimmt natürlich nicht. Ich bin jetzt auch hier in Stuttgart und frage jetzt bei dem Gerät einmal an, wo bist du? Ich habe auch beim Gerät einmal die entsprechende Benachrichtigung bekommen, dass der Standort angefragt wurde. Es dauert jetzt ein Weilchen und analog zu der Windows-Plattform haben wir hier auch auf eine ausgewogene Abfrage Wert gelegt, um nicht den Akku unnötig leer zu saugen, nehmen wir halt den letzten verfügbaren Ort und auch der darf auch nicht zu veraltet sein. In der Kürze sehen wir jetzt, ich bin jetzt hier in Stuttgart, wie auch alle anderen Geräte heute in der ganzen Demo und das ist jetzt die Lokalisierung, basierend auf dem Android Companion. Jetzt kann ich einmal in die App reingehen und kann da auch unterschiedliche Szenarien damit abbilden. Das heißt, ich sehe zum einen, ob das Gerät konform ist. Ich sehe weitere Support-Informationen, die sind wichtig für unsere Kollegen aus dem Support oder aus der Entwicklung. In welcher Organisation ist mein Gerät eingeschrieben, welche Version ist hier installiert, gegen welchen Server kommuniziert das Gerät, sind die entsprechenden Rechte vergeben. Genauso kann ich auch hier einmal sehen in meiner Historie, einfach wie oft hat mich der Admin jetzt gesucht und versucht, mein Handy zu lokalisieren. Und hier drüber habe ich dann einfach die Möglichkeit, genauer zu sehen, wo ich jetzt unterwegs war. Genau. Und so viel zu
der Android-Plattform. Wie gesagt, die VPN-Geschichte, die wird später Stefan noch weiter vorstellen. Genau, dann husche ich mal wieder ins Bild. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum hierzu? Weil jetzt ist der Sergej gerade da, bisher hat uns noch nichts erreicht. Ja, vielleicht können wir eben mündlich aber doch noch das eine oder andere bezüglich Android beantworten. Deshalb, falls was auf dem Herzen liegt, dann jetzt auf die Tasten hauen. Genau, wir warten da einfach noch ganz kurz, vielleicht kommt da ja noch was. Aber da unsere Hauptzeit dieses Jahr für diesen Android Enterprise Badge draufgegangen sind und der Sergej jetzt gerade noch erzählt hat, was technisch umgesetzt wurde. Genau, es kommt eine kleine Frage und zwar, was heißt klein, ich möchte jetzt nicht wertend sein, wird es analog zu Apple auch einen Lost Mode für Android-Geräte geben? Kannst du dazu schon was sagen? Nein, da kann ich jetzt nichts dazu sagen, aber das ist jetzt der Anfang von dem Companion. Google ist auch parallel mit uns in die Entwicklung gegangen und hat das jetzt auch in ihrer eigenen API mit integriert. Also das heißt, dieses Lokalisieren wird auch nativ über das MDM funktionieren und den Lost Mode, den werden wir halt dementsprechend dann auch nach Priorität mit einbauen. Alles aber klar. Kein konkreter Zeitplan. Gut, Genau. Dann vielen Dank, Sergej. Wenn jetzt nichts mehr kommt, dann würde ich sagen, wir machen nochmal eine ganz kurze Pause, um umzukabeln. Gleich warten nämlich die Judith und der Thomas auf uns. Aber eine Frage, die ist aber jetzt nicht wirklich relevant, sage ich mal, für Android, kommt ein Companion für macOS. Das wird dann schriftlich beantwortet, aber der kommt. Der kommt auf jeden Fall noch. Auch da, das Datum wird noch bekannt gegeben. Genau. Ich danke dir und bis gleich. Wir machen eine kurze Pause nochmal und dann kommt nochmal ein längerer Vortrag zum Thema macOS, falls das jemand noch interessiert. Ich denke, das war ja auch ein sehr stark gefragtes Thema, deshalb dranbleiben und wir sehen uns gleich wieder. Dankeschön. Gerne.
Hallo und guten Nachmittag. Ich bin Judith Hoffmann von Google. Ich bin bei Google für den Bereich Chromebooks, Chrome OS für den Bildungsbereich und für den B2B-Bereich zuständig und freue mich sehr, dass wir jetzt hier auch bei Relution die Chrome-Unterstützung einläuten. Zu Beginn möchte ich nur kurz einmal etwas über Chromebooks sagen, weil in Deutschland diese noch gar nicht unbedingt so angekommen sind, was aber weltweit ganz anders aussieht. Wir haben mehr als 50 Millionen Schüler und Lehrer, die weltweit Chromebooks nutzen. Und es ist tatsächlich auch das Nummer 1 Endgerät weltweit, wenn es darum geht, auf einem Gerät im Schuleinsatz zu arbeiten. Und warum das so ist relativ schnell erklärt. Chromebooks sind auf der einen Seite besonders sicher. Sie haben bislang keine Ransomware-Angriffe, keine Virenangriffe. Man braucht keinen Virenscanner auf Chromebooks. Sie sind sehr schnell, das heißt, sie starten innerhalb von 6 Sekunden, bleiben auch immer schnell. Sie sind verlässlich. Updates laufen automatisch alle 4 Wochen im Hintergrund und zwar ohne Unterbrechung des Unterrichts. Sie sind nutzerfreundlich, denn sie sind sehr leicht zu bedienen und auch sehr nachhaltig. Wir arbeiten eng mit unseren Herstellern zusammen und es gibt sehr viele Hersteller. Alle großen OEMs stellen auch Chromebooks her, von Dell, Acer, Asus, Lenovo, HP. Diese Geräte werden nach Nachhaltigkeitskriterien auch von uns kontrolliert und wir sagen auch 10 Jahre Software-Update zu. Und das heißt, die durchschnittlichen Geräte im Schulalltag halten auch tatsächlich 8 bis 10 Jahre. Und das Letzte ist, Chromebooks sind günstig. Das ist sicherlich auch eines der Hauptargumente, warum man weltweit auf Chromebooks setzt. Denn man kann Schülergeräte schon ab ca. 270, 250 € erwerben und ein noch besser ausgestattetes Lehrergerät auch ab knapp über 400, 500 €. Und es gibt verschiedene Formfaktoren, vom Laptop über das Two-in-One-Gerät, Tablet-Formfaktor, Convertible, gibt es verschiedene Möglichkeiten auf Chromebooks zu setzen. Sehr viele sind wackt, also brauchen auch keine zusätzliche Hülle und sehr viele kommen auch automatisch schon mit Stift. Genau, das sieht man hier auch noch einmal. Hier ist eine kleine Auswahl von den verschiedenen Geräten, die man im Chrome-Bereich kaufen kann. Aber es geht noch besser und das ist etwas, was ich glaube, auch gerade in der aktuellen Zeit ein überaus relevantes Thema ist, da wir insgesamt in jedem Land der Erde ein großes Problem haben mit Elektroschrott und auch gerade in Deutschland sehr viele alte Geräte weggeschmissen werden, obwohl sie noch funktionstüchtig sein könnten. Und das auch natürlich ein Problem ist, was gerade auch die Schullandschaft trifft. Denn hier wurden sehr viele Geräte institutionell beschafft und werden nach 3 bis 4 Jahren potenziell dann als Elektroschrott sofort weggeschmissen. Und das geht einher parallel dazu mit einer sehr großen finanziellen Belastung der Kommunen bei der Anschaffung von weiteren Geräten, um noch mehr Kinder mit Endgeräten auszustatten oder aber auch Ersatzbeschaffungen durchzuführen. Und da bieten wir mit Chrome OS Flex auch die Möglichkeit, den Lebenszyklus von Windows-PCs und älteren Macs zu verlängern, indem man kostenfrei diese Geräte in ein Chromebook verwandelt und man damit verzichtet darauf, sofort Elektroschrott zu produzieren. Man natürlich auch auf weniger Energieverbrauch setzen kann, denn Chromebooks brauchen weniger Energie und auch einen verbesserten CO2-Fußabdruck hat. Und dadurch ist man in der Lage, geldsparend hier auch tatsächlich mehr Geräte einzusetzen. Entweder weil man vielleicht auch ältere Geräte aus der Kommunen einen neuen Zweck in der Schule zuführen kann. Oder wir haben auch viele Kunden im internationalen Bereich, die Partnerschaften eingehen mit Unternehmen und dann gespendete Geräte bekommen, die geflext werden. Bei diesen geflexten Geräten sagen wir auch die Sicherheitsupdates und Software-Updates fest zu. Sie werden von uns auch auf die technische Machbarkeit, dass sie auch funktionieren, getestet. Und bei diesen Geräten kann man dann wirklich davon ausgehen, dass man sie zwischen 2 und 4 Jahren noch länger benutzen kann. Und das Ganze ist sehr einfach. Man nimmt das alte Gerät, man kann bei uns auf der Liste nachschauen, welche Geräte zertifiziert sind. Und dann kann man in ca. 5 bis 10 Minuten diese Geräte in Chromebooks verwandeln, braucht dann ein Chrome Education Upgrade und jetzt, Gott sei Dank, eine Relution-Lizenz. Und dann kann man diese Geräte sofort anfangen zu managen. Und wie das Ganze aussieht, wie das in Relution funktioniert, wird jetzt Thomas erklären.
Mitglied der Relution-Entwicklungsmannschaft und ich werde euch jetzt zeigen, wie ihr Chromebooks mit Relution integrieren könnt, wie ihr sie einsetzen könnt. Ich habe hier ein Chromebook. Ich persönlich finde Chromebooks ziemlich gut, weil sie ja, als Notebook halt schon so ein Arbeitstier sind, im Gegensatz zu einem Tablet. Sie fühlen sich halt irgendwie ein bisschen ernsthafter und professioneller an, finde ich. Gleichzeitig sind sie sehr einfach in der Anwendung und ich finde die Robustheit von den Dingern einfach genial, weil man kann sie zurücksetzen und kann nichts wirklich kaputt machen, man kommt nicht ans Dateisystem ran etc. So, was werden wir machen? So, was werden wir machen? Wir haben im Wesentlichen 3 Sachen. Zum einen werde ich euch mal zeigen, was müsst ihr tun im Relution-Server, um die Anbindung zu machen zur Verwaltung von Chromebooks. Dann werden wir uns angucken, wie wir eine Basiskonfiguration von den Geräten machen können. Was müssen wir tun, um Netzwerkprofile auf die Geräte drauf zu packen. Und zum Schluss schauen wir uns ein bisschen an, was kann man eigentlich an Aktionen auf den Geräten machen. Die ganze Integration ist relativ neu. Ja. Wir fangen an mit der Konfiguration von Relution. Bei Relution gibt es in den Einstellungen vom Relution Server eine Integration mit dem Google Workspace. Um die Integration zu machen, brauchen wir zum einen ein Dienstkonto, das wir anlegen müssen. Zu dem Dienstkonto wird es dann Zugangsdaten geben, die wir runterladen können und in Relution dann zur Verfügung stellen können. Dann brauchen wir ein Benutzerkonto auf dem Google Workspace. Wenn wir das alles eingerichtet haben, wissen wir, wie wir auf die Infrastruktur zugreifen können. Wenn wir das gemacht haben, dann wählen wir unseren Standort aus, womit wir dann die Geräte in den Server integrieren können. Ich zeige euch das jetzt am Server. Ja. So, ich bin hier eingeloggt in einer von den Organisationen. Ich habe für die Integration das schon mal vorkonfiguriert, weil wir doch hier ziemlich eng mit der Zeit sind. Das Geräte sieht man jetzt hier, ich habe nur ein Smartbook. In den Einstellungen, wenn ich hier runter scrolle, habe ich im Bereich der Geräteplattform hier den Google Workspace. Im Google Workspace in der Integrationsumgebung kann ich hier hingehen. An der Stelle finde ich einen Link, um das Dienstkonto, was ich eben schon erwähnt habe, anzulegen. Wenn ich auf den Link drücke, dann komme ich in den Bereich in der Google Cloud, wo ich das Dienstkonto anlegen kann. Das sieht dann auf der Ebene so aus. Hier kann ich das Dienstkonto anlegen und mir dann die Zugangsdaten als eine JSON-Datei runterladen. Die JSON-Datei, die ich dabei runterlade, die hat so einen Inhalt, so ähnlich wie man das jetzt hier einmal sieht, nur dass man eine Vorstellung hat, was steht da eigentlich drin. Da ist unter anderem der Private Key, der so wie so eine Art Passwort für den Zugang eben ist. Das heißt, die Datei muss man entsprechend sicher aufbewahren. Die lädt man dann hoch zum Relution-Server. Das kann man hier machen über die Select-Schaltfläche. Dann kann man seine Konfiguration prüfen. Sieht, der Server hat Zugriff auf den Account, hat jetzt zunächst mal eben die Möglichkeit, mit der Google Cloud zu kommunizieren. Im nächsten Schritt brauchen wir das Benutzerkonto, was der Server dann eben benutzen kann, um mit den Geräten zu interagieren. Dafür reicht das Dienstkonto alleine nicht. Er braucht immer ein Benutzerkonto auf der Google Workspace-Seite. Um das Benutzerkonto dann ansprechen zu können, muss ich eine domänenweite Delegation einrichten. Dafür brauche ich einmal die ID von dem Dienstkonto, die habe ich hier, die der Server aus den Zugangsdaten rauszieht, und ich brauche ein paar Berechtigungen, die ich einstellen kann. Das wiederum kann ich in einer anderen Oberfläche auf dem Google Workspace einmalig konfigurieren. Auch dafür haben wir einen Link, um in die entsprechende Oberfläche dann auf der Google Workspace-Seite zu kommen. Die Oberfläche, zu der ich dann komme, sieht dann so aus. Hier kann ich eben dann das Dienstkonto entsprechend angeben, die Berechtigung angeben. Und zu guter Letzt brauche ich dann ein Benutzerkonto, das ich hier angeben kann, welches zu benutzen ist. Ich könnte jetzt hier meinen eigenen Namen nehmen, weil ich auch ein Benutzerkonto auf dem Google Workspace habe, oder ich kann eben ein technisches Konto anlegen, was der Server dann benutzt. In diesem Fall habe ich hier ein technisches Konto angelegt, was er benutzen soll. Auch hier kann ich die Verify-Funktion wiederum nehmen und sehe dann, ja, das hat auch geklappt. Der
die Einstellungen sind entsprechend richtig und sind verarbeitet worden. Im nächsten Schritt kann ich dann zum einen unseren Kundenaccount abrufen. Das ist auch nochmal eine Möglichkeit, das Ganze zu überprüfen. Funktioniert denn alles? Und zum anderen kann ich hier über diese Schaltfläche dann den Standort auswählen. Mit Standort auswählen, naja, ich kann an verschiedenen Standorten die Geräte dann zuordnen und die wiederum auf verschiedene Organisationen in Volution abbilden. Hier für die Demonstration habe ich jetzt einen Standort entsprechend so benannt, der dann hier ist. Dann kann ich ja nochmal die Überprüfung machen. Zu guter Letzt speichere ich die Einstellung. Sobald ich die Einstellung gespeichert habe, geht Volution her und fragt die ganzen Geräte ab und importiert sie mir automatisch in das Device Inventory. Und wie man hier sieht, habe ich jetzt hier schon das Acer Chromebook, das jetzt gerade über den Import aus der Schnittstelle rausgekommen ist. Hier drin, hier oben sieht man, dass kein Benutzer angemeldet ist. Ich habe noch keine Policies drauf, ich habe auch noch keine Aktionen drauf angewendet, ich habe keine installierten Anwendungen drauf. In der Regel, also das ist jetzt der Abschluss von der Integration über den Google Workspace selber. Damit habe ich die Anbindung konfiguriert. Als nächstes konfiguriere ich das Gerät. Das Gerät selber ist komplett neu und nackt und liegt hier neben mir. Ich werde jetzt zunächst mal eine vorbereitete Konfiguration für das Netzwerk drauf anwenden. Die habe ich hier schon mal hingesetzt. Kann ich jetzt schon mal drauf deployen. Die Policy selber kann man hier in der Oberfläche eben sehen. Auf der Seite werde ich jetzt die Netzwerkprofile einrichten. Netzwerkprofile heißt, dass sich das Chromebook dann mit dem jeweiligen Netzwerk über Wi-Fi zum Beispiel anbinden lässt und das Wi-Fi eben die Verbindung aufnimmt. Genauso kann ich hier aber auch für die Wired Connection, für das Ethernet einstellen, welche Nameserver gelten sollen, welche Proxy-Server ich so brauche. Auch das kann ich entsprechend vorbereiten und dann hoch deployen. Wenn ich das auf das Gerät drauf deployed habe, diese Einstellungen, dann sehe ich, dass das Gerät das angewendet hat. Wir können jetzt einmal zum Device wechseln. Und auf dem Device sehen wir dann hier, dass bereits die Konfiguration angewendet wurde. Das ist hier diese MWay-Guest-Konfiguration, die ich jetzt draufgepackt habe. Man erkennt, dass das Netzwerkprofil eben über den MDM-Server gekommen ist, anhand von diesem Industrie-Icon, was hier daneben ist. Das heißt, mit diesen Einstellungen kann ich jetzt als Benutzer nicht interagieren. Ich kann sie jetzt nicht irgendwie verändern auf dem Gerät. Ich sehe halt, dass die aus dem Konfigurationsserver rausgezogen sind. Jetzt wechseln wir nochmal zur Oberfläche und schauen uns mal die Konfiguration im Detail an. Also wir haben hier eine Wi-Fi-Konfiguration, wo eben das Gast-Wi-Fi angegeben ist. Ich kann angeben, ob ich automatisch dem Netzwerk joinen will. Ich kann den Nameserver entsprechend konfigurieren. Ich kann aber auch Sicherheitsprotokoll wie das WPA konfigurieren, das zugehörige Passwort vorgeben, was ich hier entsprechend eingetragen habe. Ich kann die Proxy-Server konfigurieren. Für die Ethernet-Konfiguration sieht das Ganze sehr ähnlich aus. Ich kann hier halt sagen, dass ich für die Netzwerkkonfiguration einen Stuttgart Office zum Beispiel habe, kann hier den Nameserver eintragen, kann hier ebenfalls eine EAP, eine Extensible Authentication Protocol Konfiguration angeben, in der ich dann den Netzwerkzugang, die Autorisierung übers Kabel konfigurieren kann. Ich kann auch hier den Proxy-Server einstellen. Das Ganze kann ich speichern und entsprechend drauf deployen. Für die Wi-Fi-Geschichte sind wir dann hier nochmal. Hier könnte ich jetzt auch entsprechende Konfigurationseinstellungen vornehmen. Das Ganze kann ich auf das Gerät anwenden. Wenn ich es auf das Gerät anwende, dann wird die Konfiguration entsprechend übertragen, was ich eben in den Aktionen sehe, dass die Übertragung läuft und dann ist sie auch schon durch. Damit hat unser Gerät jetzt Verbindung zum Netzwerk. Nächstes schauen wir uns an, es gibt für Chrome OS selber gibt es 3 verschiedene Betriebsmöglichkeiten, nenne ich sie mal.
Wir können im Benutzermodus mit einem Google Workspace Account uns anmelden auf dem Gerät und sind dann auf dem Gerät mit einem normalen Benutzerkonto unterwegs. Unsere Daten werden gehalten, wir können Apps drauf installieren und das Notebook als Notebook in dem Sinne ganz normal benutzen. Für den Einsatz in der Schule können wir aber auch ein gemeinsam genutztes Gerät aus dem Chromebook machen, indem wir die verwaltete Gastsitzung einsetzen. Die können wir über eine Konfiguration erweitern. Auf der Gastsitzung können sich dann verschiedene Benutzer von Relution anmelden direkt an dem Gerät und es ist nicht erforderlich, dafür dann ein Konto auf der Google Workspace-Seite wiederum zu haben, sodass man nicht für jeden Anwender die Konten drüben haben muss. Zu guter Letzt gibt es einen Kiosk-Modus, in dem ich eben nur eine Anwendung dann als Vollbildmodus laufen lassen kann. Das ist die dritte Betriebsmöglichkeit. Für unseren Anwendungsfall, den wir jetzt betrachten wollen, eignet sich die Gastsitzung. Die Gastsitzung kann ich jetzt konfigurieren auf dem Gerät. Das erfolgt hier über eine Konfiguration auf dem Relution-Server, die ich dann wieder auf das Gerät drauf deployen kann. Ich kann also hierher gehen, mache mal eine Richtlinie. Auf der Richtlinie kann ich die Managed Guest Session konfigurieren. Diese Managed Guest Session möchte ich, dass die automatisch startet. Ich gebe ihr einen Namen, wie zum Beispiel Summit 2023. Ich sage, das Fenster soll maximiert sein, was dabei rauskommt. Ich verwende ein Auto-Delay, dass das Ding automatisch in den Browser-Modus wechselt von 5 Minuten und zeige einen Logout-Button. Die Konfiguration speichere ich, wende die auch aufs Gerät an. Das wird entsprechend wieder auf dem Gerät angewendet, sollte in Kürze dann erscheinen und dann wird auf dem Gerät die Gastsitzung aktiviert werden. Genau das findet jetzt auch statt. Ich werde jetzt eingeloggt nach 5 Sekunden mit der Verzögerung, die ich eingestellt habe. Der Browser kommt hoch und ich lande auf der Benutzeroberfläche von Relution. Auf der Benutzeroberfläche von Relution kann ich mich jetzt mit einem User von Relution anmelden. Ich habe hier mal einen vorbereitet, Chrome-User und mein zugehöriges Passwort. Sobald ich mich hier angemeldet habe, habe ich in diesem Fall Zugriff auf den App Store. Und ich habe hier auch bereits ein Icon drauf deployed, einen Weblink zur Relution Idea-Seite, mit dem ich dahin komme. Das ist dadurch deployed worden, dass ich im Benutzerprofil auf Relution den Weblink als eine autodeploybare Anwendung dem Benutzer zugeordnet habe. Wenn wir jetzt wieder auf Relution-Seite uns das Gerät anschauen, dann sehen wir jetzt auch, dass der Benutzer, der angemeldet ist, dem Gerät zugeordnet ist und damit habe ich die Verknüpfung zwischen dem Benutzer und dem Gerät hergestellt und würde jetzt den Relution Teacher in der App zum Beispiel sehen, dass ich als Schüler eben angemeldet bin. Ja, was kann ich mit dem Gerät sonst noch machen? Ich kann ein paar Aktionen ausführen. Ich kann den Lost Mode aktivieren, um das Gerät zu sperren. Machen wir jetzt mal eben. Das wird gleich stattfinden. Auf dem Gerät sieht man jetzt, dass das Gerät entsprechend gesperrt ist. Ich kann den Lost Mode auch beenden und werde jetzt eben eine Aktion schicken, um den Lost Mode wieder zu beenden und gleich wird die Sperrung aufgehoben werden. Die Sitzung wird nach 5 Sekunden automatisch mich einloggen und ich lande wieder im Gerät.
So, das Gerät reagiert, lässt mich gleich rein. Ich lande automatisch wieder auf der Relution-Oberfläche. Das Gerät ist mir noch zugeordnet, das heißt, ich bin auch hier weiterhin eingeloggt. Um die Zuordnung zum Benutzer zu entfernen, kann ich mich wieder ausloggen. Auf der Seite lande wieder auf der entsprechenden Seite. So, und damit endet die Vorstellung von der Integration. Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Vielen Dank, Thomas. Natürlich auch vielen Dank an die Judith für diesen sehr interessanten und auch tiefgehenden Vortrag. Ich glaube, viele Fragen wurden jetzt auch beantwortet. Wir müssen ein bisschen den Zeitplan im Auge behalten. Deshalb, ich wiederhole mich leider nochmal ungern, aber bitte alle Fragen, die euch und Ihnen auf der Seele brennen, runterschreiben. Wir beantworten diese dann auch gerne für euch. Wir würden jetzt nochmal eine ganz kleine Pause machen. Der Jeffrey Sharping wartet schon. Er wird die Relution-Apps vorstellen. Ich sage nochmal vielen herzlichen Dank. Wir sind happy, dass Chrome OS jetzt auch integriert werden kann. Und danke euch beiden und bis gleich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
Hallo zusammen, nochmal einen schönen Nachmittag von mir aus. Ich bin Jeffrey Sharping, ich werde euch jetzt heute mehr zu Relution Apps erzählen. Wir haben hier vieles neu gemacht, wir haben viele Veränderungen, wir haben viele Verbesserungen, die ich jetzt euch zeigen möchte. Ich werde euch jetzt ein bisschen in den PowerPoint ein bisschen was zeigen und wir werden dann immer wieder zwischendurch auf das Gerät wechseln, dass ich euch zeigen kann, was sich da verändert hat, damit es nicht so theoretisch bleibt. Und ich möchte dann auch gleich anfangen mit der Präsentation. So, als erstes haben wir den Relution Teacher. Für die Leute, die die App nicht kennen, diese App dient zur Unterstützung von Lehrerinnen, wenn sie einen digitalen Unterricht gestalten wollen. Ich werde dann eine Demo zu dem Relution Teacher zeigen, um alle Neuigkeiten da vorzustellen. Ich werde dann als nächstes in die Relution App, in die Relution Agent eingehen. Das ist eine Self-Service-App für Relution, wo man dann einfach in den Relution Store rein kann, wo man Apps anfragen kann und auch den Gerätestatus sehen kann. Zudem ist es auch dafür da, bei Shared Devices sich anzumelden und da werde ich auch mehr zu erzählen. Als nächstes haben wir dann auch die Relution Files. Hier hat sich auch viel geändert. Das ist dazu da, um SMB und WebDAV einzurichten, entweder händisch oder durch Relution verwaltet. Ich werde dann eine Demo zeigen von dem Relution Agent und mit der Relution Files verbunden. Als letztes will ich dann auf Relution Assets eingehen. Das ist verbunden mit dem Relution Ausleihsystem, was ich dann nochmal erklären werde. Die Relution Assets App ist dafür da, bei dem Ausleihsystem die Rücknahme von Geräten zu vereinfachen. Dann werde ich direkt anfangen mit dem Teacher. So, als erstes, es hat sich sehr viel bei dem Teacher geändert. Wir haben nämlich die gesamte App neu gestaltet. Es kommt alles neu, wir haben es redesigned und zum einen bedeutet das, dass die App schöner ist, aber zum anderen bedeutet es auch, dass es automatisch für das Gerät angepasst wird. Das bedeutet, dass wir dadurch viele verschiedene Geräte unterstützen können, unabhängig davon, wie groß das Gerät ist und wie das aussieht. Zudem möchte ich dann auch noch den Ad-Hoc-Modus vorstellen. Damit kann man flexibel einen Unterricht starten, auch wenn man momentan nicht die passende Klasse dazu hat, einfach indem man die Schüler auswählt, die da reinkommen sollen. Als nächstes haben wir dann auch noch den Admin-Modus. Hier kann man als Administratorin einfach Schüler verwalten, die in einem Unterricht drin sind oder auch Unterrichte beenden, die gerade laufen. Und wie schon vorher ein bisschen vom Sven erwähnt, der Teacher kommt jetzt auch auf Windows. Also wir freuen uns, jetzt eine neue Plattform zu unterstützen. Mit der nächsten Version von dem Server wird dann der Windows Teacher auf dem Microsoft Store verfügbar sein und man kann ihn dann mit dem Relution Server verbunden verwenden. Ich möchte dann auch zu dem Gerät wechseln, damit ich euch das Ganze mal live zeigen kann und euch einfach mal die verschiedenen Features von dem Teacher zeigen kann. So. Als erstes, wie Sie sehen können, hat sich schon sehr viel geändert. Für die Leute, die den Teacher kennen, sieht es komplett anders aus. Das ist, weil wir hier die UI komplett angepasst haben. Nicht nur die Schönheit wurde angepasst, sondern wir haben auch darauf geachtet, dass der Workflow für den Nutzer oder für die Nutzerin einfach besser ist. Aber wie ich auch schon vorher gesagt habe, das Gerät passt automatisch den Teacher an, dass es für jedes Gerät gut aussieht. Das bedeutet, ich habe jetzt das Gerät gedreht und automatisch passt es sich auf die Breite und die Höhe an, damit man es reibungslos verwenden kann. Was auch wichtig ist, wenn man dann auf einem Windows-Gerät ist, wo man dann natürlich auch wahrscheinlich nicht hochkant den Bildschirm eingerichtet hat. Jetzt möchte ich euch einfach den Durchgang von der Teacher-App zeigen und das werde ich jetzt anhand von einem Unterricht zeigen. Gehen wir jetzt davon aus, ich möchte als Lehrer einfach mal eine Klasse starten oder einen Unterricht starten, um den Kindern oder den Schülerinnen Algebra beizubringen. Als erstes sehen wir hier eine Übersicht von den unterschiedlichen Unterrichtsprofilen. Das bedeutet ein Profil, wo alle Apps drin sind, alle Restriktionen drin sind und auch Systemfunktionen erlaubt oder nicht erlaubt werden, damit die Schülerinnen halt konzentriert in dem Unterricht bleiben. Da werde ich jetzt ein neues anlegen, da ich keins für Algebra habe, indem ich hier unten rechts auf Unterrichtsprofil erstellen drücke. Hier sehen wir dann eine neue Ansicht, wo ich alle möglichen Details zu dem Unterrichtsprofil hinzufügen kann. Als erstes werde ich einen Namen geben, und zwar Algebra, und werde dann hier auswählen, dass das einfach ein Personal Profile sein soll. Das bedeutet quasi, soll dieses Profil nur für mich zugänglich sein oder möchte ich dieses Profil auch mit anderen Lehrerinnen teilen? In diesem Fall brauche ich es nur für mich, deswegen kann ich den Teil überspringen.
sowohl als auch den Exam-Modus. Der Exam-Modus ist für iOS, um stark einzuschränken, was die Schülerinnen auf dem Gerät machen können, damit sie während einer Klausur nicht irgendwie schummeln oder irgendwelche Funktionen aufrufen, die sie eigentlich gar nicht dürfen. Dann als nächstes sehen wir hier die Übersicht von den Apps, den Weblinks und den System-Apps. Hier kann ich dann über die Add Apps-Funktion verschiedene Apps auswählen, die ich jetzt während dem Unterricht haben möchte. Für die Algebra-Vorlesung brauche ich jetzt nicht vieles, also wähle ich einfach mal den Agent aus, falls die Schüler irgendwie irgendwas dann nachschauen müssen. Dann möchte ich allerdings noch einen Weblink hinzufügen. Es gibt nämlich viele Webseiten, die hilfreiche Sachen zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel einfach mal Wolfram Alpha, was ich denn hier einfach auswählen möchte. Hier kann ich auch unten links neue Weblinks erstellen, wenn ich die möchte, und dann durch Select Weblinks unten rechts die einfach auswählen und hinzufügen. Dasselbe ist das gleiche bei System-Apps. Ich kann hier einfach verschiedene System-Apps auswählen. Hier ist dann auch wichtig zu beachten, dass teilweise Sachen automatisch hinzugefügt werden. Wenn man zum Beispiel Weblinks hinzufügt, wird natürlich auch Safari benötigt. Das wird dann nachher automatisch dazukommen. So, wenn ich dann weiter scroll, dann sehe ich auch noch verschiedene Gerätefunktionen, die einfach erlaubt oder nicht erlaubt werden können während dem Unterricht. Zum Beispiel hier die Kamera möchte ich nicht erlauben. Die Schülerinnen sollen sich auf den Matheunterricht konzentrieren und nicht währenddessen irgendwelche lustige Bilder machen. Ich werde dann die restlichen überspringen, aber möchte dann noch eure Aufmerksamkeit auf die Bluetooth-Erzwingen-Option bringen. Hier haben wir einfach die Möglichkeit, auf den Schülerinnen Geräte Bluetooth zu erzwingen, um sicherzustellen, dass Apps, die auf Bluetooth-Kommunikation basieren, während dem Unterricht funktionieren und dass die Schülerinnen nicht irgendwie den Unterricht stören, indem sie währenddessen Bluetooth ausschalten. Dann kann ich hier unten rechts auf Save Profile drücken und habe somit dieses Unterrichtsprofil angelegt. Hier oben sehen wir dann das neue Profil und das kann ich jetzt auch auswählen. Die nächste Ansicht ist dann die Klassenauswahl. Hier kann ich dann auswählen, welche Klasse ich nehmen möchte, also sprich, welche Schülerinnen möchte ich jetzt in diesem Unterricht dabei haben. Und hier sehen wir auch schon oben links die Algebra-Klasse. Natürlich kann es auch sein, dass Sie sehr viele Klassen haben, deswegen gibt es auch die Filtrierung. Ich kann hier oben irgendwelche Wörter eintippen und anhand davon werden dann die Klassen filtriert und ich kann dann gezielt auf die Sachen tippen, die ich suche. Der nächste Bildschirm ist dann nochmal die Detailauswahl. Hier werden dann nochmal alle Schülerinnen gezeigt, die in den Unterricht reinkommen sollen. Es kann nämlich sein, ich habe jetzt dieses Algebra-Unterricht und ich habe da diese Klasse, allerdings ist jetzt irgendeine Schülerin krank oder ist nicht da. Dann kann ich einfach sagen, diese Person ist nicht da und kann sie abwählen. Wenn ich dann auch nicht möchte, dass diese Leute angezeigt werden, kann ich auch über diese hilfreichen Filterfunktionen einfach verschiedene Sachen ausblenden oder einblenden. Zum Beispiel sehen wir hier oben links den einzigen Gerät, was ich jetzt in diesem Unterricht dabei habe, den Student Zero. Ich kann hier draufdrücken und wir sehen jetzt, welche Probleme bei dem Student Zero auf dem Gerät sind. Wir sehen hier, das Gerät hat ein paar VPP-Assignments, die nicht drauf sind. Das ist für uns erstmal nicht wichtig, deswegen können wir das einfach ignorieren. Aber wenn wir dann filtrieren auf die Geräte oder die Students, wo mehr Probleme sind, dann sehen wir, hier sind ein bisschen größere Probleme. Sie haben nämlich kein Gerät. Das wäre für mich dann ein Indiz. Entweder die Schülerin oder die Schüler haben sich nicht angemeldet auf ihrem Shared-Gerät oder sie haben gar keins zugewiesen und dann müsste man vielleicht auf einen Administrator zugehen. Ich möchte dann mit diesem Schüler weitergehen. Da kann ich unten rechts auf Dauer drücken und kann jetzt auswählen, wie lange dieser Unterricht gehen soll. Im Relution Server kann man dafür die Stunden vorkonfigurieren und diese werden dann hier in der App angezeigt. Wir haben hier dann zum Beispiel die 8. Stunde. Ich kann dann hier auf diesen Block drücken und automatisch wird der gesamte Block genommen. Allerdings kann es auch sein, dass ich vielleicht nicht einen ganzen Block brauche, sondern nur einen Teil davon. Dann kann ich auf der rechten Seite verschieben und habe dann eine detailliertere Auswahl. Wenn ich dann aber auch auf die Minute genau das auswählen möchte, dann kann ich oben links auch einfach hier genau, minutengenau auswählen, wie lang der Unterricht gehen soll. Dann kann ich den Unterricht starten, indem ich unten rechts auf Unterricht starten drücke. So, jetzt sehen wir die Ansicht von dem Unterricht. Was jetzt passiert, ist, dass auf den Schülergeräten alle möglichen Apps installiert werden, Konfigurationen werden draufgepackt. Jetzt ist der Unterricht quasi gestartet und als Lehrer kann ich dann jetzt loslegen. Genau. Automatisch werden dann Geräte ausgeblendet, die nicht dabei sind und ich kann hier auch nach irgendwelchen Schülerinnen filtern, die ich suche.
Ansonsten habe ich auch die Möglichkeit, den laufenden Unterricht anzupassen. Wenn jetzt zum Beispiel irgendeine Schülerin gehen muss, dann kann ich hier unten auf Presence drücken und kann dann irgendwelche Leute ein- und auswählen. Hier oben links sehen wir auch, dass gerade auf dem Student Zero Gerät sich was tut. Das könnt ihr nicht sehen, aber hier auf dem Gerät werden gerade die Apps installiert und die Weblinks hinzugefügt, die für den Unterricht benötigt werden, und alle anderen Apps werden ausgeblendet. So, dann kann ich hier unten rechts bei Update Lesson den Unterricht bearbeiten und dann kommen wir zurück zu der letzten Ansicht, wo man dann den Unterricht sieht. Ich kann ansonsten links auch noch unten auf die Zeit drücken, um die Zeit anzupassen, die noch in dem Unterricht bleibt. Wenn ich jetzt meine, okay, wir haben schon alles gelernt, was wir eigentlich lernen wollten, die Schülerinnen können jetzt zum Beispiel die Hausaufgaben von dem nächsten Unterricht machen, falls sie die noch nicht bearbeitet haben, dann kann ich hier einfach irgendwie das kürzer ziehen und die Zeit anpassen. So, oben links sehen wir jetzt auch dieses grüne Häkchen. Das Gerät von dem Schüler hat sich jetzt alles installiert, was es gebraucht hat, und ist jetzt komplett bereit für den Unterricht. Ansonsten, wenn ich merke, oh, jetzt haben wir die Apps zwar installiert, aber eigentlich fehlt da noch was, dann haben wir oben rechts noch die Möglichkeit, das Profil anzupassen. Hier sind dann einige Möglichkeiten ausgegraut, weil sie während dem laufenden Unterricht nicht anpassbar sind. Das ist nämlich wichtig zu beachten. Wenn ich irgendwas anpasse während dem laufenden Unterricht, dann wird es nur während dem Unterricht angepasst und danach wird das Profil wieder zurückgesetzt. Die Idee davon ist, dass ich während diesem Unterricht vielleicht irgendwas vorstellen möchte oder irgendwelche Apps erlauben möchte, aber grundsätzlich eigentlich nicht dazugehören. Dann kann ich hier zum Beispiel irgendwie einen Weblink für irgendein Mathe-Spiel online hinzufügen und beim nächsten Unterricht muss ich mir keine Gedanken machen, dass das vielleicht noch da drin ist. Dann kann ich mit Save for the current lesson unten rechts drücken, wieder zurück zu dem Unterricht. Wenn ich dann fertig bin mit dem Unterricht, kann ich unten rechts auf Unterrichtsstunde beenden drücken und muss nicht warten, dass der Unterricht fertig ist. Hier habe ich dann noch zusätzlich die Möglichkeit, dass ich Geräte, die im Share-Device-Modus sind, auch abmelden kann, damit jetzt zum Beispiel, wenn ein Gerät irgendwie in dem Klassenzimmer sich befindet, die nächsten Schülerinnen sich anmelden können und die letzten Schülerinnen abgemeldet sind. Das möchte ich jetzt erstmal zeigen, indem ich hier dieses Toggle aktiviere und die Unterrichtsstunde beende. Was jetzt passiert, ist, dass auf dem Shared Device, was ich noch dabei habe, die Person abgemeldet wurde, was ihr dann auch gleich sehen werdet, wenn ich den Ad-Hoc-Modus zeige. Das möchte ich jetzt nämlich als nächstes zeigen. Wenn ich zum Beispiel nicht die passende Klasse habe, dann kann ich trotzdem den Unterricht starten. Ich habe hier auch noch den Englisch-Unterrichtsprofil und anhand davon möchte ich das jetzt erklären. Wenn ich hier Englisch auswähle und wir jetzt in die Klassenübersicht kommen, dann sehen Sie vielleicht, ich habe hier keine Klasse angelegt für Englisch. Als Lehrer wäre das jetzt ein bisschen blöd, wenn ich jetzt feststelle, oh, ich muss jetzt zum Administrator oder zur Administratorin und ich muss mir irgendwie eine Klasse anlegen dafür. Um das zu vermeiden, haben wir hier unten rechts den Ad-Hoc-Modus. Wenn ich hier drauf drücke, bekomme ich dann eine Übersicht von allen Schülerinnen in der gesamten Organisation. Ich kann dann hier natürlich auch filtern. Wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte eigentlich hauptsächlich Schülerinnen aus Klasse A, dann kann ich hier ein paar auswählen. Und wenn ich dann sage, ja, ich möchte eigentlich jetzt doch lieber auf Klasse B irgendwelche Schülerinnen auswählen, dann kann ich zum Beispiel auch unten links Select Visible Students alle sichtbaren Students auswählen. Dann kann ich wieder die Filter zurücksetzen, um alle wieder anzuzeigen. Bin mir sicher, dass ich mit denen fortfahren möchte und kann dann die Klasse quasi erstellen. Dann kommen wir zurück zu dem normalen Workflow, wo ich jetzt mit den Students nochmal die Detailansicht habe, wie zum Beispiel, welche Probleme auf den Geräten sind. Falls Sie sich jetzt gemerkt haben, war es letztes Mal Student Zero mit dem Gerät. Wie Sie jetzt sehen, wenn ich hier drauf drücke, die Schülerin bzw. der Schüler hat kein Gerät zugeordnet. Das ist, weil wir jetzt gerade das Gerät abgemeldet haben und es deswegen auch nicht mehr ein Gerät zugeordnet hat. Dann kann ich wie gewohnt auf Dauer drücken und irgendwie hier die Zeit verschieben und den Unterricht starten. Hier habe ich dann genau dieselbe Auswahl wie davor. Ich kann hier irgendwelche Schülerinnen hinzufügen oder entfernen, kann die Zeit anpassen und auch die Probleme sehen. Und jetzt könnte ich den Unterricht beenden, allerdings möchte ich es erstmal das lassen. Und zwar möchte ich jetzt noch eine zusätzliche Funktion zeigen, den Admin-Modus. Ich habe jetzt im Normalfall bei Lehrerinnen nicht Administratorenrechte, aber ich habe jetzt für diese Demonstration meinem Lehrer Admin-Rechte gegeben und da können wir jetzt links sehen, wenn ich hier dieses Menü aufmache, es gibt zwei verschiedene Auswahlen. Es gibt nämlich Teaching und Administration.
Für Lehrer ist normalerweise nur Teaching sichtbar und Administration wird dann angezeigt als Admin. Wenn ich dann hier drauf drücke, dann kommen wir in eine neue Übersicht. Hier sehen wir dann alle vorherigen Unterrichte und wir sehen dann auch jetzt aktive Unterrichte. Ich kann dann hier zum Beispiel nach irgendwelchen Unterrichten suchen. Ich hatte vorher Algebra, da sehen wir jetzt den Algebra-Unterricht. Und ich kann dann hier verschiedene Unterrichte auswählen, um genauere Details davon zu sehen. Hier sehe ich dann zum Beispiel, wer war der Lehrer, wer war die Lehrerin, was für eine Klasse war das, was war jetzt die Zeit, wo es angefangen hat, wann ist es geendet worden und welche Schülerinnen waren Teil davon. Zudem kann ich dann auch noch unten links auf die Historie drücken und sehe dann Details zu dem Unterricht, die man sonst hier nicht in der Übersicht sehen kann. Hier sieht man, dass der Unterricht gestartet wurde um 15:10 Uhr und dann, dass es beendet wurde, bevor es eigentlich fertig war, von der Zeit her. Ansonsten, unten rechts sehen Sie auch noch den Knopf Back to Your Own Active Lesson. Als Lehrer habe ich immer noch diesen laufenden Unterricht. Wenn ich in einer anderen Ansicht bin, kann ich immer unten rechts draufdrücken, um zurück zu meinem Unterricht zu kommen, damit ich nie verloren gehe in der App. Ansonsten kann ich hier zurück zur Übersicht. Und wie Sie sehen, wir haben hier zwei verschiedene Sorten. Wir haben inaktive und wir haben aktive Unterrichte. Bei einem aktiven Unterricht habe ich jetzt tatsächlich Administratoren-Möglichkeiten. Wenn ich hier drauf drücke, dann sehen Sie hier viele verschiedene Schülerinnen und rechts steht überall Profil deaktivieren. Ich kann jetzt bei einem laufenden Unterricht eine Person aus dem Unterricht herausnehmen. Wenn jetzt zum Beispiel eine Lehrerin irgendwie einen Schüler oder eine Schülerin in dem Unterricht hereingenommen hat, die aber eigentlich nicht da ist oder in einem anderen Unterricht sein sollte, dann kann ich als Administrator hier das Profil deaktivieren und somit ist Student Zero dann nicht mehr in diesem Unterricht vorhanden und kann von einem anderen Lehrer oder einer anderen Lehrerin in einen Unterricht hinzugenommen werden. Wenn ich auf die Historie drücke, dann sehen wir hier auch dann die Details dazu, damit man rückverfolgen kann, was denn eigentlich passiert ist. Hier sehen wir, dass die Schülerin von der Lehrkraft deaktiviert wurde, wie ich gerade gemacht habe. Ansonsten kann ich hier auch die Unterrichtsstunde beenden, indem ich hier drauf drücke und einen Grund angebe, zum Beispiel Lehrerin ist krank. Und wenn ich dann die Unterrichtsstunde beende und auf die Historie drücke, dann sehen wir hier auch noch den Grund, den ich angegeben habe in den Details bei Additional Information. Und jetzt, weil ich der Lehrer von diesem Unterricht war, bekomme ich auch noch die Meldung, dass der Unterricht beendet wurde, damit ich weiß, was passiert ist. Wenn ich dann zurückgehe zu der Übersicht von Teaching, dann sehen wir, dass hier auch kein aktiver Unterricht mehr drin ist. Und das wäre dann eigentlich auch alles, was ich zu dem Teacher zeigen möchte. Es hat sich vieles geändert und ich freue mich, dass ich das zeigen konnte. Und jetzt möchte ich als nächstes euch mehr zu dem Relution Agent zeigen in der Präsentation. So, als erstes möchte ich ein bisschen über die neue Anmeldefunktion erzählen. Wir haben hier nämlich viele neue Möglichkeiten hinzugefügt. Wir haben hier den Anmeldeprozess nämlich generalisiert und standardisiert mit der Portalansicht. Was bedeutet das jetzt? Also das bedeutet, dass wir jetzt bei dem Anmeldeprozess über das Portal uns anmelden und dadurch immer dieselbe Ansicht haben. Das bedeutet auch, dass der Standard-Login noch funktioniert, aber auch mit SSO angemeldet werden kann. Zudem haben wir dann auch noch den QR-Code-Login, den ich zeigen möchte. Das ist vor allem hilfreich, wenn man zum Beispiel jüngere Schülerinnen hat, die jetzt zum Beispiel Schwierigkeiten haben, ein Passwort sich zu merken oder vielleicht auch einfach Schwierigkeiten haben beim Lesen oder so. Ansonsten kann man das auch verwenden, wenn man irgendwo das Ganze vereinfacht haben möchte und einfach irgendwo ein Passwort schnell zugreifbar haben möchte. Als nächstes und damit auch ein bisschen verbunden ist auch noch die Relution Files App, die automatisch mit dem Relution Agent konfiguriert wird. Hier hat sich auch sehr viel verändert. Wir haben nämlich die komplette App überholt. Hier gab es auch ein Redesign, wo auch die ganze App schöner geworden ist, aber auch neue Features hinzugefügt worden sind, indem wir zum Beispiel die gesamte App auf Flutter umgebaut haben. Dadurch haben wir jetzt auch die Möglichkeit, dass es bald auf anderen Plattformen verfügbar werden kann. Ansonsten haben wir hier auch noch den Document Viewer. Wir haben bei iOS die Möglichkeit, verschiedene Dokumente aufzumachen und anzuschauen. Aber abhängig von dem Hersteller von verschiedenen Geräten könnte hier einfach Unterschiede geben oder möglicherweise ist es auch gar nicht möglich, manche Dokumenttypen anzusehen.
Hier haben wir dann den Document Viewer, der in der Bearbeitung ist, wodurch man dann auch auf allen Plattformen alles sehen kann. Und zuletzt, und das, was auch von den anderen so ein bisschen mit drin war, ist, dass wir demnächst die Relution Files App auch für Android verfügbar haben werden. Das Redesign war auch so gebaut, dass wir auf Flutter umgestiegen sind, damit wir Android mit hinzufügen können. Und der Document Viewer ist dafür da, dass wir bei Android nicht unbedingt vom Hersteller abhängig sind, sondern überall dieselbe Funktionalität anbieten kann. Und ich möchte euch jetzt auch ein bisschen dazu zeigen. Ich möchte euch den Relution Login bei Agent zeigen und auch die Relution Files App demonstrieren auf dem Gerät. So. Als erstes gehe ich jetzt in den Relution Agent herein. Und wie ihr sehen könnt, ist hier dann die neue Ansicht bei dem Shared-Gerät. Hier können wir dann die Details von dem Gerät sehen, zum Beispiel wer gerade angemeldet ist. Hier sehen wir, dass der Teacher angemeldet ist, auf welchem iPad es ist und auch in welcher Orga er ist. Hier haben wir dann auch noch die Möglichkeit, uns abzumelden, was ich jetzt gleich machen werde. Wie Sie vielleicht kurz gesehen haben, wurde die Files-App kurz aufgemacht. Das ist einfach, um diese Verknüpfung wieder zu entfernen, die es mit Relution gab. Ich werde dann auch gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber wie Sie jetzt sehen können, haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten. Wir haben erstens Anmelden, was der standardisierte Login-Prozess ist, und dann noch die QR-Anmeldung, was ich dann gleich nachher noch zeigen werde. Wenn ich jetzt auf Anmelden drücke, dann sehen wir die Portal-Login-Seite und ich kann mir hier dann wie gewohnt anmelden. Wenn ich hier in dieser Organisation auch eine Single Sign-On-Möglichkeit konfiguriert hätte, dann könnte ich mich auch mit Single Sign-On anmelden und das werde genauso funktionieren. So, jetzt sehen wir, dass ich angemeldet bin und das Gerät bereitet sich vor. Bei dem Shared Device Login ist es ja auch so, dass viele Apps installiert werden, viele Konfigurationen im Hintergrund passieren. Und zudem, was auch passiert, ist, dass die Files App automatisch geöffnet wird, damit man da eine Verknüpfung hat und automatisch auch Files oder Shares von dem Relution Server bekommt. Und jetzt haben wir uns erfolgreich angemeldet und die Konfiguration ist fertig. Wenn ich dann hier auf die Files App gehe, dann haben wir hier die alte Files App. Ja, wie gesagt, also die Files App ist noch nicht verfügbar. Ich muss die dann noch per Testflight installieren. Damit kann ich euch dann die neue Version zeigen. So. Perfekt. Hier ist noch ein paar Infos von Testflight, die interessieren uns aber nicht. Aber wie Sie jetzt sehen können, haben wir hier die Übersicht von der neuen Files-App. Wir haben jetzt auch direkt schon eine Freigabe, die ist von Relution. Wie Sie sehen können, steht hier Managed by Relution. Das bedeutet, dieser Share ist automatisch von Relution hinzugekommen. Man hat die Möglichkeit, über Konfiguration verschiedene Shares hinzuzufügen, aber es ist auch möglich, in der App neue Shares hinzuzufügen. Oben rechts ist hier ein Plus. Ich kann dann hier draufdrücken, um dieses Formular aufzumachen und kann dann hier einen Share hinzufügen. Sagen wir zum Beispiel, ich habe jetzt eine Kollegin, die mir irgendeinen Share zur Verfügung stellen möchte, dann kann ich hier sagen, dass ich das WebDAV-Protokoll verwenden möchte und hier dann die URL hinzufügen kann. So. Jetzt hoffe ich, dass ich mich nicht vertippe. Und dann muss ich natürlich auch noch einen Nutzernamen, ein Passwort hinzufügen für dieses Share, weil es auch nicht mit den Zugangsdaten geht, die ich habe. Und ich kann dann auch unten rechts die Verbindung testen. Wir sehen jetzt, dass die Verbindung erfolgreich hinzugefügt wurde. Dann kann ich noch die Freigabe hier speichern. Und jetzt habe ich auch dieses grüne Häkchen und sehe, dass der Share erreichbar ist. Und wenn ich den auswähle und auf Dateien wechsle, dann sehe ich dann die Dateien, die in diesem Share drin sind. Ich kann dann hier auf Documents gehen und irgendwelche Sachen herunterladen oder anschauen. Und die sind dann auch wie gewohnt in der iOS Files App verfügbar. So. Allerdings wollte ich dann auch noch den QR-Code-Login zeigen von dem Agent. Dafür werde ich dann wieder zurück zu dem Agent wechseln und mich wieder abmelden. Perfekt.
Jetzt sehen wir wieder die Übersicht zum Anmelden und wir haben ja die QR-Code-Anmeldung. Ich habe hier noch ein QR-Code vorbereitet und kann hier draufdrücken und dann kommt die Kamera. Wenn ich jetzt hier rüber wechsle zu dem QR-Code, dann sehen Sie, dass es super schnell diesen QR-Code scannt und dass die Anmeldung schon erfolgreich passiert ist und ich mich wieder als Teacher angemeldet habe. Hier wird dann noch die Files-App automatisch geöffnet, um die Verbindung herzustellen. Und dann kommen wir zurück zu dem Agent, um die Anmeldung abzuschließen. So, das sind alle Funktionen, die ich euch jetzt zu dem Agent zeigen wollte. Und zu der Files-App würde ich wieder zurück zu der Präsentation kommen und noch ein bisschen zu dem Relution-Ausleihsystem erzählen. Also, als erstes. Das Relution-Ausleihsystem dient dazu, dass man Geräte an verschiedene Leute ausleihen kann und wieder zurücknehmen kann und das Ganze im Überblick behalten kann. Als erstes muss man allerdings dieses Feature in den Einstellungen aktivieren und ab dann kann man das in dem Gerät an verschiedene Leute ausleihen und wieder zurücknehmen. Das ist dann nicht an einen Benutzer gekoppelt, sondern man kann es beliebigen Leuten geben und hinzuschreiben und auch verschiedene andere Details, wie zum Beispiel den Ort oder in welcher Department die Person ist, hinzuschreiben. Und man kann verschiedene Nutzerbedingungen und auch eine Unterschrift hochladen bei diesem Prozess. Um diese ganze Sache zu vereinfachen, haben wir auch noch eine neue App, und zwar die Relution Assets App. Die Relution Assets App ist eine neue Relution App und ist auf iOS und auf Android verfügbar. Mit der Assets App kann man einen QR-Code scannen, der bei jedem Gerät von Relution dabei ist, in der Agent-App, und dadurch kann man das Rücknehmen von dem Gerät vereinfachen. Es ist jetzt nicht kompliziert, ein Gerät zurückzunehmen, allerdings dauert es ein bisschen und bei einem Gerät ist es vielleicht kein Problem, aber wenn ich jetzt 10 Geräte zurücknehmen möchte, dann kann das auch eine Weile dauern. Wenn man das per QR-Code-Scan machen kann, dann hat man es viel leichter und zudem hat man durch die Assets-App auch die Möglichkeit, direkt ein paar Aktionen auszuwählen. Zum Beispiel kann ich direkt das Gerät zurücksetzen oder auch einfach den Shared Device abmelden. Genau, und ich möchte euch das dann noch im Portal zeigen, wie das Ganze funktioniert und werde jetzt euch diese kleine Demo zeigen. So, wir haben hier jetzt das Relution Portal und ich bin in der Organisation mit den Geräten. Und wenn ich jetzt zur Einstellung herüber wechsle, dann sehen wir hier bei Geräteverwaltung das Ausleihsystem. Wenn ich hier drauf drücke, dann sehen wir die verschiedenen Konfigurationen. Es ist relativ überschaubar. Ich kann hier das Ausleihsystem deaktivieren oder aktivieren. Wie Sie sehen, hatte ich es schon aktiviert. Und ich habe auch schon ein paar Nutzungsbedingungen hinzugefügt. Hier werde ich dann einfach mal zur Demonstration noch eine hinzufügen. Hier kann ich dann einfach irgendwas hinzuschreiben, zum Beispiel bitte das Gerät nicht kaputt machen. Natürlich würden Sie dann irgendwas Sinnvolleres hinzufügen, aber das kann ich dann speichern und hinzufügen und die kann ich dann später verwenden, was ich euch gleich zeigen werde. Hier speichere ich dann nochmal die Konfiguration und wechsle zurück zu den Geräten. Hier sehen wir dann die 2 Geräte, die ich verwende. Das erste ist das Testgerät, was ich euch demonstriert habe und zusätzlich habe ich noch ein Gerät, was ich hier ausleihen möchte. Hier habe ich dann den neuen Tab Ausleihe und hier drüber kann ich dann das Gerät verleihen. Wie Sie sehen können, habe ich hier auch schon einmal das Gerät verliehen und das möchte ich jetzt nochmal machen. Wenn ich dann hier auf Verleihen drücke, dann sehen Sie die ganzen Details, die man hinzufügen kann. Ich kann dann hier mit dem Date Picker zum Beispiel sagen, wann das Gerät zurückkommen muss und wenn diese Zeit überschritten wird, dann kann man mit den Richtlinien verschiedene Aktionen auslösen. Hier kann ich dann einfach irgendjemand hinschreiben, der das Gerät angenommen hat und zum Beispiel auch irgendeine Klasse oder eine Abteilung. Hier schreibe ich dann einfach mal beispielsweise Englisch herein. Dann kann man auch noch irgendwelche besondere Bemerkungen hinzufügen, wie zum Beispiel bitte Gerät zurückbringen, sobald möglich, auch vor dem 30. Dann habe ich hier die Möglichkeit, die Nutzungsbedingungen auszuwählen. Hier sehen Sie dann auch die ich vorher hinzugefügt habe, aber ich kann beliebige auswählen. Und dann zuletzt kann ich auch noch eine Unterschrift hochladen, die diese Person dann unterschrieben hat für diese Nutzungsbedingung. Das überspringe ich jetzt mal und würde dann das anwenden.
Hier sehen Sie dann, ich habe jetzt nicht mehr die Möglichkeit, das Gerät zu verleihen. Es kann nur an eine Person ausgeliehen werden, sondern ich kann es hier einfach nur zurücknehmen. Und wie vorher erwähnt, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal davon ausgehe, dass ich gerade mich angemeldet habe und im Portal bin, dann kann ich zum Inventar, zu dem Gerät, zu dem Ausleihsystem und es zurücknehmen. Und das ist jetzt nicht wahnsinnig kompliziert, aber wenn ich das für viele Geräte machen muss und auch noch irgendwelche andere Aktionen machen möchte, dann wird das einfach immer mehr Arbeit. Deswegen haben wir die Relution Assets App, um diesen Prozess zu vereinfachen. Und das möchte ich euch jetzt auch auf dem Gerät zeigen, damit ihr sehen könnt, wie einfach das ist. So, jetzt sehen wir wieder das Gerät und ich kann dann hier die Relution Assets App auswählen. So, jetzt hat sie leider sich verhängt. Das passiert manchmal, wenn man die ganze Zeit sich an- und ausmeldet. Ich probiere es einfach noch mal kurz mit einem Neustart. Leider hat sie sich ein bisschen verhängt. Es ist sehr viel für ein Gerät, wenn man die ganze Zeit die Richtlinien hinzufügen möchte und wieder entfernen möchte. Dann melde ich mich einfach mal kurz so an. Mit meinem Nutzername und meinen Daten. Normalerweise wäre ich schon automatisch angemeldet worden, das hat sich einfach verhängt. Aber hier sehen Sie auch, dass es möglich ist, sich anzumelden, ohne dass das Gerät eingeschrieben ist. Und jetzt möchte ich euch zeigen, wenn ich jetzt zu dem Gerät wechsle, das habe ich vergessen anzumelden. Einen Moment, da melde ich mich dann kurz an. So. Jetzt bin ich auf dem Gerät angemeldet und kann hier oben dann auswählen Device Information. Ups, jetzt habe ich mich vertippt. Device Information. Hier kommt dann ein QR-Code und wie Sie sehen, habe ich jetzt die Möglichkeit, verschiedene Aktionen zu machen und das Gerät zurückzunehmen. Hier kann ich das Gerät auf Werkzustand zurücksetzen, das Shared-Gerät abmelden oder das Gerät zurücknehmen. Ich mache einfach mal Shared Logout, kann hier noch irgendwelche Kommentare hinzufügen, zum Beispiel das Gerät war in Ordnung und dann von Gerät abmelden. So, jetzt wird das Gerät dann abgemeldet und das Gerät wird dann zurückgenommen. Und das war dann auch alles von der Relution Assets App. Wir haben dann damit die Möglichkeit, verschiedene Geräte schnell und einfach zurückzunehmen und es ist dann einfach für die Leute, die Geräte verwalten wollen, einfacher das zu machen. Ansonsten wäre das alles, was ich euch heute präsentieren möchte. Ich möchte mich jetzt einfach für die Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank. Ja, Sie kennen das Spiel, jetzt bin ich wieder da. Das heißt dann immer Fragen für die Speaker. Ich habe tatsächlich einige Fragen erhalten, die werden aber auch schon ganz kräftig schriftlich beantwortet. Ich habe aber eine für dich mitgebracht und zwar lautet die: Muss ich was bei der Migration von der Teacher-App beachten? Das ist eine sehr gute Frage. Sie müssen überhaupt nichts bei der Migration von dem Relution Teacher beachten. Wenn es migriert wird, dann kriegen Sie diese neue Funktionalität, den neuen Workflow, aber allerdings alle Daten, die Sie davor drin hatten, werden immer noch da sein. Sie haben da gar nichts zu befürchten. Und die nächste Frage lautet, ähnliche Frage, gibt es was bei der Migration von der Files-App zu beachten? Auch eine sehr gute Frage. Bei der Files-App ist es leider so, dass die lokalen Shares dann nicht mehr dabei sein werden, aber alle Shares, die durch Relution verwaltet sind, werden automatisch wieder erscheinen. Super. Im Hinblick auf unseren Zeitplan, den wir ein bisschen überschritten haben, was aber nicht so schlimm ist, würde ich sagen, Jeffrey, ganz, ganz herzlichen Dank. Du hast es ja das erste Mal jetzt komplett alleine gemacht. Mega gut. Vielen Dank dir. Wir machen jetzt eine 5-minütige Kaffeepause. Nochmal Kraft tanken, nochmal Akkus aufladen. Ich weise hier gerne nochmal auf das Gewinnspiel hin, das wir ja gerade auch im Laufen haben. Uns folgen auf den Instagram-Kanälen, jemanden taggen, die Bilder liken und los geht's. Und ihr seid im Lostopf und alle die heute auch hier am Summit teilnehmen und dies auch aktiv unter den Kommentaren angeben, die haben sogar die doppelte Gewinnchance. Also wir sehen uns in 5 Minuten, 2:10.
oder 15:10 Uhr. Und ja, Jeffrey, vielen Dank. Der Stefan Jauker, also unser CTO, wird dann den nächsten Vortrag machen. Bleiben Sie dran, es geht um VPN und den Ausblick, auf den eigentlich jeder immer auch sehr wartet. Das wird in Kürze dann eben folgen. Vielen Dank und bis gleich.
Hallo und herzlich willkommen zurück von der Kaffeepause. Weiter geht's mit mir. Mein Name ist Stefan Jauker und ich habe 2 Vorträge. Ich fange mit dem ersten an, VPN mit Relution. Wir haben öfters mal die Frage bekommen, ja, wie können wir auf Daten von unserem Unternehmensnetzwerk oder Schulnetzwerk zugreifen? Die Frage, die kam öfters. Wir haben in Relution bisher immer eine Möglichkeit gehabt, um VPN-Profile zu konfigurieren, aber wir haben keine eigene VPN-Lösung gehabt. Haben aber dennoch immer mal wieder Anfragen bekommen und haben uns auch deswegen entschieden, dass wir an dem Thema arbeiten. Und das ist ja ein Punkt, den ich Ihnen zeigen möchte. Mal grundsätzlich haben wir uns Gedanken gemacht, ja, wie kann überhaupt so ein mobiles Endgerät oder irgendein Device in ein Unternehmensnetzwerk, in einem Intranet zugreifen. Klar geht es, indem man irgendwelche Löcher in die Firewall reinmacht. Es ist natürlich auch möglich, damit man über einen Proxy-Server und Authentication eine Möglichkeit schafft, in ein Intranet einzugreifen. Aber die ganzen Sachen sind relativ unsicher und lässt sich relativ schlecht steuern. Empfehlenswert ist da wirklich eine VPN-Infrastruktur aufzubauen. Und deswegen haben wir uns auch für den Weg entschieden und gehen auch über eine eigene VPN-Lösung. Grundsätzlich von der Architektur haben wir uns das so überlegt, dass wir eine rechtssichere Verbindung aufbauen möchten über Client-Zertifikate, die etwa für ein Device oder einen Benutzer ausgestellt sind. Dazu haben wir eine Built-in PKI entwickelt. Als zweiter Faktor prüfen wir noch ab, ob das Gerät vertrauenswürdig ist, ob man den Compliance-Status erreicht. Und somit haben wir einen VPN-Gateway verwendet, der zum einen genau das erfüllt, die Zertifikatsprüfung, aber auch die Compliance-Prüfung. Und wenn beides erfüllt ist, dann kommt auch ein mobiles Endgerät auf das Intranet, um beispielsweise auf einen Webserver zuzugreifen oder über die Files-App mit dem File-Server oder auch App-spezifische Intranet-Server, wo man dann die Daten abgreifen kann. Es können aber auch andere Services sein, wie zum Beispiel Mail oder Exchange oder Active Directory mit dem Adressbuch. Da gibt es unzählige Möglichkeiten. Wichtig ist, dass man einfach einen sicheren Zugang hat in das Intranet und dass man das gut und steuern kann. So würde ein Aufbau on-premise aussehen. Das ist jetzt relativ vereinfacht dargestellt, aber es ist natürlich auch so, dass wir in unserer Relution Cloud auch ganz viele Kunden haben und da haben wir uns auch Gedanken gemacht, wie kann sowas aussehen in Verbindung mit unserer Relution Cloud. Im Prinzip ist es genau das Gleiche. Wir haben dann unser VPN-Gateway, das genau auch die Prüfungen macht mit der PKI und mit dem Compliance-Check. Aber um dann an das Unternehmensnetzwerk zu kommen, lässt sich damit ein Side-to-Side-Tunnel aufbauen zwischen dem Unternehmens- oder Schulnetzwerk und der Relution Cloud. Die Geräte sind dann auch nur so ausgerichtet, damit nur die vertrauenswürdige Geräte auf das Intranet dann zugreifen können. Und somit haben wir dann auch eine Möglichkeit, in Kombination mit unserer Relution Cloud auch so eine Lösung aufzubauen. Wir planen da ein Add-on, vielleicht noch mal ein bisschen was zur Technik. Das Ganze basiert auf StrongSwan, das ist eine Open-Source-Lösung. Wir haben das genommen und ein Stück noch erweitert mit dem Relution Compliance Check. Auch Relution Built-in PKI ist Teil von der ganzen Lösung und dazu die ganzen Profile. Im nächsten Jahr, im nächsten ersten Halbjahr werden wir das Ganze veröffentlichen. Wenn Sie daran interessiert sind, dann registrieren Sie sich auch bei unserem Newsletter, da werden wir auch weitere Informationen verteilen. Aber das erste Add-on werden wir darüber auch veröffentlichen und wenn Sie vorab schon Interesse haben, können Sie gerne auch Beta-Tester werden. Melden Sie sich hierzu
bei uns im Helpdesk oder bei uns im Vertrieb. Genau, damit ich da nicht nur rede, sondern Ihnen das auch einmal zeigen kann oder euch das einmal zeigen kann, habe ich auch eine kleine Demo mitgebracht. Android zeige ich nachher. Wir fangen vielleicht mal an mit dem iOS. Das erste, was ich da zeigen möchte, ist die Built-in PKI. Um eine Built-in PKI aufzubauen, braucht man ein Root-Zertifikat oder ein Intermediate-Zertifikat, das man bei Relution einmal hochlädt. Das ist in dem Fall ja, CA VPN MW Relution IO. Brauchen wir das Keybear, also das Zertifikat mit dem Schlüssel. Und dann kann man eine neue Zertifizierungsstelle vom Typ Built-in anlegen, verknüpft diesen Keypair von dem CA-Zertifikat und speichert es ab. Und zusätzlich gibt es dann noch die Zertifikatsvorlagen, wo man dann definieren kann, wie wird ein Gerät oder wie wird ein Zertifikat für ein Gerät oder einem Benutzer ausgestellt. Habe ich hier soweit hinterlegt, und wenn ich dieses Profil oder Zertifikatsvorlage anwende auf ein Gerät, wird dann entsprechend ein Zertifikat erstellt. Schauen wir uns mal so eine Richtlinie an. Für iOS in dem Fall. Da habe ich dann einmal die VPN-Konfiguration. In der VPN-Konfiguration habe ich dann genau dieses Zertifikatstemplate oder die Zertifikatsvorlage verknüpft. Habe dann noch ja, die Verbindungsinformationen hinterlegt. Wie ist der Server, wie ist dann nachher die Benutzerauthentifizierung etc. habe ich hinterlegt, und das reicht schon mal auf, damit das Gerät in das VPN ja, sich verbindet. Ich habe vorhin ein bisschen noch angesprochen, dass per App, per VPN und On-Demand-Regeln, das kann ich Ihnen auch einmal zeigen. Das scrollen wir ein Stückchen runter. Es gibt hier per Account VPN. Da kann man definieren, dass wenn eine Verbindung zu Relution.io aufgebaut wird, wird automatisch eine VPN-Verbindung aufgebaut. Das kann man mit dem Schalter hier einstellen. Wenn man jetzt eine Exchange-Konfiguration hat, kann man die hier auch verknüpfen, und das würde dann bedeuten, dass sobald eine Verbindung zu der Exchange-Konfiguration aufgebaut werden will, wird dann auch automatisch eine Verbindung aufgebaut. Zusätzlich gibt es noch App zu VPN-Verbindungen, und da kann man dann einzelne Apps auswählen, die dann auch immer über den VPN durchgeroutet werden sollen. Beispielsweise, wenn man möchte, dass die Files-App immer ins Intranet verbunden werden soll, kann man auch die Files-App auswählen, und das bedeutet dann, sämtliche Traffic über Relution Files wird dann über die VPN-Verbindung durchgeroutet. Jetzt schauen wir uns mal das Gerät an, das iOS-Gerät, wie das da ausschaut. Ich bin hier einmal in der Profilkonfiguration, und da sieht man dann, dass eben Benutzerzertifikate erstellt werden. Ich sehe hier die App zu VPN-Verknüpfungen. Genau. Und ich habe jetzt vorhin definiert, dass wenn ich den Edge-Browser verwende, dass dann auch der Traffic in das Intranet oder über die VPN-Verbindung durchgeroutet wird. Kann ich einmal prüfen. Hier habe ich Relution.io, oben rechts taucht jetzt VPN auf, und damit sieht man, dass sofort auch eine VPN-Verbindung aufgebaut wird. Ich kann das auch nochmal mit der IP-Adresse überprüfen. Die 323, das ist die IP-Adresse von dem VPN-Gateway, und daran erkennt man, dass auch die Verbindung dann darüber geht. Einen anderen Vergleich, wenn ich jetzt beispielsweise den Safari aufmache, da habe ich
das nicht so konfiguriert, habe ich eine andere IP-Adresse. Das ist die IP-Adresse hier von dem WLAN, wo sich das Gerät befindet. Und da sieht man dann ganz klar, dass das nicht darüber geroutet wird. Der Hub wiederum, der wird da durchgeroutet, weil das eine .relution.io Domain ist. Und dadurch hat man eine recht gute Flexibilität. Man kann steuern die Accounts, man kann steuern per App, man kann sogar noch On-Demand-Regeln machen. Das bedeutet, ich könnte jetzt konfigurieren, dass wenn ich im Wi-Fi verbunden sind mit einer bestimmten SSID, dass dann die VPN-Verbindung nicht verwendet werden soll. Genau, dann gehe ich nochmal zurück zu meiner Folie und dann schauen wir uns mal das Thema Android an. Bei iOS ist es so, dass das iOS-Betriebssystem oder das Apple-Betriebssystem ein VPN-Client mitbringt. Bei Android Enterprise ist es nicht so. Da gibt es kein Built-in VPN-Client. Die haben sich das so gedacht, dass man über eine Third-Party-App einen VPN-Client mitbringen muss. Durch das, dass wir StrongSwan im Server verwenden oder als VPN-Gateway verwenden, haben wir uns auch die StrongSwan-App angeschaut. Das ist eine IKI v2-Implementierung und hat eben einen VPN-Client dabei, aber sie hat einen Nachteil. Die aktuelle StrongSwan-App, die lässt sich nicht über eine Managed Configuration verbinden. Das bedeutet, man kann da solche SS-WAN-Files erstellen und die kann man dann importieren. Naja, aber wenn man jetzt mal 200 bis 300 Geräte hat, dann möchte man nicht in jedes einzelne Gerät irgendwie händisch die Datei importieren, sondern man möchte das über so eine Managed Configuration machen. Wir verwenden Open Source ganz oft, aber wir sind da auch immer großer Freund, immer was der Community zurückzugeben. Und deswegen hat unser Entwicklerteam, vorwiegend der Markus, herzliche Grüße an der Stelle, hat sich der Aufgabe gewidmet und hat die Open Source App erweitert und als Pull-Request, sprich als Codeänderung, der zur Verfügung gestellt, sodass dann die App zukünftig auch in der Lage ist, eine Managed App-Konfiguration zu bieten, sodass man das über irgendein MDM-Produkt konfigurieren kann. Das Ganze möchte ich Ihnen auch nochmal zeigen. Schauen wir auch nochmal als erstes ins Portal rein. Genau, hier drüben bin ich. Wie man auch sieht, habe ich schon mal ein Android Enterprise Gerät vorbereitet und habe auch eine Richtlinie dafür erstellt. Wer sich schon ein bisschen mit Android Enterprise auskennt, der weiß, dass die ganze App-Konfiguration in der Apps verwalten Profil drin ist. Da habe ich jetzt nachher für die Demo einen Chrome-Browser, einen Firefox, aber auch die StrongSwan-App ausgewählt und kann dann darüber über die Konfiguration die App konfigurieren. Wir haben da die App erweitert, damit man steuern kann, dass manuelle Profile erlaubt sind, damit man Profile importieren, sperren oder erlauben können, damit man auch existierende Profile gegebenenfalls verbieten kann, damit man die App-Settings deaktivieren kann, aber man kann auch mehrere Profile anlegen. Auch hier habe ich ein Profil angelegt, genau gleich, dass der auch über dieses VPN-Gateway sich dann verbindet. Aber so Managed App-Konfigurationen haben immer den Nachteil, dass man da immer die Zertifikate von Hand auswählen muss. Komme ich später noch dazu, da haben wir nämlich auch uns eine Lösung überlegt. Aber für ein Beispiel habe ich das so vorbereitet, dass ich euch zeigen kann, dass man das auch über so eine Managed App Configuration verbinden kann. Habe hier noch weitere Einstellungsmöglichkeiten und auch hier habe ich die Möglichkeit, dass man so ein per App VPN definieren kann. In dem Fall habe ich das so konfiguriert, damit alle Apps über VPN kommunizieren, bis auf der Firefox. Der Firefox, der ist hier ausgeschlossen worden.
Genau. Ansonsten gibt es hier noch so eine Always-On-VPN, die sagt dem Betriebssystem, dass sämtliche Traffic oder dass automatisch die VPN-Verbindung aufgebaut werden soll. Und hier habe ich noch erweiterte Sicherheitsüberschreibungen, dass ich mit USB das Gerät hier für die Demo Ihnen zeigen kann. Das öffne ich jetzt auch mal. Und schauen uns als erstes mal die StrongSpawn App auf. Das sind die 3 Apps, die ich ausgewählt hatte. Da ist die StrongSpawn App. Man sieht auch schon, das Gerät ist schon verbunden. Hier ist das Profil und man kann hier, ja, die Settings, die sind in dem Fall jetzt auch deaktiviert. Aber genau. Die App muss man auch gar nicht öffnen, die dient eigentlich mehr oder weniger nur als VPN-Client im Hintergrund. Wenn ich jetzt den Chrome-Browser verwende und würde die What's My IP anzeigt, dann sieht man auch hier wird der ganze Traffic über das VPN geroutet. Den Firefox haben wir ausgeschlossen, gehe ich da drauf, aktualisiere die Seite, sieht man auch hier würde die IP-Adresse von dem lokalen Netzwerk. Und somit haben wir eigentlich eine ganz runde Möglichkeit geschaffen, wie wir die Geräte mit dem eigenen oder mit dem VPN-Gateway verbinden können. Man kann steuern, welche Apps sollen durch, welche Routen sollen durch und haben somit nicht nur eine Lösung für die Apple-Geräte, sondern auch für die Android Enterprise-Geräte. Die Erweiterung von der StrongSpawn-App, die ist noch nicht live, noch nicht verfügbar. Da warten wir noch auf die Bestätigung von unserem Commit, von der StrongSpawn Community. Da findet auch schon Kommunikation statt, aber wir gehen davon aus, dass es Ende des Jahres oder Anfang des Jahres vielleicht schon im Google Play Store sich dann befindet. Die Managed App Konfiguration, die war jetzt recht händisch. Deswegen haben wir auch noch Relution erweitert, indem wir dann die allgemeingültigen Sachen und VPN-Profile in unsere Relution UI konfigurieren kann. Auch hier ist es dann wieder einfach möglich, die Zertifikate oder Zertifikatstemplates zu verknüpfen. Man kann dann hier die ganzen VPN-Einstellungen vornehmen und man kann auch hier die Apps, die etwa über eine Allow oder eine Blocklist, kann man auch hier über eine UI dann verknüpfen, so wie man es eigentlich auch kennt von der ganzen Android Enterprise Einstellung. Genau. Gut, das war mein erster Vortrag zu VPN mit Relution. Gibt es da Fragen dazu? Aus dem Chat, Lara? Ja, da gibt es Fragen, und zwar eine. Vor allem, das ist, glaube ich, die meistgestellte Frage, ist das Solution Add-on kostenpflichtig? Genau, das Relution Add-on, das wird kostenpflichtig sein, aber es wird auf jeden Fall deutlich günstiger als der Wettbewerb das bepreist. Sind da gerade noch ein bisschen im Feinschliff. Wie gesagt, bitte registriert euch im Newsletter, da kommen dann die ganzen Informationen drüber. Genau, danke schön. Das war es jetzt eigentlich erstmal. Ja, weiter geht's mit dem Ausblick. Super. Dankeschön. Es findet keine Pause statt, sondern es geht direkt weiter mit dem Ausblick. Genau. Für den Ausblick habe ich 11 Themen mitgebracht, die ich Ihnen vorstellen werde, wo wir teilweise schon dran beschäftigt sind oder was auch geplant ist für das erste Halbjahr. Und los geht's mit einem kleinen Feature, mit einer kleinen Verbesserung, und zwar unsere Device Details View. Man hat es vorhin schon mal zweimal gehört heute, soweit ich weiß. Stichwort historisch gewachsen. So ist auch ein bisschen unsere Device View gewachsen. Es wurden immer mehr Informationen hinzugefügt und man muss relativ viel runterscrollen, um gewünschte Informationen zu finden. Man muss teilweise irgendwelche Elemente aufklappen und damit man da eine
bessere Strukturierung hinbekommen, nehmen wir auch so eine Kacheloptik, so eine Card-Optik, wo man die Informationen einfach besser gliedern, wo man weniger scrollen muss. Und da werden wir eine kleine UI-Optimierung vornehmen, so damit man schneller und gezielter dann die Informationen findet. Weiter geht's mit SMTP-Konfiguration. Wir haben heute schon gehört, dass wir eine LDAP-UI haben. Wir haben auch OpenID Connect in der UI. Man kann Google Workspace in die UI konfigurieren. Das heißt, wir gehen immer weiter weg über eine Konfiguration von der Application YAML oder von Umgebungsvariablen bis hin zu, dass man die ganze Konfiguration in die UI nachziehen kann. Und somit machen wir und so wollen wir das auch mit der Mail-Server-Konfiguration, mit der SMTP-Konfiguration vornehmen, dass man die dann zukünftig auch in die UI konfigurieren kann und auch eine interaktive Verbindungsprüfung durchführen kann. Nämlich wir stellen fest, dass doch einige Kunden on-premise gar keinen Mail-Server konfiguriert haben. Und das wollen wir ändern, dass wenn der nicht konfiguriert ist, zeigen wir eine kleine Warnung an und man kann es dann einfach und bequem über die UI konfigurieren. Kommen wir zum nächsten Punkt. Da haben wir auch viel Feedback bekommen. Wir haben ja mittlerweile zeitbasierte Richtlinien. Das heißt, man kann Richtlinien nur aktivieren, beispielsweise Montag bis Freitag von 7 Uhr bis 16 Uhr, also gängige Schulzeiten. Und die Richtlinie soll dann am Wochenende oder in den Abendstunden deaktiviert sein. Aber da kam dann das Feedback, ja, was ist mit Ferien? Deswegen wollen wir einen Ferienkalender hinzufügen, wo man dann zum einen einen Ferienkalender basierend auf dem Bundesland importieren kann, aber auch den man noch ein Stück weit editieren oder noch ergänzen kann. Beispielsweise durch bewegliche Ferientage können Sie dann in die UI bewegliche Ferientage oder zusätzliche Off-Times dann noch konfigurieren. Das nächste Thema heißt doppelte Geräte vermeiden. Wir haben ja seit 5.19 den Papierkorb mit den gelöschten Geräten sichtbar gemacht. Wir haben festgestellt, dass es ganz oft gelöschte Geräte gab, indem man die Geräte mit Wipe zurückgesetzt hat und dann hat Relution bis dato immer ein neues Gerät angelegt und das alte im Papierkorb verschoben. Wir haben Feedback bekommen, dass der Wunsch besteht, dass man die Geräte wieder reaktiviert. Das bedeutet, wir schauen nach der Seriennummer. Wenn es da eine Seriennummer gibt, dann verwenden wir einfach das Gerät wieder, schreiben dann noch in die Historie einen Eintrag rein, dass das Gerät wieder eingeschrieben ist. Und so hat man dann zumindest auch unter einem Blick unter der Historie einen ganzen Verlauf über die Laufzeit des Gerätes oder die Verwaltungszeit von Relution. Genau. Vielleicht dazu nur erwähnen, das wird nicht für alle Geräte möglich sein. Wenn man zum Beispiel sogenannte User Enrollments hat, dann bekommt ein Gerät nicht eine Seriennummer zurückgemeldet. Das können wir nur für die Geräte machen, wo wir auch ein eindeutiger Identifier wie eine Seriennummer haben werden. Regelwerke. Die Frage kam heute auch schon im Chat auf. Was ist mit den Regelwerken und mit den Device-Gruppen und kann ich auch globale Regelwerke verteilen über die Store-Organisation? Aktuell ist das nicht möglich, aber das wollen wir natürlich auch angehen. Die Regelwerke, die werden momentan separat behandelt und die wollen wir neu implementieren und zwar als Teil von unseren Device-Groups oder Gerätegruppen. Darüber wird man dann zukünftig sogenannte aktionsbasierte Regeln erstellen können und da wird es noch weitere Events geben, wie so Enter- und Leave-Events. Das bedeutet, wenn ein Gerät einer Gruppe hinzugefügt wird oder verlässt, dann kann man beispielsweise eine Aktion ausführen oder irgendwas Bestimmtes tun.
Über mandantenübergreifende Funktionen haben wir heute auch schon ein paar Sachen gehört, aber da sind wir noch lange nicht am Ende. Kam auch viel Feedback über die Apps. Wer vor allem native Apps hat und ganz viele Mandanten, der wird wissen, dass der Speicherbereich oder der Speicherbedarf von Relution dann sehr hoch wird. Gerade wenn man große Apps mit 100, 200 Megabyte hat und das multipliziert sich dann über die ganzen Mandanten. Und das wollen wir ändern, ähnlich wie für Public Policies oder Public Device Groups, damit man solche öffentliche Apps hat. Die kann man dann veröffentlichen. Die tauchen dann allen Untermandanten als Read-Only auf. Und es hat den Vorteil, dass man die Duplikate vermeidet und man kann es zentral in deiner Store-Organisation dann vermeiden. Das Gleiche wollen wir auch für Skripte tun, sodass man auch nicht in jedem Mandant irgendwelche Skripte ablegen muss. Ein weiterer Wunsch, und der auch immer wichtiger wird, ist die Nachvollziehbarkeit. Das bedeutet, wer hat wann irgendwie was am System gemacht. Da wollen wir so eine Audit View haben, um nachzuvollziehen, oder dass man eine zentrale Liste hat, wo man genau sieht, wer hat welche Änderungen gemacht, und damit man auch sowas erkennen kann, wie beispielsweise fehlerhafte Login-Versuche, damit man sieht, die IP-Adresse 1123 hat sich gestern um 16:34 Uhr versucht anzumelden mit folgendem Benutzer und das ist fehlgeschlagen. So kann man dann auch ein bisschen erkennen, gibt es irgendwelche Brute-Force-Attacken. Wir haben heute schon von Florian gehört, da gibt es zwar auch noch zusätzliche Maßnahmen, um sowas zu vermeiden, aber damit man einfach sehen kann, passiert sowas auf meinem System und muss ich mich noch zusätzlich schützen, wollen wir so eine View hinzufügen. Mit dem Vortrag von Moritz haben wir heute auch schon ein paar Neuerungen über Interactive Whiteboards gehört. Aktuell ist es so, Relution und die Interactive Whiteboards ist es so, damit man immer ein Enrollment anlegen muss, eine Einschreibung anlegen muss und die muss man dann auf dem Gerät hinzufügen. Das wollen wir auch ändern, indem wir so ein Out-of-Box-Experience, so wie man es kennt von Apple DEP oder von Windows Autopilot, damit sich die Geräte beim Boot selbst einschreiben. Das ist immer ein bisschen schwieriger, aber es gibt eine Möglichkeit, indem, wenn die Geräte auf dem Device Owner basieren, dann und eine Seriennummer uns liefern, dann werden wir sowas ermöglichen können. Das bedeutet, der Hersteller oder der Reseller von einem Board wird uns eine Liste mit Seriennummer und Server übermitteln und sobald dann ein Gerät ins Netz geht, wird es dann automatisch eingeschrieben und dann, was man heute auch schon gehört hat mit dem Vortrag vom Hanno über die dynamische Device-Gruppen, erhalten die dann sofort die Konfiguration und somit hat man eigentlich einen recht geringen Administrationsbedarf. Wir haben es heute auch schon gehört, aber es sind natürlich auch weitere Hersteller in Umsetzung. Wir sind da auch schon bei einem in der Implementierung, bei 3 von denen, wo da drauf sind, sogar auch schon in der Testphase. Und da wird es auch in Kürze nochmal Updates geben, dass wir weitere Interactive Whiteboards unterstützen werden. Ein Feature, das heute schon ein paar Mal angefragt wurde, schöne Grüße nach Hannover, nach dem macOS Companion. Es wurde schon gefragt, gibt es Script-Support für macOS und wird es kommen? Ja, es wird kommen und die Kollegen sind da auch schon mitten in der Entwicklung. Wir gehen davon aus, dass es auch im ersten Quartal, spätestens in der erstes Halbjahr kommt, womit es dann möglich wird, keine PowerShell, sondern Shell-Skripte, echte Shell-Skripte auszuführen, aber auch DMG-Installationen durchzuführen. Das wird dann ähnlich sein wie bei Windows oder bei Android beispielsweise, damit ein Hintergrunddienst auf das Gerät installiert wird und dann die entsprechenden Befehle direkt ausführt, parallel zu dem ganzen MDM-Kanal.
Ein weiteres Thema ist ein Self-Service-Portal. Wenn mal Wochenende ist und es keine 24/7-Hotline oder sonstiges gibt und ein Gerät verloren geht, dann hat der Benutzer aktuell keine Möglichkeit, das Gerät zu sperren. Und deswegen wollen wir ein Self-Service-Portal entwickeln, mit dem sich ein Benutzer anmelden kann, sofern ein Admin ihm das Self-Service-Portal freigibt und er dann für seine eigenen Geräte eigene Aktionen durchführen kann, wie beispielsweise das Gerät in den Lost Mode zu versetzen oder auch das Gerät neu zu starten, herunterzufahren, zu lokalisieren. Jede einzelne Aktion lässt sich dadurch auch konfigurieren, sodass auch der Administrator nur die Aktionen zur Verfügung stellt, die er auch haben sollte. Und noch das letzte Thema, das ich dabei habe, das ist die Parent-App. Das ist auch eine Erweiterung für unsere Kunden aus dem Bildungsbereich, dass wir den Eltern auch die Möglichkeit geben, Apps zu sperren während der Freizeit oder der Nicht-Schulzeit. Das bedeutet, es wird dann so eine Parent-App geben, eine Relution Parent-App. Über einen QR-Code lassen sich die Apps miteinander verbinden. Alternativ wird es auch einen E-Mail-Invite geben, eine E-Mail-Einladung, wo man dann so eine Verknüpfung zwischen dem Elterngerät und dem Schülerendgerät herstellen kann. Und der Elternteil sieht dann alle installierten Apps auf dem Gerät und kann dann die durch eine Alarmlist oder eine Blocklist sperren. Genau. Falls Ihnen noch irgendein Thema fehlt, kann ich noch mal Hinweis geben auf unseren Relution Hub. Wir tun immer regelmäßig den Status aktualisieren, wo Sie dann sehen, an welchen Themen arbeiten wir schon dran, welche davon sind umgesetzt. Aber auch ganz wichtig, es gibt eine Möglichkeit, dass Sie da auch drauf voten. Das heißt, wenn Ihnen ein Thema fehlt, suchen Sie nach dem Thema. Wenn es keins gibt, eröffnen Sie eins. Aber ganz wichtig ist auch zu voten. Es gibt bereits schon 550 Feature Requests. Wir haben 59 davon schon umgesetzt. Einige sind schon in der Implementierung. Aber uns freut es natürlich auch immer, wenn man Benutzerfeedback kriegt. Und wir wollen das auch möglichst transparent machen. Deswegen voten Sie, schauen Sie regelmäßig rein. Nämlich nur dadurch können wir auch genau verstehen, was der Bedarf ist und werden das natürlich auch immer berücksichtigen. Gut, gibt es Fragen? Lara? Bisher sind alle Fragen, die eingekommen sind, tatsächlich auch schriftlich beantwortet worden. Genau, und ich würde auch sagen, im Hinblick auf die Zeit ist es auch okay so. Also sollte noch was kommen, dann, Sie kennen das Spiel ja, alles schreiben. Wir werden sie dann schriftlich beantworten, die Fragen. Und das war jetzt erstmal der Stefan Jauger mit dem Ausblick, unser CTO. Und Stefan, wenn das jetzt für dich okay ist, dann würde ich jetzt den Abschluss machen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe heute Morgen eingeleitet. Ich darf jetzt quasi den Summit abschließen. Sie haben jetzt nun gesehen, was uns dieses Jahr bewegt hat, aber was uns natürlich auch in den kommenden Monaten antreiben wird. Entschuldigung. Und ja, vielen Dank im Namen von mir, aber auch im Namen von allen fürs Zuhören, für die Fragen, für die Interaktion, für das ganze gemeinsame Jahr 2023. Danke für viele gemeinsame Projekte. Mir ist anbei aber noch wichtig zu sagen, dass es heute jetzt eine Bildungsveranstaltung war, also für den Bildungsbereich. Wir sind aber auch noch in vielen anderen Branchen aktiv. Und das soll natürlich jetzt keine Wertung sein. Wir möchten einfach nur, gerade in dem Bereich, in dem wir am längsten aktiv sind, halt oder am stärksten momentan aktiv sind, die ganzen Features vorstellen. Aber es kommen natürlich auch die anderen Branchen mit der Zeit. Ja, uns hat es heute sehr viel Spaß gemacht. Danke für die fast 7 Stunden jetzt. Wenn Sie mehr von uns hören wollen, aktivieren Sie unseren Newsletter. Wenn Sie uns eventuell treffen wollen oder sehen wollen, wir sind im Januar auf dem Univention Summit, wir sind im Februar, jetzt muss ich gerade mal schauen, dass ich nichts falsch sage, auf der Didakta. Alle weiteren Termine können Sie dann unserer Website entnehmen.
Ja, wenn Sie uns sonst noch hören wollen, Sie haben heute, glaube ich, alle Kanäle vorgestellt bekommen, mit denen Sie uns kontaktieren können. Ich wünsche Ihnen nun jetzt einen guten restlichen Tag, eine gute Woche, einen erholsamen Dezember, bringen Sie das Jahr gut zu Ende, festliche Feiertage, dann einen guten Rutsch. Und das war es jetzt auch erstmal von meiner Seite. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ja, von meiner Seite auch nochmal vielen, vielen Dank für die Teilnahme und für die Zeit, die Sie aufgebracht haben. Ich möchte nur einen ganz besonderen Dank an das ganze Team geben, denn ohne die hätte man das gar nicht auf die Beine gestellt kommen. Und noch 2 Personen möchte ich nochmal ganz besonders erwähnen. Das ist Philipp, der wo die ganze Regie gemacht hat, und natürlich auch an die Lara. Nämlich ohne die Lara wäre das heute gar nicht zustande gekommen. Sie hat ganz, ganz viele Zeit in die Vorbereitung investiert. Herzlichen Dank. Danke, Stefan. In diesem Sinn sagen wir Tschüss, macht's gut und bis nächstes Jahr.